Good. So, good morning, everyone. Today is a very good day to be doing this text because there is an eclipse, which will be especially visible over in the Americas. Guten Morgen alle. Heute ist ein besonders guter Tag, sich mit diesem Text zu beschäftigen, weil es eine Verfinsterung geben wird. Ich nehme an, eine Sonnenfinsternis, die man in den Vereinigten Staaten sehen oder in den Amerikas sehen wird. As it says towards the end of the text, it's a good practice to do on the day of an eclipse. Und wie es im Text selbst dann auch heißt, ist es eine Praxis, die man sehr vorteilhaft während einer Verfinsterung praktizieren kann. So I hope you take the opportunity, and if you can, in the evening, to read it through quietly by yourself and really get the feeling tone of it. Also hoffe ich, dass ihr heute auch die Gelegenheit habt, wenn es geht, selbst für euch diesen Text still durchzulesen und ein Gefühl, eine Empfindung dafür zu haben. On an outer level, in some culture, like in India and for some Tibetans, the eclipse is this battle between Ketu and Ketu, and where one planet is eating another. Auf der äußeren Ebene, sicherlich in der indischen Kultur und in Teilen von Tibet, wird das Geschehen einer Sonnenfinsternis oder eine Verfinsterung immer als das Ereignis betrachtet, dass die Planeten Hetu und Ketu einander bekämpfen und der eine den anderen frisst. So people go out in the streets and bang pots and pans to make a noise to tell them to stop. Sodass die Leute dann auf die Straßen gehen und mit ihren Töpfen und Pfannen so viel Lärm machen, wie es geht, um ihnen Bescheid zu geben, dass sie aufhören sollen. But in terms of meditation, we see the eclipse as the conjunction, the coming together of the male element in the body and the female element, the sun and the moon. Aber im Kontext der Meditation betrachten wir eine Verfinsterung eher als das Zusammenkommen des männlichen, des weiblichen Elements im Körper selbst, also von Sonne und Mond. They join together in the heart, and this creates the darkness. Die verbinden sich zusammen im Herzen und das erzeugt diese Dunkelheit. In this darkness, we can awaken to the nature of awareness. Und in dieser Dunkelheit können wir zur Natur der Bewusstheit erwachen. Because we are no longer disturbed by the sense of the world being outside ourselves and full of many things that we have to react to. Denn wir werden dann nicht länger davon gestört, dass wir die Welt als außerhalb von uns gelegen empfinden und volle Dinge, auf die wir zu reagieren haben. Oh. As it says in many different texts, suffering arises for us in samsara due to the unawareness which leads to duality and grasping. Wie es in vielen Texten heißt, entsteht Leiden für uns im Samsara aufgrund von Mangel an Bewusstheit und Unbewusstheit, die zum Festhalten und Greifen führt. And this feeds the sense that we have of the real existence and substantiality of all the various things that we encounter. Also zum Dualismus. Und das führt zu diesem Empfinden von wahrer Existenz, von Substantialität, von Substanzhaftigkeit, all die Dinge, denen wir begegnen. That is to say, our tendency is to move towards fixation. Mit anderen Worten, unsere Tendenz ist, uns auf Fixierung hinzubewegen. The fixation can
take the form of seeing a tree in the garden as something that's always there. Eine Fixierung kann zum Beispiel die Form annehmen, einen Baum im Garten als etwas anzusehen, das schon immer da ist. But it also comes in the form of repetition compulsion, in which we repeat patterns again and again so that they seem to be strongly real. Sie kann aber auch in der Form eines Wiederholungszwangs einhergehen, das heißt mit der Wiederholung von Mustern, die dazu führt, dass diese Muster als stark real erscheinen. We settle in our conclusion about how the world is. Und wir lassen uns in unserer Schlussfolgerung darüber nieder, wie die Welt ist. And we don't recognize our part in the maintenance of this way of experiencing. Und wir erkennen unseren eigenen Anteil nicht an der Aufrechterhaltung dieser Art von Erfahrungsweise. Just as in the old traditional example, if you on a dark night take a burning log from the fire and turn it around your head, you will see a circle of fire. Das traditionelle Beispiel dafür ist, dass wenn du in eine dunkle Nacht aus dem Feuer einen Stock nimmst, der glüht, und du fängst an, diesen Stock über dem Kopf im Kreis zu schwingen, dann siehst du einen Feuerkreis. As soon as our mind locks on to this sense of the glowing circle, it seems to be something. Und sobald unser Geist sich sozusagen an diesem Ding oder an diesem etwas, was wie ein glühender Kreis aussieht, festhaftet, erscheint dieses auch als ein Etwas. In fact, of course, the circle is only there because our arm is going round and round. Aber in Wirklichkeit ist natürlich der Kreis nur da, weil unser Arm sich im Kreis dreht. So the dynamic is hidden inside the illusion of the static, or the continuing. So wird die Dynamik des Geschehens verborgen in dem, was als statisch oder als fortgesetzt erscheint. Just as in the traditional cinema with the celluloid film, it is the movement of each scene past the projector that creates the seeming true existence of what is happening on the screen. So wie auch in dem klassischen Film ist es die Bewegung des Filmstreifens vor der Linse des Projektors, die das scheinbare Geschehen auf dem Schirm erzeugt, auf der Leinwand erzeugt. We know it's an illusion, but we believe in the illusion. Wir wissen, dass es eine Illusion ist, aber wir glauben an die Illusion. The illusion confirms for us that we are people who know how the world is. Die Illusion bestätigt für uns, dass wir Leute sind, die Bescheid wissen darüber, wie die Welt ist. That is to say, knowledge of things becomes the stabilizing function. In anderen Worten, das Wissen um die Dinge wird zu einer stabilisierenden Funktion. To clarify, there are things and we know what these things are. Und schließlich gibt es dort Dinge und darüber hinaus wissen wir auch noch, wie oder was diese Dinge sind. This is our activity. Das ist unsere Aktivität. It functions to protect us from the anxiety of the vastness of our actual experience. Und die Funktion ist, uns davor zu beschützen, vor der umfassenden Weite der tatsächlichen Erfahrung. Our basic condition or the basic state of our existence is beyond conceptualization. Aber unsere grundlegende Seinsweise oder unser grundlegender Zustand ist jenseits von Verbegrifflichung. And if we are the thinker, the conceptualizer, this is a troubling fact.
Und wenn wir derjenige sind, der denkt oder der das verbegrifflicht, dann ist das eine beunruhigende Tatsache. We can't get to the truth through our thinking. Wir können also zur Wahrheit nicht durch unser Denken vordringen. So we develop a pseudo-truth, relative truth, an imagined truth. Also entwickeln wir eine Art Pseudo-Wahrheit oder eine relative Wahrheit, eine vorgestellte Wahrheit. And act as if it were true. Und dann handeln wir so, als sei diese wahr. This is why in the teachings again and again we are encouraged to reflect on impermanence. Und das ist der Grund, warum wir in den Unterweisungen immer wieder und wieder ermutigt werden, die Unbeständigkeit, die Vergänglichkeit zu reflektieren. When we see the changes with the season, the movement of the clouds and so on in the sky, Wenn wir die Abfolge der Jahreszeiten sehen, wenn wir die Bewegung der Wolken am Himmel sehen und so weiter, then we say, oh, the factors that I take to be enduring are not enduring. dann können wir sagen, oh, die Faktoren, die ich für dauerhaft halte, sind in der Tat nicht dauerhaft. In our modern life, we go to different schools and then we have jobs in different places and we often lose contact with friends. In unserem Leben haben wir verschiedene Schulen zu besuchen oder wir haben verschiedene Jobs auszuführen und verlieren dadurch Kontakt mit unseren Freunden. We find that people who were very important to us, we hardly see. Sodass dass wir die Menschen, die uns wichtig sind, dass wir sie kaum sehen können. We rely just on the echo memory of them to give us a sense of belonging. Wir verlassen uns gewissermaßen eher auf das Echo unserer Erinnerung an diese Menschen, um ein Empfinden der Zugehörigkeit zu haben. And with our own body, breathing in and out, the heart beating, communication through the bowels and so on, this body is nothing but movement. Unser eigener Körper auch, das Atmen, die Bewegung des Atems, die Bewegung, das Schlagen des Herzens, die Kommunikation mit der Außenwelt, die durch die Gedärme stattfindet und so weiter. Es ist alles nichts als Bewegung. The reason for reflecting on this is that if we see the movement on what we take to be the object side, der Grund darüber nachzudenken ist, dass wenn wir sehen, dass das, was wir für die Objektseite halten, and we see that these seeming objects are actually patterns of movement, wenn wir also erkennen können, dass diese scheinbaren Objekte in Wirklichkeit Muster von Bewegung sind, and that our experience of them is something which is changing, und auch, dass unsere eigene Erfahrung davon etwas ist, das der Veränderung unterliegt, this brings us back closer to ourselves. dann bringt dies uns näher an uns selbst zurück. Instead of projecting meaning and value into the things that we identify in the world, we start to attend to the process of the linking of mental experience and phenomenal experience. Also anstelle Werte und Bedeutung in die Dinge, die wir als äußere Dinge wahrnehmen, hineinzuprojizieren, beginnen wir in den Prozess Einsicht zu gewinnen, wie wir diese Dinge als unsere Erfahrung miteinander verknüpfen. Then, as we attend to our experience, we find that thoughts, feelings, sensations also are movement. Und wenn wir also unsere eigene Erfahrung beachten, stellen wir fest, dass auch die Gedanken, die wir haben, die Empfindungen, die Gefühle und so weiter auch nichts anderes als Bewegung sind. Moreover, it's not even that they are things which are moving.
Und nicht nur das, sie sind nicht einmal Dinge, die sich bewegen, They are moving. sondern sie sind Bewegung, die sich bewegt. They are patterns of movement. Sie sind Bewegungsmuster. This is the beginning of loosening our sense of subject and object as truly separate. Und das ist der Beginn unseres Auflockerns, unseres Empfindens, als ob Subjekt und Objekt wahrhaft vorhanden wären, existent wären. The object in this moment is arising and passing. Das Objekt entsteht in diesem Augenblick und vergeht. But also I, this subject, I'm also arising and passing. Aber auch ich, also das Subjekt, bin etwas, das entsteht und vergeht. How is it possible to be present with this? Wie kann man denn darin gegenwärtig sein? Although thoughts are moving in the process of movement, Obgleich Gedanken sich in dem Prozess der Bewegung bewegen, we have some background sense of being aware of what is going on. haben wir eine Hintergrundempfindung des Gewahrseins dessen, was vor sich geht. This awareness is not itself moving. Und diese Bewusstheit ist nicht etwas, das sich selbst bewegt. Most of the time we are unaware of awareness. We are aware of the movement of things. Die meiste Zeit über, wir sind uns der Bewusstheit selbst nicht bewusst, sondern wir sind uns lediglich der Bewegung der Dinge gewahr. This is due to the dullness and thickness and obscuration of me being apart from the world. Wir sind sozusagen aufgrund von dieser Dumpfheit, Dichte und Verdunklung gewissermaßen von der Welt ein bisschen abgeschnitten. So it's usual for us to wonder sometimes, what is that? Und das ist nicht ungewöhnlich für uns ab und zu darüber zu wundern, was ist das eigentlich? The whatness of things, the seeming there-ness, their seeming existence seems normal, how it is. Und diese Washeit von Dingen, dieses scheinbare Hiersein scheint einfach sozusagen ihre Natur zu sein. Das scheint das zu sein, was sie sind. But maybe this is based on an assumption. Aber vielleicht beruht das lediglich auf einer Annahme. It's a common assumption. It flows through our culture. It's the basis of our education. Es ist eine sehr gewöhnliche Annahme. Sie fließt durch unsere Kultur hindurch. Sie ist die Basis unserer Erziehung. So, for example, if you go out walking with a child and you see a frog, Zum Beispiel, wenn du mit einem Kind spazieren gehst und ihr seht einen Frosch and the child says, "What is that?" und das Kind fragt, was ist denn das? We don't say, "No, that is the wrong question." Sagen wir doch nicht dann, du stellst hier die falsche Frage. You can ask, "What is it called?" But it is not a thing. Du kannst danach fragen, wie wird es genannt, aber es ist kein Ding. Frog is a name applied to an appearance empty of all substantial existence. Frosch ist einfach ein Name, der auf eine Erscheinung angewandt wird, die bei jeder substanziellen Existenz ist. Such a response might count as a form of child abuse. Eine solche Antwort könnte schon für einen Kindesmissbrauch weggehen. Because we prepare children for the world by giving them access to the common parlance, the usual way of speaking and thinking. Denn wir bereiten das Kind ja auf das Leben in der Welt vor, indem wir es in den üblichen Sprechweisen, also in den üblichen Art und Weisen zu sprechen und zu denken, ausbilden. The text that we're going to look at is a teaching on
how samsara and nirvana arise and how the mind functions and what are the consequences of being unaware of how it is. Und der Text, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden, ist ein Text darüber, wie Samsara und Nirvana erstehen, wie Bewusstheit und Unbewusstheit erstehen und was die Konsequenzen der Unbewusstheit sind. In order to soften ourselves so that we can open to the subtle brightness of this teaching, we should do some practice. Um uns selbst ein bisschen sozusagen sanfter zu machen und zu der Strahlkraft, zu der Helligkeit dieser Lehre zu öffnen, sollten wir ein bisschen Praxis machen. In the Dzogchen tradition, as usual, we begin with refuge. In der Dzogchen-Tradition starten wir wie gewöhnlich mit einer Zufluchtnahme. But in this tradition, we take refuge in the mind itself. In dieser Tradition aber ist die Zufluchtnahme in den Geist selbst. This means we don't take refuge in ideas about something. In anderen Worten, wir nehmen keine Zuflucht in Ideen über etwas. The idea of the Buddha. Zum Beispiel in die Idee des Buddha. The knowledge we might have accumulated about Buddhist Dharma. Oder in das Wissen, das wir über den buddhistischen Dharma angehäuft haben mögen. We take refuge in our mind. Wir nehmen Zuflucht in unseren Geist. So we have our mind and the content of the mind. Wir haben den Geist und wir haben den Inhalt dieses Geistes. The content of the mind is flowing and changing moment by moment. Und der Inhalt des Geistes fließt und verändert sich von Augenblick zu Augenblick. We have thoughts, feelings, sensations. Wir haben Gedanken, Gefühle, Empfindungen, memories, plans, sudden confusions which can arise for us. Wir haben Erinnerungen, wir haben Pläne. Es könnte sein, dass plötzlich auch Verwirrungen in uns aufkommen. If you like, these are the contents of the mind. They are here with the mind, as it were, in the mind, and then gone. Wenn man so sagen will, sind sie die Inhalte des Geistes. Also sie sind im Geist hier, sie tauchen im Geist auf und dann sind sie auch wieder weg. So we don't want to take refuge in them. Und das ist nicht das, worin wir Zuflucht nehmen wollen. Because they are already vanishing. Denn die sind schon ja am Verschwinden begriffen. Sometimes if you're meditating, you might have a wonderful idea, a great insight. Manchmal, wenn du meditierst, kann es sein, dass du eine großartige Idee oder eine großartige Einsicht entwickelst. And it might be very tempting to stop meditating and write it down. Das könnte sehr verführerisch sein, aufzuhören zu meditieren und die Idee aufzuschreiben. But then what you have is some writing on a piece of paper. Was du dann aber hast, ist ein Aufschrieb auf einem Stück Papier. And something else is directly arising in the mind. Und dann wird etwas anderes direkt im Geist aufkommen. So we are all familiar with the seductive power of what is arising to hook attention and to bring us into an intense valuation of the present profile of the content of our experience. Und wir alle sind damit vertraut, wie verführerisch das Erscheinen von einem Gedanken oder Idee ist, die uns sozusagen in diese Hochschätzung, Bewertung des gegenwärtigen Profils dessen, was für uns eben als Erscheinung erscheint, kommt. As long as we experience our mind as being something small and restricted, when we take the Bodhisattva vow, we are being slightly hypocritical. Solange wir unseren Geist als etwas Begrenztes, Kleines und Beschränktes betrachten, sind wir, wenn wir das Bodhisattva-Gelübde auf uns nehmen, ein wenig scheinheilig. I, this small, limited,
neurotic person will save all sentient beings. Ich, diese kleine, beschränkte, neurotische Person, werde alle fühlenden Wesen erräten. That's a bit foolish. Das ist ein bisschen idiotisch. All sentient beings that's a big, big number. Alle fühlenden Wesen, das ist nun wirklich eine sehr, sehr große Zahl. I have to have a mind, a heart, an awareness which is big enough to encompass all these beings. Ich muss einen Geist, ein Herz, ja, einen Geist haben, der groß genug ist, um all diese fühlenden Wesen zu umfangen. It's why we again and again look for the mind itself. Und das ist der Grund, warum wir wieder und wieder nach dem Geist selbst schauen. It's not that the thoughts, feelings, sensations are bad or wrong in themselves. Es ist nicht so, dass jetzt die Gedanken, Gefühle, Empfindungen in irgendeiner Weise falsch oder schlecht an sich wären. It's that we are habituated to relying on the finite. Es ist, dass wir uns einfach daran gewöhnt haben, uns auf das Endliche zu stützen. Things which have shape, color, beginning, ending, defined meaning, and so on. Also auf Dinge, die Form, Gestalt, Farbe, einen Anfang, ein Ende und eine definierende Form haben und so weiter. We know how to approach the finite because we ourselves feel finite. Wir wissen, wie wir uns dem Endlichen annähern sollen, weil wir selbst auch uns als endlich sehen. I can tell you about my watch and I can tell you about myself. Ich kann dir über meine Uhr etwas sagen und ich kann dir auch etwas über mich selbst sagen. In ordinary Western thought, I began from the contact of my parents' body. In dem gewöhnlichen Denken im Westen begann ich damit, dass meine Eltern körperlichen Kontakt hatten. And eventually I came out of my mother's body. Und schlussendlich kam ich aus dem Körper meiner Mutter heraus. My watch began in the design department in Switzerland and was developed in a factory and eventually came to me. It was born into my possession. Meine Uhr wurde in einer Designabteilung in einer Uhrfabrik in der Schweiz entworfen, wurde dann in der Fabrik umgesetzt. Der Entwurf wurde umgesetzt und schlussendlich kam es zu mir und wurde so sozusagen als mein Eigentum geboren. This makes sense. This rings true for us. Das macht für uns Sinn. Das klingt nach etwas Wahrem. But according to the tradition, it is delusion. Aber gemäß der Tradition ist es eine Täuschung. Which is why we, if we wish, we can kindly offer ourselves the opportunity of releasing ourselves from identification with the finite, so that our own true ground, which is infinite or without limit, becomes more apparent. Und so können wir also, wenn wir den Wunsch hegen, uns aus dieser Illusion der Endlichkeit auf eine sanfte Weise oder freundliche Weise entlassen, befreien, sodass wir mehr zu einer Würdigung des Grundes unseres Seins gelangen, der unendlich ist. So now we do this Guru Yoga of the White A. Jetzt machen wir also das Guru-Yoga des Weißen Aas. This is a very simple and direct way of opening to the open. Und das ist ein sehr einfacher und direkter Weg, sich für die Offenheit zu öffnen. The mind is always open. Der Geist ist immer offen. But as I was just indicating, we often close into our identification with the finite. Aber wie ich das eben schon angedeutet habe, sind es wir selbst, die uns in die Identifizierung mit dem Endlichen verschließen. We are preoccupied with the transient contents of experience.
sind gewissermaßen mit den vergänglichen, vorübergehenden Inhalten unserer Erfahrungen beschäftigt oder vorbesetzt. But when we do this practice, we imagine in front of us, about 2 arms length, the white letter R, about as high as a fist. Und wenn wir diese Praxis machen, können wir also diese vor uns 2 Armlängen etwas erhöht, vor uns ein weißes Schriftzeichen A vorstellen, das etwa die Größe einer Faust hat. It's surrounded by light of the 5 colors, white, red, blue, yellow, and green, which represent the potential of the R. Und das A ist umgeben von den 5 Farben, von Weiß, Rot, Gelb, Blau und Grün. Und diese Farben, die repräsentieren das Potenzial dieses A. The R is ungraspable emptiness, the essence of all things, primordial purity. Das A selbst ist die ungreifbare Leerheit, die Essenz aller Dinge oder die ursprüngliche Reinheit. And these 5 colors represent the potential manifesting as instant presence, as open clarity, and as movement within it. Und diese 5 Farben repräsentieren das instantane sich manifestieren und das Potenzial der Manifestation und die Bewegung in der Manifestation. So with just the felt sense of this, we make the sound of ah 3 times, releasing all the tensions and fixations that we are carrying. Und einfach mit dem Gefühl oder mit dem Sinn dafür sprechen wir 3-mal den Klang dieses A und bei jedem Sprechen entlassen wir die Spannung in uns raus. And with the ending of the sound of the third ah, the image in front of us dissolves into space and we just sit relaxed and open. Und mit dem Klang des 3. A's löst sich das Bild dieses Schriftzeichens im Raum auf und wir sitzen einfach entspannt und offen. Don't hold the mind inside and appearance outside. Halte den Geist nicht innen und die Erscheinung draußen. The division of inner and outer is a conceptual delusion. Die Teilung zwischen innen und außen ist eine konzepthafte begriffliche Täuschung. The field of occurrence, the openness within which experience is arising, Das Feld des Erscheinens, also das Feld, in dem die Erfahrung entsteht, is not one homogenized horizon, ist nicht ein homogenisierter, gleichgemachter Horizont, but there is an infinite variety of arisings, none of which has an autonomous existence. sondern es gibt hier eine unendliche Vielfalt, Varietät von Erscheinungen und keine davon hat eine autonome Existenz. We just sit and let the moving move and remain open. Wir sitzen also einfach und lassen die Bewegung sich bewegen und bleiben offen. And we will do this practice several times over the next 2 days. Wir werden diese Praxis die nächsten 2 Tage mehrfach machen. And when you're sitting, you can gently allow the arising of the 5 questions. Und wenn du sitzt, kannst du auch auf sanfte Weise erlauben, dass die 5 Fragen aufkommen. Does the mind have color and shape? Hat der Geist eine Farbe, eine Gestalt? Is it big or small? Ist er groß oder klein? Does it come from somewhere? Kommt er von irgendwo? Does it stay somewhere? Ist er irgendwo? And does it go somewhere? Und geht er irgendwo hin? This is your mind. Das ist ja dein Geist.
it can be quite shocking to realize how little you know about your mind and how much you know about thoughts. Es kann etwas schockierend sein, wie wenig du über deinen Geist weißt und wie viel du über deine Gedanken weißt. The thoughts are always vanishing. Die Gedanken sind aber immer am Verschwinden The mind is always here, und der Geist ist immer da. relying on the vanishing when you could settle into the stable. Well, that's quite a choice. Sich auf das Verschwindende zu verlassen, während du dich eigentlich in dem Stabilen niederlassen könntest, nun ja, das ist wirklich mal eine Wahl. So we do this 3-hour practice and just sit for a while. We'll sit for about 10 minutes. Wir machen also diese 3a-Praxis jetzt und werden für eine Weile sitzen, etwa 10 Minuten. Okay. This looking for the mind is vital and difficult. Dieses nach dem Geist schauen ist vital wichtig und schwierig. So it's recommended when you can, if you have a day where the sky is open without clouds. Und deswegen wird empfohlen, wenn du es machen kannst, an einem Tag, an dem der Himmel offen und ohne Wolken ist, Then sit outside with the sun behind you, so it's not coming in your eyes. dann setz dich hin draußen mit der Sonne im Rücken, sodass sie dich nicht blendet, And just gaze into the sky. und schaue einfach in den Himmel. You're not staring, you're not looking for anything. Starre nicht, schaue nicht nach irgendetwas. Even if you are looking for something, there is nothing to find. Und selbst wenn du nach etwas schaust, gibt es da nichts, was du finden könntest. The more you open to the openness of the sky, you find that there is less substance and definition to yourself. Und je mehr du dich der Offenheit des Himmels gegenüber öffnen kannst, desto mehr findest du, dass an dir selber weniger Substanz und Definition ist, Bestimmtheit ist. You are looking, but in a sense, no one is looking. Du schaust zwar, aber in einer gewissen Weise ist da niemand da, der schaut. It's useful to do it for 5 minutes, then take a small rest and gradually build up your capacity. Es ist nützlich, das erst einmal kurz zu machen, 5 Minuten vielleicht, und dann allmählich die Fähigkeit zu erweitern, das zu tun. Till you have a situation where it is as if the sky is looking at the sky. Bis du zu einer Situation vordringst, wo es so ist, als würde der Himmel den Himmel anschauen. The sky of your presence, of the basic awareness, and the sky of the space of phenomena are both empty and available. Der Himmel der leeren Bewusstheit, sozusagen deiner eigenen grundlegenden Bewusstheit, und der Raum der Phänomene sind beide füreinander verfügbar. And this is the basis of Dzogchen meditation. Und das ist die Grundlage der Dzogchen-Meditation. It's not something that we're doing. It's not like a tantric visualization. Das ist nicht etwas, das wir tun, das so beschaffen wäre wie etwa eine tantrische Visualisierung.
we're relaxing out of identification with the particular so that we experience the non-duality of awareness and whatever is occurring. Wir entspannen uns aus der Identifizierung mit dem Besonderen, sodass wir uns gewissermaßen in Nicht-Dualität mit allem, was steht oder erscheint, befinden. It's very important to have a sense of the meaning of non-duality. Es ist sehr wichtig, ein Empfinden dafür zu haben, was Nicht-Dualität bedeutet. Not two means there aren't two, but it's also not just one. Es ist nicht zwei, also es ist nicht, dass da zwei sind, aber es ist auch nicht einfach bloß eins. If I have one apple and one orange, I have two pieces of fruit. Wenn ich einen Apfel und eine Orange habe, dann habe ich zwei Früchte. One and one is two. 1 und 1 ist 2. So if you conceptualize emptiness or openness as a thing, then you end up in this perverse arithmetic of adding emptiness to experiences. Wenn du die Leerheit als ein Ding verbegrifflichst, dann endest du dann mit dieser perversen Arithmetik, Leerheit zu den Erscheinungen hinzuzufügen oder zu addieren. Because it's not form and it's not emptiness and appearance, it's empty appearance. Denn es geht hier nicht darum, dass es da die Leerheit und die Erscheinung gibt, sondern es ist die leere Erscheinung. The appearance is empty and yet it's appearing. Die Erscheinung ist leer und dennoch erscheint sie. Because it's appearing, is it really empty? Weil sie erscheint, ist sie dann also wirklich leer? Because it's empty, is it really appearing? Und weil es leer ist sie wirklich am Erscheinen? Both. Sowohl als auch. Together. Zusammen. So we see in these statues of Yabyum this idea of union or Yuganada, in which there are not two and not one, but both. Und in diesen Statuen von Yabyum oder Yuganada sehen wir diese Idee der Vereinigung, in der es nicht zwei, aber auch nicht eins ist. So this requires us to soften our minds so that we can be comfortable with paradox. Und das erfordert, dass wir unseren Geist ein bisschen aufweichen, sodass er sich in paradoxen Situationen wohlfühlen kann. So that we're not rushing towards a premature conclusion. Sodass wir uns nicht gedrängt fühlen, zu einer voreiligen Schlussfolgerung zu eilen. So if we read, oh, the mind is open and empty. Sodass wir dann etwa lesen, der Geist ist offen und leer. We might think, oh, so that's what it is. Und dann denken wir, also so ist das. But the mind is also clarity or luminosity. Aber der Geist ist ja ebenfalls Klarheit oder Transparenz. Oh, so that's what it is. Aha, also das ist es. So we have to remember that in teaching or in reading a book, you are moving in a linear progression across what we take to be time, from this page to that page, from this word to that word. Wir müssen also daran erinnern, dass wenn wir da mal hören oder lesen, wir uns in einer linearen Progression durch das, was wir für Zeit halten, hindurch von dieser Seite zu jener Seite und von diesem Wort zu jenem Wort bewegen. What is helpful to do is to embrace it all at once.
Und was wirklich hilfreich zu tun ist, ist sozusagen, ist alles gleichzeitig zu empfangen It's not either or. und nicht als entweder oder. Non-duality means non-contradiction. Und Nicht-Dualität bedeutet hier auch Nicht-Widerspruch. The basis of polarities is mutual exclusion. Die Basis für Polaritäten ist eine gegenseitige Ausschließlichkeit. If it's a subject, it's not an object. If it's an object, it's not a subject. Wenn es ein Subjekt ist, ist es kein Objekt, und wenn es ein Objekt ist, ist es kein Subjekt. But of course, if you are sitting in a cafe talking with a friend, Wenn du aber in einem Café sitzt und mit einem Freund sprichst, you feel I'm a subject and here is my friend. I can describe them and think about them. They are an object for me. dann kannst du fühlen, ja, ich sitze hier als ein Subjekt und ich kann meinen Freund sehen, ich kann ihn beschreiben und kann mit ihm sprechen als ein Objekt natürlich. But for them, they are the subject and you are the object. They're looking at you and thinking, oh, is that your new hairstyle? Für sie aber sind wir dann das Objekt und sie sind das Subjekt, und sie schauen dich an und sagen vielleicht, oh, ist das deine neue Frisur? So there we see that we can't define something as purely subject and someone else as purely object. This is a pulsatory, interactive, in a sense, beyond simplification. Wir können also sehen, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, sozusagen etwas als nur Subjekt oder nur Objekt festzulegen, sondern es ist eine pulsierende Bewegung, die sich, wenn man so sagen will, jenseits jeder Vereinfachung befindet. But in fact, it becomes simple if we accept that complex interaction is how it is. Es wird aber dann doch einfach, wenn wir akzeptieren können, dass eine komplexe Wechselwirkung einfach das ist, was es ist. It comes all at once. Sie kommt sozusagen alles auf einmal. It's once we try to sort it out that we get a headache. Es ist nur, wenn wir versuchen, es sozusagen zu ordnen, auszusortieren, dann macht uns das Kopfschmerzen. Then we are naming and controlling and organizing and feeling frustrated and betrayed and so on. Dann sind wir am Benennen, am Kontrollieren, am Organisieren und sind frustriert und so weiter. So, the mind is open. Der Geist ist offen. Keeping a flavor of this, we can start to look at the text. Indem wir also einen Geschmack dafür aufrechterhalten, können wir anfangen, uns den Text vorzunehmen. The title of the text is Kuntu Sampo Monlam. Monlam usually means aspiration. In this book, Finding Freedom, page 251, I translate it as evocation. Der Titel dieses Textes ist Kuntu Sampo Monlam, und Monlam bedeutet für gewöhnlich so etwas wie Aspiration, und in dem Buch hier habe ich Finding Freedom, habe ich das als Evokation, als Anrufung bezeichnet. Samantabhadra, the primordial Buddha, has a good wish for us. He wants the best for us. He is trying to evoke in this text, by his own words, he's trying to evoke our awakening to our own unborn nature. Samantabhadra, der ursprüngliche Buddha, hat einen guten Wunsch für uns. Er versucht hier durch dieses Gebet den guten Wunsch für alle von uns wachzurufen, zu evozieren, dass wir zu unserer ursprünglichen, grundlegenden Natur vordringen mögen. In the tradition, we say that Samantabhadra is different from the other Buddhas. In der Tradition wird gesagt, dass Samantabhadra anders ist als die anderen Buddhas.
we can read the biographies of Buddhas. Wir können die Biografien von Buddhas lesen. We can read some of the Jataka tales of Buddha Shakyamuni's previous lives and how he developed his great compassion and store of merit. Wir können die Jatakas, die Geschichten von den vorigen Existenzen des Buddha Shakyamuni lesen oder hören, in denen erzählt wird, wie er sein großes Mitgefühl und die Anhäufung von Verdienst gemacht hat und entwickelt hat. How he moved from unawareness to awareness. Und wie er sich von Unbewusstheit zu Bewusstheit entwickelte. But this primordial Buddha, Samantabhadra, or in Tibetan Kuntu Zangpo, he has never strayed from awareness. Aber dieser ursprüngliche Buddha Samantabhadra oder in Tibetisch Kuntu Zangpo ist niemals von der Bewusstheit abgewichen. So he represents the unchanging openness and purity of the Buddha potential. Er repräsentiert also die unveränderliche Offenheit und Reinheit des Buddha-Potenzials. We experience ourselves as wandering in samsara. Wir selbst erfahren uns als im Samsara umherwandernd. We are our own unique personality. Wir sind unsere eigene einzigartige Persönlichkeit. The shape of our body, the amount of money we have in the bank, and so on. Wir haben eine Körperform und wir haben eine bestimmte Geldmenge auf dem Bankkonto. We are defined and directed by our qualities. Wir werden durch unsere Qualitäten, Eigenschaften definiert und auch geführt. Our qualities operate like keys that open certain doors in the world or keep them closed in front of us. Unsere Qualitäten oder Eigenschaften sind wie Schlüssel, die bestimmte Tore oder Türen in der Welt für uns öffnen, während andere vor uns verschlossen bleiben. This is delusion. And now he's going to describe how we come to be in a situation where our knowledge of limitations and how they operate becomes the way in which the ego can survive. Und das ist eine Täuschung. Und der Text beschreibt dann auch in die Art und Weise, wie diese Täuschung in unserem Wissen um unsere eigene Endlichkeit oder Beschränktheit es aufrechterhält, dass das Ego operieren kann. Knowing what I'm like, I don't bother doing that because I know I couldn't. Indem ich weiß, wie ich bin, kümmert es mich nicht, dieses zu tun, weil ich weiß, dass ich es ohnehin nicht kann. That is to say, our starting point in considering ourselves is often a definition or conclusion about ourselves, a summative, totalized notion of our particular potential. Das heißt, unser Startpunkt, unser Wissen über uns selbst ist gewissermaßen eine Schlussfolgerung über uns, ein summierendes Bild über unser Potenzial. So it helps if we're aware of how we hold ourselves together, how we shape ourselves in different situations when we relate to different kinds of people, liking them, not liking them, and so on. Das ist also hilfreich, wenn wir darüber Kenntnis erlangen, wie wir uns selbst gewissermaßen in der Form, die wir haben, halten, uns prägen und wie wir unsere Verhaltensweisen steuern in der Gegenwart von Leuten, die wir mögen oder die wir nicht mögen und so weiter. Because what helps us to survive in this difficult world is what binds us to our dualistic understanding of this difficult world.
Denn das, was uns einerseits hilft, in dieser schwierigen Welt zu überleben, ist auch dasjenige, was uns an unser dualistisches Verständnis dieser schwierigen Welt fesselt und bindet. So Samantabhadra is going to offer us a very different account or view of our actual situation. Und so wird uns Samantabhadra also eine ganz andere Erzählung oder Sichtweise unserer tatsächlichen Situation anbieten. So it begins ho, means like wake up, come alive. Er beginnt mit dem Ausruf Ho, was so viel bedeutet wie wach auf, werd lebendig, Don't be complacent. sei nicht selbstzufrieden. All the possible appearances and existences of samsara and nirvana. Alle möglichen Erscheinungen und Manifestationen von Samsara und Nirvana. This means everything, everywhere, the names of all the people in all the football teams in all the world, anything you could imagine, the names of all the different kinds of insects. Und das bedeutet wirklich alles, alles, was man überhaupt kennen kann, all die Namen all der Spieler in den alle verschiedensten Fußballmannschaften, aber auch alle Namen von allen Insekten und so weiter. All the things that you will never know in this life. Und auch all die Dinge, die du in diesem Leben niemals wissen wirst. Absolutely everything. Wirklich absolut alles. All of these forms have the same source. Alle diese Formen haben denselben Ursprung. The text says Ji-chik, which means one source, but it's not exactly one. It means that they have the same source. Der Text sagt Jechik, was wörtlich heißt eine Quelle oder einen Ursprung, aber es heißt, es ist hier nicht eine Aufzählung, sondern es bedeutet, sie kommen alle aus derselben Quelle. It's not one because it can't be defined as in such a tight way. Und es ist nicht eins, weil es nicht in einer so engen Art und Weise definiert werden kann. One is immediately reductive. Eins ist sofort reduzierbar. Everything has the same source, that is to say, it arises as the expression of the ungraspable ground. Alles hat die gleiche Quelle oder den gleichen Ursprung und entsteht als Ausdruck des einen Grundes. Because it is ungraspable, you can't say it's one or many. You can't actually say that it's the same or different. Weil es ungreifbar ist, kannst du auch nicht sagen, es ist eins oder viele. Du kannst nicht einmal sagen, es ist dasselbe oder Verschiedenes. When we say it's the same, it means there is no other ground than this. Wenn wir sagen, es ist das Gleiche, dann bedeutet das, es gibt keinen anderen Grund als dies. But that doesn't mean that we can get hold of what this is. We can't nail it down. Aber das bedeutet nicht, dass wir gewissermaßen das, was es ist, wirklich greifen können und es festnageln können. So in that sense, we have to, when we read a text like this, it's like reading poetry. In diesem Sinne ist, wenn wir einen Text wie diesen lesen, auch wie das Lesen von Gedichten. It's evocative. It involves a particular mood. Sein Text ist evokativ und beinhaltet eine gewisse Stimmung. And the mood is relaxation, openness. Und die Stimmung ist Entspannung und Offenheit. If you start thinking about this and worrying, yeah, but how can that be? This doesn't seem right. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken und dir Sorgen zu machen und dich zu fragen, ja, wie kann das denn überhaupt sein? Das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Then it might be useful to recognize, oh, I am attending to my thoughts and anxieties and worries. I've lost the text. Dann ist es sinnvoll zu erkennen, dass ich bedauerlicherweise jetzt den eigenen Ängsten und Gedanken anhänge und den Kontakt zum Text verloren habe. Although everything
has the same source, two paths and two results arise from this. Obgleich alles die gleiche Quelle oder den gleichen Ursprung hat, entstehen daraus zwei Pfade und zwei Resultate. These paths and results manifest as the magical display of awareness and unawareness. Und diese Pfade und Resultate manifestieren sich als die magische Schau von Bewusstheit und von Unbewusstheit. A magical display is one in which there is an appearance, but we say, oh, but it's not real, it's just magic. Eine magische Schau ist eine Situation, in der es zwar eine Erscheinung gibt, aber in der wir sagen können, ja, es erscheint zwar, aber es ist nicht real. Es ist lediglich eine Erscheinung. Say, oh, it's not real, it's magic. Wir sagen also, es ist nicht real, es ist magisch. Magic here is like it indicates non-duality. It's the middle point between substantially, reliably, solidly real, and on the other hand, empty, nothing at all, just a kind of non-existence. Und magisch bedeutet hier sozusagen wie den Mittelpunkt zwischen den Polen des Erscheinens, als ob etwas stark real und solide wäre, und andererseits der Wahrnehmung von etwas als leer und lediglich nicht existent. So both awareness and unawareness, from this point of view, have the same status. Und beide haben von diesem Standpunkt aus betrachtet, also Bewusstheit und Unbewusstheit, den gleichen Status. They are not things. Sie sind keine Dinge. They are not something to get to or something that you are. Sie sind nicht etwas, wo man hin vordringen kann, oder etwas, was du bist. Now, when we talk about it, we are brought into the conceptual structures embedded in language. Wenn wir darüber sprechen, dann werden wir natürlich in die begrifflichen Strukturen gezogen, die in der Sprache eingebettet sind. So we want to listen, not in a suspicious way or a doubting way. That wouldn't be helpful. Wir wollen also zuhören, und zwar nicht in einer suspekten, verdächtigenden Art und Weise zuhören, denn das wäre nicht nützlich. But more in a relaxed way that entertains possibilities. Sondern eher zuhören in einer entspannten Weise, die Möglichkeiten eben für möglich hält. A conclusion brings things to an end. Eine Schlussfolgerung bringt eben Dinge auch zu einem Ende. But life is going on. Aber das Leben geht weiter. This process is without beginning and without end. Dieser Prozess ist ohne einen Anfang und ohne ein Ende. So it's we stay open to the unfolding of these two paths of possibility. Wir bleiben also offen gegenüber dem sich entfalten, diese zwei Pfade der Möglichkeit. To be aware is to be aware of the emptiness of the ground. Gewahrsein ist sich Gewahrsein der Leerheit des Grundes. Ground or basis or base or foundation, they can all seem a little bit solid. We know we stand on the ground, but the more normal image is the sky. Der Grund oder das Fundament, die Basis, die Grundlage, das kann alles einem irgendwie sehr fest erscheinen, denn es ist sozusagen der feste Boden, auf dem wir stehen. Aber hier ist das Bild eher das des Himmels. In the sky we have rainbows and clouds. In dem Himmel erscheinen Regenbögen und Wolken. So the sky itself doesn't have any content of its own, but it
can show different contents. Und der Himmel selbst hat keinen eigenen Inhalt aus sich selbst heraus, aber er kann viele Inhalte zeigen. The ground is primordially pure. That is to say, it has no content of its own. Und der Grund selbst ist ursprünglich rein. Mit anderen Worten, er besitzt keinen aus sich selbst heraus bestehenden Inhalt. And because of that, it doesn't stand in relation to anything else. Deswegen steht er auch in keiner Beziehung zu irgendetwas anderem. So again, with non-duality, there is form and emptiness, but we're not bringing together these two different dimensions, the dimension of form and the dimension of emptiness. Also um es nochmal zu sagen, mit der Nicht-Dualität gibt es da Form und es gibt Leerheit, aber es ist nicht so, dass wir gewissermaßen da zwei verschiedene Dimensionen zusammentragen oder zusammenbringen, die auf der einen Seite die der Form, auf der anderen Seite die der Leerheit. Because form is emptiness, emptiness is form. Denn Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. The ground is, excuse me, open, empty, pure, Vajra, indestructible, with many qualities. Der Grund ist dieses leere, offene, reine, unzerstörbare Vajra mit seinen vielen Qualitäten. And our mind is like the sky. Unser Geist ist wie der Himmel. You can't find the sky. Du kannst den Himmel nicht finden. It has no top or bottom. Er hat kein Oben und kein Unten. Here, sky and space are the same, means that the planet Earth is in space. It's not displacing space. Und hier bedeutet Himmel und Raum das Gleiche. Und das bedeutet, dass der Planet Erde im Raum ist und nicht den Raum verdrängt. The basis for all things, all beings, ourselves, is an ungraspable openness. Und die Basis für alle Wesen und auch für uns selbst ist eine ungreifbare Offenheit. We can be aware of this or unaware of this. Wir können uns dessen gewahr sein oder dessen nicht gewahr sein. Buddhas are aware of this. Sentient beings are unaware of this. Buddha sind sich dessen gewahr und fühlende Wesen sind sich dessen nicht gewahr. This awareness in Tibetan Rigpa means the inherent illuminative power of openness. Und diese Bewusstheit, dass die in Tibetisch Rigpa heißt, ist die innewohnende, beleuchtende Kraft, die der Leerheit innewohnt. It's not being aware of something. Es ist nicht das sich Gewahrsein von etwas. Nor is it really being aware of nothing, as in nothing at all. Auch ist es nicht ein sich Gewahrsein von nichts wie in überhaupt nichts. It is aware of the indeterminacy of the base, the indeterminacy of the sky. Wir haben hier ein Gewahrsein oder eine Bewusstheit bezüglich der Unbestimmtheit des Raumes oder des Himmels. In a country like Britain, weather is changing all the time. In einem Land wie England ändert sich das Wetter die ganze Zeit über. We look at the sky, one minute it looks blue, then it's quite cloudy, then it's raining. Und wir schauen den Himmel an, dann ist in einem Moment vielleicht blau, dann im nächsten Moment sehr bewölkt und im dritten schon am Regen. The sky is open. Der Himmel ist offen. That's why it is hospitable to the clouds. Darum heißt es, die Wolken willkommen. Because of this hospitality or potential of showing, of making available, Aufgrund dieser Gastfreundschaft oder dieser Fähigkeit zu zeigen oder verfügbar zu sein,
on one level, if we say, how is the sky? We have to say, oh, it's open. Müssen wir auf eine Ebene sagen, wenn wir die Frage stellen, wie ist der Himmel, sagen, er ist offen. On the other hand, how is it? Well, let's look, we have to see, it changes. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, lass uns schauen, wir müssen das einfach sehen, er verändert sich. So this is the same with the mind. Und das Gleiche trifft auch auf den Geist zu. The mind is open, empty, Der Geist ist offen, leer and yet full. und doch auch voll. There is no contradiction between being open and empty and full. Es gibt keinen Widerspruch zwischen offen und leer sein und voll sein. Even when the sky is very dark and there's thunder and heavy rain, the sky is open. Selbst wenn der Himmel sehr dunkel ist und es Blitze und schweren Regen gibt, ist der Himmel offen. It is the openness of the sky that allows the storm to be there. Es ist die Offenheit des Himmels, der dem Sturm möglich macht, überhaupt da zu sein. So it is the openness of the basic ground which allows the different formations to arise. Es ist also die Offenheit des leeren Grundes, die den verschiedenen Formationen erlaubt zu entstehen. Awareness is not an observer, Die Bewusstheit ist kein Beobachter, but it is the illumination of this situation. sondern sie ist die Beleuchtung der Situation. Sometimes it's described as being like the sky. Manchmal wird sie eben wie der Himmel, als wie der Himmel beschrieben. Without the sun, the sky is dark. Then when as gradually towards dawn, the sun comes more and more present, and then everything is illuminated. Ohne die Sonne ist der Raum dunkel und wenn dann gegen den Sonnenaufgang die Sonne immer gegenwärtiger wird, dann wird alles beleuchtet. The clarity of the rays of the sun allow the diversity of experience to arise. Die Klarheit oder die beleuchtende Fähigkeit der Strahlen der Sonne erlaubt der Mannigfaltigkeit der Erfahrung aufzukommen. In the dark of night, if it's a very dark night, there is no differentiation. In der Dunkelheit der Nacht, wenn es eine sehr dunkle Nacht ist, gibt es keine Differenzierung. The radiance of awareness allows the diversity of all the forms of the potential. Und die Strahlkraft der Bewusstheit erlaubt dann die Mannigfaltigkeit der Manifestationen all des Potenzials. It illuminates them within this space of awareness, within the space of the mind. Und sie beleuchtet sie innerhalb des Raumes der Bewusstheit des Geistes. Okay, if we take a break for 25 minutes and come back at 11:45 English time. Wir kommen jetzt dann wieder um 1:15 mitteleuropäische Zeit zusammen. Good, thank you. Okay, it's about our time. Everyone ready? Yeah, good. Ja. So then the text says, by this evocation of Samantabhadra, in the palace of infinite hospitality, may all beings awaken to full enlightenment. Dann heißt es hier im Text weiter, durch das Wunschgebet Samantabhadras mögen alle Wesen zu vollkommenen Erleuchtung erwachen im Schutze unendlicher Gastfreundlichkeit. Samantabhadra is calling us to be here where we already are, which is in the Dharmadhatu palace, or the spacious hospitality of all things.
Mit anderen Worten, Samantabhadra ruft uns an, anwesend, präsent zu sein, dort, wo wir bereits sind, nämlich in dem raumhaften Palast des Dharmadhatu, also in diesem Raum aller Dinge. And by this, may all beings become fully enlightened. Und dadurch mögen alle Wesen auch vollkommene Erleuchtung erlangen. That is to say, just by being aware that you are within the Dharmadhatu, Mit anderen Worten, einfach durch deine Bewusstheit dessen, dass du im Dharmadhatu bist, the Dharmadhatu is the space where everything occurs. ist der Dharmadhatu der Raum, in dem alles erscheint. It's how the base or the ground shows itself. Ist die Art und Weise, wie die Basis oder der Grund sich zeigt. It is the containment of experience. Das ist sozusagen die Zusammengefasstheit aller Erfahrungen. This containment is inclusive. Und diese Umfangung ist einschließend, inklusiv. What we find in terms of our ego identity, that we are exclusive. Was wir im Sinne unserer eigenen Ego-Identität herausfinden, ist, dass wir dazu neigen, exklusiv zu sein, ausschließend zu sein. That is to say, the self and other people are not me. In anderen Worten, wir haben hier dieses Selbst und andere Leute sind nicht ich. Britain is not in the European Union. Großbritannien ist nicht in der Europäischen Union. We define ourselves by rejection. Wir definieren uns durch Ablehnung. Because I am not that, I am this. Weil ich nicht jenes bin, bin ich dieses. The Dharmadhatu is a space free of these foolish mental games. Und der Dharmadhatu ist der Raum, der frei von diesen närrischen mentalen Spielen ist. We see all over the world the power of nationalism. In der ganzen Welt können wir die Macht des Nationalismus sehen. And that many very unpleasant people become very powerful by claiming to speak for the people. Dass viele sehr unangenehme Leute sehr viel Macht erlangen, indem sie vorgeben, für alle Leute zu sprechen. You are the best. You are better than other people. Du bist der Beste, du bist besser als andere Leute. Without doing anything, just because you're one of us, you're the best. Ohne dass du irgendetwas dafür getan hast, einfach weil du einer von uns bist, bist du der Beste. This is a kind of dull stupidity. Das ist eine Form von stumpfsinniger Dummheit. Which essentially says, you are a concept. Und sagt im Grunde aus, du bist ein Konzept. I am British. Ich bin Brite. People march up and down. They're happy to kill other people because they are British. Leute marschieren auf und ab und sind fröhlich dabei, andere zu töten, weil sie britisch sind. But when you look into what does it mean to be British or Brazilian or German, these words start to dissolve in front of you. Wenn du aber anfängst nachzuschauen, was es denn eigentlich bedeuten soll, dass du britisch oder ein Brasilianer oder ein Deutscher bist, merkst du, dass die Begriffe direkt vor deiner Nase anfangen zu krümmeln. A word like German is not signifying something simple and with a definition that everyone would agree to. Der Begriff ein Deutscher bezeichnet nicht irgendetwas Einfaches, Unzusammengesetztes mit einer Definition, über die alle übereinstimmen würden. So this is the meaning of the Dharmadhatu. It's a space free of the delusive generation or fabrication of entities on the basis of extreme definition. Das ist der Begriff oder der Sinn des Begriffs Dharmadhatu, das ist ein Raum, der frei ist von dieser
der Täuschung unterworfenen Fabrikation von Entitäten, die eine fixe Definition hätten. It means that you don't have to hold yourself together by believing in yourself. Und das bedeutet, dass du nicht dich sozusagen in einem Stück halten musst, zusammenhalten musst, indem du an dich selbst glaubst. Belief is a kind of glue that holds the fragments of a personality together. Glaube ist eine Art Leim, der die Fragmente der Persönlichkeit zusammenbindet. Like when people look in the mirror and they repeat affirmations, I am a beautiful person, I will fulfill my dreams. Etwa wie wenn Leute in einen Spiegel schauen und dann diese üblichen Affirmationen dann vor sich her sagen, ich bin ein wunderschöner Mensch, ich werde meine Träume alle erfüllen. Telling yourself who you are is to establish a belief in a fantasy. Dir selber vorzusagen, wer du bist, dient lediglich dazu, eine Glaubensvorstellung in eine Fantasie zu begründen. So when we relax out of mental fabrication and allow whatever is occurring to be where it is in its own place, Also aus dem mentalen Fabrizieren uns heraus entspannen und allem erlauben, dort zu sein, an seinem eigenen Ort, wo es ist, we find that all these events or arising moments are here and then self-dissolving. dann stellen wir fest, dass all diese Ereignisse oder diese erstehenden Augenblicke für einen Augenblick hier sind und sich dann auflösen. In our lives, when we look back, we see we have been thousands and thousands of different people. Wenn wir in unserem Leben zurückschauen, dann sehen wir oder können wir sehen, dass wir tausende verschiedenste Leute schon waren. So many precise moments, unrepeatable moments that were how I am and then how I'm not. Diese Vielfalt von präzisen, unwiederholbaren Augenblicken, die gewissermaßen zu beschreiben scheinen oder schienen, wer ich bin, und dann anfangen zu beschreiben, wer ich nicht bin. You can't find stability in the finite. Du kannst in dem Endlichen keine Stabilität finden. So awareness is aware of the non-finite, and unawareness is dependence upon the pseudo-finite. Bewusstheit ist also dann gewissermaßen das sich Gewahrsein des Nicht-Endlichen, und Unbewusstheit ist das sich Stützen auf das Pseudo-Endliche. So then he moves on to the next session. The source of all is uncompounded. Dann geht es hier zu dem nächsten Abschnitt, und da heißt es, die Quelle von allem ist nicht zusammengesetzt. It is self-arisen, infinite, inexpressible, and impossible to label as samsara or nirvana. Sie ist aus sich selbst heraus entstanden, sie ist unendlich, unbeschreibbar und unmöglich als Samsara oder Nirvana zu bezeichnen. These are five, we could say, qualities of the source. Das sind diese 5, man könnte sagen, Eigenschaften oder Qualitäten der Quelle. But they're not defining the source. They're more to help us not to misidentify the source. Aber sie definieren nicht die Quelle oder den Ursprung, sondern sie helfen uns, die Quelle oder den Ursprung nicht falsch zu identifizieren. The first is uncompounded, means it's not constructed, it's not produced, it's not a composite.
Diese erste Bezeichnung unzusammengesetzt heißt, dass das nicht irgendetwas ist, was konstruiert ist, was fabriziert ist, was aus der Zusammenfügung von Bestandteilen hergemacht worden ist. Human beings are specialist makers. Menschen sind Spezialisten im Fabrizieren. Even people who have a very simple life living in the jungle know how to tie creepers from the jungle and use it as ropes to bind the bits of bamboo together. Selbst Leute, die unter den einfachsten Umständen im Dschungel leben, verstehen sich darauf, die Lianen aus dem Dschungel zusammenzubinden und daraus Seile herzustellen, mit denen sie Stücke von vom Bambus zusammenbinden können. We take and we shape. Wir nehmen und wir formen. And this is what we experience as samsara. Und das ist das, was wir als Samsara erfahren. But the mind itself, the base, the source, the ground is not something put together. Aber der Geist selbst, die Basis, die Quelle oder der Grund ist nicht etwas, was zusammengebracht worden ist, zusammengesetzt worden ist. This has three aspects. Firstly, there is not a doer who makes it. Es gibt hier drei Aspekte. Erstens gibt es hier keinen Tuenden, keinen Handeln, der das macht. Not created by some god. Es ist auch nicht von irgendeinem Gott erschaffen worden. It's how it is. It just is. Es ist, wie es ist. Es ist einfach. Secondly, there are not things other than the ground which are added on to make the ground. Zweitens gibt es da keine Dinge, die dem Grund hinzugefügt werden müssten, um sozusagen den Grund herzustellen oder zu machen. And thirdly, the ground is not a construct. It's not something which has been put together and then can be defined in terms of its ingredients or its shape or what it's like or what it's not like. Und drittens ist der Grund auch nicht ein Konstrukt, etwas, was zusammengebastelt worden ist und das definiert werden könnte, indem man die Ingredienzien, die Zutaten aufzählt oder sagt, wie es gemacht worden ist oder welche Form oder und dergleichen mehr es hat. The second aspect, Rangjung, is translated here as self-arisen. Der zweite Aspekt dieses Rangjung, man könnte sagen, das, was hier als selbst entstanden oder selbst entsprungen ist, übersetzt worden ist. It means arisen by itself. Und das bedeutet, es ist aus sich selbst heraus entsprungen. It hasn't raised itself. Es ist nicht, dass es sich selbst erschaffen hat. That is to say that the rising up or the presence is not something it has done. It hasn't improved or developed itself. Also mit anderen Worten, das Aufkommen, das Erstehen oder Entspringen ist nicht etwas, was es getan hat, um dann irgendwie seine Qualitäten zu vervollkommnen und zu verbessern. Again, we have to be mindful of the dulling seduction of language. Und auch hier müssen wir uns der etwas abstumpfenden Verführung der Sprache bewusst sein. There are many terms in Tibetan which have this form: self-arising, self-appearing, self-aware, and so on. Es gibt im Tibetischen viele diese Formen, in denen das Selbst eine Rolle spielt, selbst entsprungen, selbst erscheinend, selbst gewahr und so weiter. Here, this self-arisen means
something more like as is. Hier bedeutet dieses selbst entsprungen mehr sowas wie es ist. It hasn't come from anywhere else. Es kommt nicht von irgendwo anders her. If you look, you find it, Wenn du schaust, wirst du es finden, but not as an it or a something. aber nicht als ein Es oder als ein Etwas. It is uncaused, unproduced. Es ist ohne eine Ursache, es ist nicht produziert worden. This really only becomes evident when we do more meditation practice. Und das wird nur dann evident, wenn wir mehr meditieren. Thirdly, it's infinite. Drittens ist es auch unendlich. The Tibetan says Hlongyang, which means it's deep and vast. Tibetisch heißt es Slongyang und das bedeutet tief und weit. You can't come to a limit of it. Man gerät an keine Grenze, You can't measure it. kann es nicht messen. It is wherever you are. Es ist dort, wo immer du bist. That is to say, the one who can be aware of this is not aware of something other than itself. Und das drückt aus, dass dasjenige oder derjenige, der sich dessen gewahr sein kann, sich von nichts anderem gewahr ist als eben diesem. If I need to buy shoes, I can measure my own feet. Wenn ich Schuhe kaufen muss, kann ich meine eigenen Füße abmessen. So I, as a subject, stand in relation to my own feet. Das heißt, ich als Subjekt stehe dann in einer Beziehung zu meinen eigenen Füßen. Any bit of my body which feels like me can also be an object. Jedes Stückchen meines Körpers, das sich sozusagen als ich anfühlt, kann auch gleichzeitig zu einem Objekt werden. Oh, usually I don't have a heart. Normalerweise habe ich kein Herz. I'm just alive. Ich lebe einfach. Then maybe I feel some palpitation and I go to the doctor and say, oh, I seem to have a problem with my heart. Aber dann fühle ich vielleicht irgendwelche Palpitationen und gehe zu einem Arzt und sage ihm, es scheint, dass ich vielleicht ein Herzproblem habe. The problem has made the heart visible. Das Problem hat das Herz sichtbar gemacht. It's become a kind of limit which interrupts the integrity of my body. Es wird zu einer Art Begrenzung, die die Integrität meines Körpers unterbricht. And if I go to the doctor and say, my heart is not good, Und wenn ich zum Arzt, if he says, well, but your knees are really good. For your age, you have good knees. wenn ich also zum Arzt gehe und sage, mein Herz ist, glaube ich, nicht so richtig in Ordnung und er mir dann sagt, aber dafür sind deine Knie sehr gut, für dein Alter sind die wirklich gut, That's irrelevant. It's my heart. dann werde ich sagen, das ist doch völlig unbedeutend. Es geht um mein Herz. So in that way, we see how a concept with an affective charge creates a kind of separated validity to an arising experience. So können wir sehen, wie ein Konzept, das mit einer emotionalen Ladung noch behaftet ist, eine getrennte Gültigkeit für sein umgrenztes Problem schafft. So one of the implications of this infinity or unbounded openness or expansiveness Eine der Implikationen, diese, wenn man so sagen will, Unendlichkeit oder Unbegrenztheit oder unbegrenzte Offenheit ist that it can't be measured. Ist, dass sie nicht gemessen werden kann. And so it can't be controlled.
Und sie kann natürlich dann auch nicht beherrscht werden. You can't catch it to put it in a box. Du kannst sie nicht fangen, um sie in eine Kiste zu packen. It evades or eludes whatever you try to say about it. Und sie entzieht sich jedem Versuch, darüber etwas zu sagen. And that is the fourth aspect, inexpressible. Und das ist der vierte Aspekt hier, das Jenseits von Ausdruck sein. Whatever you say about it tells you something about the sayer, not what appears to be the thing talked about. Was immer du darüber sagen kannst, scheint mehr über den Sprechenden zu sagen, als über das, worüber du sprichst. That is to say, your source, not from 1,000 million years ago, but now, moment by moment, the source of your present in this moment is not a thing. It's not something you have. It's not something other than you. It's not something mysterious. Deinen Worten, deine Quelle, dein Ursprung. Und hier ist gemeint sozusagen nicht das, was vor irgendwelchen Millionen von Jahren war, sondern das, was du jetzt in diesem Augenblick darstellst, was du bist, sozusagen dein Hiersein. This is an invitation to relax your dependence on concepts and language. Ist kein Ding, sondern sie ist eine Einladung, dein übliches, dich auf Konzepte und Ideen zu stützen, zu entspannen. As we were looking earlier, you can't see the sky as a thing. Wie wir schon vorher angeschaut haben, kannst du den Himmel nicht als ein Ding sehen. But it doesn't mean that you can't see it. When you see the sky, you don't see something, you find yourself opening into this vastness. Das heißt aber nicht, dass da gar nichts ist, was du siehst, sondern wenn du den Himmel anschaust, dann findest du dich in einer Öffnung gegenüber dieser Weite. In terms of the how we are in the world, language tends to be our limit. Im Sinne dessen, wie wir in der Welt sind, scheint die Sprache gewissermaßen unsere Grenze zu sein. If we can't name it, we can't shape it and do something with it. Wenn wir es nicht bezeichnen können, dann können wir es auch nicht formen und nichts damit tun. This is what we see in terms of climate change and the way in which we exploit our environment. Das ist etwas, was wir zum Beispiel im Sinne der Klimaveränderung und in der Art und Weise, wie wir unsere Natur gewissermaßen ausbeuten, sehen können. If you're part of the environment and you feel you're belonging with it, then this reduces the sense that it's something you can act on for your own purposes. Wenn du tatsächlich ein Teil der Natur, der Umgebung, der Umwelt bist und sozusagen nicht davon separat, nicht getrennt bist, reduziert eine Empfindung, dass du gewissermaßen zu deinem eigenen Nutzen damit irgendwas anstellen könntest. But when we put ourselves first, our ego desire first, then we can name everything around us in terms of whether it gives us an advantage or not. Wenn wir aber unser Ego selbst sozusagen an die erste Stelle setzen, wenn wir sagen, wir sind getrennt von der Umwelt, das Wichtigste, dann erlaubt uns das alles Mögliche zu benennen und auch zu bestimmen, ob wir es zu irgendeinem Vorteil für uns nutzen können oder nicht. So, inexpressible here is a kind of encouragement to us to step out of the game of power, which is embedded in language, and open to an aesthetic appreciation of the life of the senses. Also das Jenseits von Ausdruck hier bedeutet
dass wir aufgefordert sind, aus diesem Machtspiel der Sprache herauszutreten und durch eine ästhetische Wertschätzung oder Würdigung mehr in die Welt der Sinne einzutreten. And the fifth aspect is that the name samsara and the name nirvana neither of these names has any purchase on the source. They can't incorporate the ground within them. Und der fünfte dieser Aspekte drückt aus, dass die Bezeichnung Samsara oder Nirvana nicht wirklich so recht greifen, um die Qualitäten der Quelle sich einzuverleiben und sie zu definieren. Oh, samsara is the experience of moving from one situation to another. Samsara ist die Erfahrung, sich von einer Situation zur nächsten zu bewegen. I go into different situations. Ich gehe in verschiedene Situationen hinein. It seems there is a continuity to me because I go to the shops, I go to do some study, I go to cook something in the kitchen. Es scheint, als gäbe es in mir zumindest eine Kontinuität, denn ich gehe einkaufen, dann gehe ich vielleicht studieren, dann koche ich irgendetwas in der Küche. But in each of these situations, I am co-emergent with the environment. How I feel in the supermarket is different from how I feel when I'm reading a text. Aber in jeder dieser Situationen bin ich koemergent mit der Umgebung, denn ich fühle mich natürlich ganz anders in einem Supermarkt, als wenn ich einen Text lese. So this is samsara. We find ourselves in places and we arise in accordance with that, whether we are in a God realm or a hell realm or an animal. Das ist, there is subject and object are moving together. Das ist also Samsara, das ist, dass ich in verschiedenen Plätzen, Orten auftrete und dann koemergent mit diesen Plätzen gewissermaßen gemeinsam erstehe, so ganz unabhängig davon, ob ich das jetzt in einem Gottbereich oder in der Hölle oder bei den Tieren erfahre. Ich bin sozusagen immer ein Subjekt, das mit den Objekten dieses Feldes gemeinsam ersteht. And nirvana is peace. It's freedom from that identification as an entity moving. Und Nirvana ist Frieden, das ist die Freiheit von dieser Identifizierung und von dem Sein einer Entität in Bewegung. We can say things about samsara and we can say things about nirvana because they are interpreted states. Wir können natürlich Dinge über Samsara sagen, wir können Dinge über Nirvana sagen. Das liegt daran, dass die interpretierte Zustände sind. But the source is beyond any interpretation. Aber die Quelle selbst ist jenseits jeder Interpretation. My source, what I am emerging from and with and in, is not a meine Quelle, also das, woraus ich und als was ich und worin ich erstehe, ist kein Ding. Now, if I am this solid, heavy person, wenn ich aber diese feste, schwere Person bin and I'm not standing on anything, und ich stehe auf gar nichts, then that's very frightening. dann ist das ziemlich erschreckend. Like a character in a cartoon, I run off the cliff edge and crash onto the ground, making a big hole. Ja, ein Charakter in einem Comic schreite ich über die Kante des Abgrunds hinweg und falle senkrecht nach unten und schlage ein großes Loch in den Boden. Now, my solidity seems reliable.
Nun, meine Festigkeit scheint zumindest zuverlässig zu sein. in which case this text is nonsense. Und in diesem Fall ist dieser Text natürlich Nonsens. And we stop now and go off and have a nice weekend. Und jetzt hören wir dann auf und gehen davon und haben ein schönes Wochenende. Or maybe, for some reason, we think, oh, maybe Samantabhadra knows better than me. Oder aber vielleicht aus irgendeinem Grund denken wir, Samantabhadra weiß es vielleicht besser als wir selbst. Maybe my solidity, my reality is a mode of experiencing rather than an accurate account of a factual situation. Vielleicht ist meine Festigkeit, meine Materialität sozusagen eher ein Erfahrungsmodus, also ein Modus meiner eigenen Erfahrung, als etwa ein Bericht über das, was tatsächlich der Fall ist. So, what he says is in the next sentence, awareness as this suchness is Buddhahood. Im Text heißt es ja als nächstes, Bewusstheit als diese Soheit bedeutet Buddhaschaft. That is to say, when you are aware of this ungraspable openness, that itself is Buddhahood. Mit anderen Worten, wenn du davon gewahr bist, von dieser ungreifbaren Offenheit gewahr bist, dann ist das in sich schon die Buddhaschaft. All the qualities of the Buddha and all the problems of samsara arise from whether the open source is something one is aware of or not. All die Qualitäten der Buddhaschaft und all die Schwierigkeiten von Samsara entstehen aus der Frage oder aus der Tatsache, ob man sich der offenen Quelle gewahr ist oder nicht. We become aware of it by being it. Und gewahr davon werden wir, indem wir es sind Or being present as it. oder indem wir als dies gegenwärtig sind. Awareness is not like knowing. Bewusstheit ist also nicht wie Wissen. To know is to know something. Zu wissen heißt immer etwas wissen. Even if we say, I know today is Saturday. Selbst wenn wir sagen, ich weiß, dass heute Samstag ist. Saturday is a very kind of abstract way of naming a section of what we take to be time. Samstag ist nun eine sehr abstrakte Benennung, mit der wir einen kleinen Abschnitt dessen, was wir für Zeit halten, bezeichnen. But by having a confident reliance on the concept, I can feel competent in my life by being able to say today is Saturday. Aber indem ich eine Zuversicht des mich verlassen Könnens auf dieses Konzept habe, kann ich eben in meinem Leben kompetent sein, indem ich zuversichtlich sagen kann, heute ist Samstag. So there is a subject, an object, and a verb, an activity of knowing. Und es gibt ja also ein Subjekt, ein Objekt und ein Aktivitätsverb, das eben in dem Fall das Wissen ist. The verb, the activity is the movement between subject and object. Und das Verb, also die Aktivität, ist diese Bewegung zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Awareness is free of this. Bewusstheit aber ist frei davon. Like looking at the sky, it's simply being present with this. So wie wenn wir den Himmel anschauen, ist es einfach das Gegenwärtigsein damit. I'm not making this happen. Ich lasse es nicht geschehen. I am availing myself of the available. Ich
nehme oder bekomme einfach das, was verfügbar ist. The openness of the sky is there. Die Offenheit des Himmels ist da. It is available. I don't have to buy it. I don't have to steal it. Sie ist verfügbar. Ich muss sie nicht kaufen. Ich muss sie nicht stehlen. But I can't access it unless I am available. Aber ich kann keinen Zugang dazu finden, solange ich nicht selbst dafür verfügbar bin. Probably we all know what it's like to go for a walk on a beautiful day when we are caught up inside our own thoughts and feelings. Wir kennen wahrscheinlich alle die Erfahrung, wie es ist, auf einen Spaziergang zu gehen an einem wunderschönen Tag, währenddessen wir aber in unseren eigenen Gedanken und Gefühlen verfangen sind. The bright beauty is all around us, freely available, but we are unavailable to avail ourselves of it. Die strahlende Schönheit des Tages ist überall um uns herum und ist vollkommen verfügbar, aber wir sind nicht verfügbar, um uns diese Verfügbarkeit zunutze zu machen. So, being aware is to be free of preoccupation, free of identification with the content of the mind, free of the activity of building up patterns of the mind. Also in Bewusstheit zu sein bedeutet, frei zu sein von Beschäftigung oder Vorbesetzung durch die Inhalte des Geistes, vollkommen frei zu sein von diesen Inhalten des Geistes. Free of judgment and the attribution of value. Das ist frei sein von Urteilen und von Zuweisung von Wert. And because of that, free of the mode of partial participation by trying to get what we want and keep away what we don't want. Und daher ist es auch frei von einem Modus einer geteilten Teilnahme, in der wir versuchen, das, was wir gerne möchten, zu bekommen, das, was wir nicht möchten, nicht zu bekommen. So saying Buddhahood is precisely the openness to the open source. Und so kann man sagen, Buddhaschaft ist präzise die Offenheit gegenüber der offenen Quelle. However, unaware of this, sentient beings wander in samsara. Jedoch, indem sie sich dessen nicht gewahr sind, wandern fühlende Wesen im Samsara umher. Okay. This is the key point, whether you are aware or unaware. Also es ist der Schlüsselpunkt, ob man Bewusstheit hat oder nicht. No amount of knowing things will make you aware. Keine Menge an Wissen über Dinge wird dich gewahr werden lassen. Because awareness is not the product of a process of making. It's not a thing. Denn die Bewusstheit ist kein Produkt eines Herstellungsprozesses. Sie ist kein Ding. It is the intrinsic clarity of the mind. Sie ist die innewohnende Klarheit des Geistes. When we are unaware, then we wander in samsara. Wenn wir ohne Bewusstheit sind, wandern wir im Samsara umher. Full of confusion. Sind voller Verwirrung. Why do all these things happen? Warum geschehen all diese Dinge? Samsara is bewildering. Samsara ist bestürzend. There is this case in America of a father taking his son to the gun shop and buying an automatic weapon and leaving it in the house. The son takes it to school. And the teachers say, we're worried about the boy. They ask the parents to come. Es gibt da diesen Fall in den Vereinigten Staaten, wo der Vater mit seinem Sohn in ein Waffengeschäft geht, ihm eine automatische Waffe kauft
Und der Junge, der bringt diese Waffe in die Schule und die Lehrer rufen die Eltern an und sagen, wir machen uns Sorgen über den Jungen, bitte kommen Sie zum Gespräch. The teachers say, please take your child home. Und der Lehrer sagt, bitte nehmt euer Kind nach Hause. And the parents say no, the child stays at school and then kills children. Und dann sagen die Eltern, nein, das Kind bleibt in der Schule und dann bleibt der Junge in der Schule und tötet die Kinder. When we read of events like this, it is, you can't think of it. Why would anybody do that? Wenn wir Ereignisse wie diese in der Presse vorfinden, dann kommen wir auf keine Idee, warum macht jemand sowas? What were they thinking? Was hat er sich dabei gedacht? No, that's because my mind doesn't think in that way. Das liegt daran, dass mein Geist nicht in der gleichen Weise denkt. But in America, clearly many people think having a gun is a sign of freedom. Aber in Amerika denken viele Leute klarerweise, dass der Besitz eines Gewehrs das Zeichen von Freiheit ist. This is samsara, wandering in samsara. All kinds of patterns of ideas arise in the mind. Das ist Samsara, das ist das Umherwandern in Samsara, dass alle möglichen Arten von Gedankenmustern im Geist entstehen. The British went out in the colonial period and invaded many countries and took the wealth of these countries and enslaved people. Die Briten haben in der Kolonialzeit viele Länder überfallen, haben dort die Reichtümer sich angeeignet und die Leute versklavt. But now we hear that the Chinese are doing a lot of spying in Britain. Aber jetzt hören wir, dass die Chinesen eine Menge Spionage in Großbritannien betreiben. They are doing industrial espionage. Also insbesondere Industriespionage. And we feel outraged. Und wir fühlen uns empört. They are invading our boundary. Sie überschreiten unsere Grenzen. How dare they do that? Wie können sie das nur wagen? They do that because they are not British. Sie machen das natürlich, weil sie nicht Briten sind. And they remember that the British went to China to force the Chinese to accept all the opium we wanted to sell them from India, which we had already stolen. Und sie erinnern sich sehr gut daran, dass die Briten nach China gegangen sind und die Chinesen gezwungen haben, all das Opium, das die Briten in Indien bereits schon gestohlen hatten, in China zuzulassen und zu kaufen. How strange that thieves don't like it when people steal from them. Wie seltsam, dass Diebe es nicht mögen, wenn Leute von ihnen stehlen. So this is samsara. We don't see the whole picture, the big picture. We are in our little tunnel vision in which our particular interpretation seems to be true. Und das ist Samsara. Wir sehen nicht das große Bild, sondern wir sind in irgendeiner bestimmten Tunnelvariante unseres Blicks und das ist alles, was es zu geben scheint. So then Samantabhadra says, may all beings in the three realms be aware in the truth of the ineffable base. Und dann sagt Samantabhadra, mögen alle Wesen der drei Daseinsbereiche die Wahrheit des unbeschreibbaren Grundes bewusst sein. May all beings be aware of their own base, their own source. Mit anderen Worten, mögen alle Wesen sich der eigenen Quelle oder des eigenen Grundes gewahr sein. We don't have to go on pilgrimage to find this. Und um das zu finden, müssen wir nicht auf eine Pilgerfahrt gehen. We don't need to study very much to find this. Und wir müssen auch nicht furchtbar viel studieren, um das rauszufinden. What we do need is to be suspicious
of the dualistic way of thinking or the relative truth structuring of our cultures and our education and our way of proceeding in the world. Was wir brauchen, ist eine gesunde Skepsis gegenüber den Strukturen, gegenüber den Interpretationen unserer Kultur und wie wir gewöhnt sind, unsere Realität eben zu erfahren. In this world where we are, how we find ourselves, there is always a lot to be worried about. In dieser Welt, so wie wir sind, wo wir uns befinden, gibt es immer eine Menge Dinge, über die man sich Sorgen machen kann. In what the Buddha says, you won't find freedom in duality. Was der Buddha sagt, ist, du wirst in der Dualität keine Freiheit finden. Because in duality, subject is tied to object. Denn in der Dualität ist das Subjekt an das Objekt gebunden, gefesselt. And the object is never quite right. Und das Objekt ist niemals wirklich das Richtige. There's always something that could be done to improve the situation. Da gibt es immer irgendetwas, was getan werden könnte, um die Situation zu verbessern. There's always more to do. Es gibt immer mehr zu tun. Because we want to make our life good. Denn wir wollen unser Leben gut machen. But it's never good enough. Aber es ist nie gut genug. Because we can see that it could be improved. Denn wir können erkennen, dass es verbessert werden kann. Now, Dzogchen, Dzogpa Chempo means the great perfection or the already perfect or the already complete. Nun, das Dzogchen oder Dzogpa Chenpo bedeutet die große Vollkommenheit oder die große Vollständigkeit oder das, was bereits vollständig ist. It means finished, exhausted, that's it. Und das bedeutet fertig, erschöpft, das war's. Like with children when they want to argue about bedtimes or what they're going to eat at a certain point, say, end of, finish. Das ist wie mit Kindern, Kindern, die vielleicht darüber streiten wollen, wann die richtige Zu-Bett-Geh-Zeit oder was das richtige Essen ist, wenn wir dann irgendwann mal sagen, so, jetzt ist fertig, das war's, Schluss. You put in the full stop, that's it. Du machst da einen Punkt und sagst, das war's, das ist es. So this is the meaning of Dzogchen. It's like this. Und das ist die Bedeutung von Dzogchen. So ist es. It's not going to ever be other than this. Und es wird niemals etwas anderes als dies sein. Try as you can't change how it is. Du kannst dich abmühen, wie du willst. Du wirst niemals verändern, wie es ist. What you do is you imagine how it is not. Was du tust, ist, dass du dir vorstellst, wie es nicht ist. And then you endlessly try to rearrange your imagined world. Und dann versuchst du ohne Ende deine vorgestellte Welt irgendwie umzuordnen. But it requires belief to keep it in existence, and that is the basis of your busyness. Aber das erfordert einen Glauben, um das am Existieren zu halten. Und das ist das, was deine eigene Geschäftigkeit erfordert. All beings have the potential for awareness. Alle Wesen haben das Potenzial für Bewusstheit. What you need is already with you. Und was du dafür brauchst, ist bereits bei dir. So it helps if you open yourself to how you are. Aber es hilft dabei, wenn du dich dem gegenüber öffnen kannst, wie du bist. But by thinking about what you are, you create more and more obscuration to the more subtle opening to how you are. Aber indem du nachdenkst, was du bist, erschaffst du immer mehr
subtile Verdunkelung gegenüber der Frage, wie du bist. So then Samantabhadra says, I, Samantabhadra, affirm the truth of the source free of causes and conditions. Dann heißt es weiter, ich, Samantabhadra, bekräftige die Wahrheit des Ursprungs frei von Ursachen und Bedingungen. Oh. In the tradition, we believe this is the authentic voice of Samantabhadra. In der Tradition glauben wir, dass das die authentische Stimme von Samantabhadra ist. And he's saying, he affirms, he says, this is right, this is the nature, or this is how the source is, and it's free of causes and conditions. Und da sagte, ja, das ist so. Ich bestätige, dass es die Art und Weise ist, wie die Quelle oder der Ursprung ist, und die ist frei von Ursachen und Bedingungen. It is unchanging. Sie ist unveränderlich. Everything which arises due to causes and conditions is impermanent. Aber alles, was aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht, ist vergänglich. Buildings are impermanent, ships are impermanent. Gebäude sind unbeständig, Schiffe sind unbeständig, Gardens are impermanent. Gärten sind unbeständig. Because a factor moving in a field of dynamic factors will be shifted around. Denn ein Faktor, der sich in einem Feld anderer dynamischer Faktoren umherbewegt, wird natürlich dadurch immer wieder Veränderungen unterworfen. But the truth or the actuality or the Vajra unwaveringness of the source is something that just is. Und die Wahrheit oder das So-Sein oder die Vajra Unveränderlichkeit ist einfach das, was ist. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Anruf gehabt. So this just is there doesn't mean it is something, but it means is in the sense of presence. Dieses, das, was ist oder wie es ist, bedeutet nicht, dass es ein Etwas ist, sondern es ist einfach die Gegenwart, die Präsenz. If you watch a good singer and they're singing and they're completely there, they are in that moment. What are they? They are what they are. Or they are as they are, not what they are. Wenn du einem guten Sänger zuschaust, wie er gerade singt, dann sind sie einfach, sie sind vollständig das, wie sie sind. Sie sind nicht irgendetwas in diesem Moment, sondern sie sind so, wie sie sind. That is to say, they will elude any definition. Damit Worten, sie werden sich jeder Art der Definition entziehen. You say this is great or wonderful or marvelous, but it doesn't touch this moment. Aber also sagen, das ist wunderbar, das ist hervorragend, das ist fantastisch, dann mag das ja sein, aber es berührt nicht wirklich diesen Augenblick. Then he says, awareness is intrinsically present with the source itself. Und dann heißt es hier, Bewusstheit ist innewohnend, gegenwärtig. Ich versuche das mal hier zu finden. It's number 16. Yeah, I have just a draft here, and Okay. it's not structured, and it's quite different from what you say. That's why I try to find. Could you please repeat your sentence, because I can't find it? Awareness is intrinsically present with the source itself. Bewusstheit ist innewohnend präsent mit der Quelle selbst. That is to say, the openness and awareness of it are not two things.
Mit anderen Worten, die Offenheit und die Bewusstheit hiervon sind nicht zwei verschiedene Dinge. So this is very important, because although awareness and unawareness arise magically from the source, Und das ist sehr wichtig, denn Bewusstheit und auch Unbewusstheit entstehen auf magische Weise aus dieser Quelle. awareness is not awareness of the source. It is, as it were, the intrinsic awareness, which is the source. Dennoch ist Bewusstheit nicht etwa die Bewusstheit von der Quelle, sondern man könnte sagen, die Bewusstheit ist die Quelle selbst. Again, in language, it's very difficult to describe. Und das ist in der Sprache sehr schwer, das zu fassen. But you could say that awareness is non-dual. Aber man könnte sagen, Bewusstheit ist nicht dual, It's just open to the open, ist einfach offen dem Offenen gegenüber, sky to sky, or sky with sky. wie Himmel gegenüber dem Himmel oder Himmel mit Himmel. But unawareness is almost like it turns its back on the openness. Während die Unbewusstheit fast so ist, als würde sie ihren Rücken der Offenheit zukehren. It is the condition of the delusion of there being something other than the source. Und das ist der Zustand oder die Seinsweise der Illusion, etwas anderes als die Quelle zu sein. And creates the sense of inherent existence. Und das erschafft einen Sinn für innewohnende Existenz. Standing apart from the source of what am I? Dieses von der Quelle getrennt zu stehen oder auch die Frage, was bin ich? But we'll look at that in more detail a bit further down. Wir werden das in größeren Detail noch weiter unten anschauen. There's awareness untouched by the faults of separating outer and inner and employing biased judgments. Und dann heißt es hier, die Bewusstheit ist unberührt durch die Fehler der Trennung zwischen innen und außen und durch can you repeat the second part? It's again different from what I see here. And employing biased judgments. Und der Anwendung von Urteilen. That is to say, the source has no boundary. Awareness of the source is also without limit. Das heißt, die Bewusstheit hat keine Grenze und auch das Gewahrsein der Quelle hat keine Grenze. And so there is no support for awareness to take up a biased position. Und daher gibt es keine Stütze dafür, dass die Bewusstheit eine voreingenommene Position einnehmen könnte. Now, living in England, I might say, oh, the Spanish people are very lucky. They have a good sky, a big blue sky. We only get a cloudy, rainy sky. Und ich, der ich in England lebe, könnte ohne weiteres sagen, die Spanier, die haben es ja wirklich gut, die haben immer diesen großartigen blauen Himmel und wir Briten, wir kriegen hier immer nur diesen wolkigen Himmel. Their sky is inherently better than ours. Deren Himmel ist innewohnend besser als unser Himmel. This is a statement of emotion. Das ist eine emotionale Feststellung. It's not true. Und sie ist nicht wahr. The sky is the sky. Denn der Himmel ist der Himmel. The open space within which everything is arising Der offene Raum, in dem alles erscheint, it has inherently no shape or color. It's equal everywhere. hat innewohnend keine Gestalt, keine Farbe und ist überall gleich.
What I am talking about is how I name the sky. Worüber ich spreche, ist, wie ich den Himmel benenne. Now, if an aeroplane is going from France across Spain, they have to inform the Spanish air control. Nun, wenn ein Flugzeug aus Frankreich nach Spanien einfliegt, müssen Sie die spanische Luftraumkontrolle informieren. Because the plane is entering Spanish airspace. Denn das Flugzeug betritt oder befliegt den spanischen Luftraum. This is clearly a very strange dualistic concept. It's a fiction. It says the country owns the space above it. Das ist natürlich klarerweise ein sehr seltsames dualistisches Konzept, das ausdrückt, dass das Land gewissermaßen den Raum über sich auch besitzt. This arises by imagining that everything is a commodity. Und das entsteht aufgrund der Vorstellung, dass alles gewissermaßen eine Ware ist. But so what he's saying is that this awareness is free of any kind of reliance on attributions such as inner and outer, good quality, bad quality, and so on. Was es also ausdrückt, ist, dass die Bewusstheit sozusagen völlig frei von der Stütze auf irgendwelche Attribuierung von Eigenschaften ist, wie innerlich oder äußerlich oder gut oder schlecht und so weiter. Moreover, this awareness inseparable from the ground is untainted by the darkness of the loss of recollection. Ferner ist diese Bewusstheit der Offenheit des Grundes unberührt oder unbeschmutzt durch die Dunkelheit des Verlustes an Erinnerung daran. And so what is arising is spontaneous or inherent appearance free of faults. Was also entsteht, ist eine spontane oder innewohnende Erscheinung, die frei von Fehlern ist. That is to say, the mind sees its own display. Mit anderen Worten, der Geist sieht seine eigene Schau. We have to remember, when we say mind here, it doesn't mean my James Lowe mind. Wir müssen uns daran erinnern, wenn wir sagen Geist, dann bedeutet das hier nicht zum Beispiel mein Geist als James Lowe. It means the mind which reveals the contents which take on the formations to which the conventional name James Lowe can be applied. Es bedeutet den Geist, der die Manifestationen enthüllt, die für die sich dann konventionell auch der Name James Lowe anwenden lässt. So the darkness of the loss of recollection arises as unawareness. Nun, der Verlust oder die Dunkelheit des Verlustes an Erinnerung daran entsteht als Unbewusstheit. Awareness and unawareness are neither the same nor truly separate. Bewusstheit und Unbewusstheit sind weder das Gleiche noch wahrhaft getrennt. Unawareness is simply the lack of an awareness of the openness, which it is inseparable from. Unbewusstheit ist lediglich ein Mangel an Bewusstheit gegenüber der Offenheit, der sozusagen ihr eigener Grund ist. So this language is not very accurate, but if we say with awareness, the knower and the known are inseparable. Also diese Sprache ist natürlich wirklich nicht sehr genau, aber man könnte vielleicht sagen, mit Bewusstheit ist derjenige, der weiß, und das Gewusste untrennbar. Not that there is something which is known.
Nicht, dass es da irgendetwas gibt, was gewusst wird. We could say the illuminating and the illuminated arise together. Und man könnte auch sagen, das Beleuchten und das Beleuchtete erstehen zusammen. At the time of the dawn, as the sun rises, it brings the world with it. Zur Zeit des Sonnenaufgangs, wenn die Sonne aufkommt, dann bringt sie gewissermaßen die Welt mit sich. When the night is very, very dark, you don't see anything. Wenn die Nacht sehr, sehr dunkel ist, dann siehst du gar nichts. It's as if nothing is there. Das ist, als ob nichts da wäre. But the clarity of awareness reveals everything. And that clarity or revelation is inseparable from the sun. Aber die Klarheit der Bewusstheit enthüllt alles. Und diese Klarheit ist dasjenige, was eben die Sonne darstellt. Now, when you start with the assumption that there are these two domains, there is the sun and the world. Wenn du aber mit der Annahme anfängst, dass es da diese zwei Domänen gibt, die zwei Bereiche gibt, da ist die Sonne und dort ist die Welt. The sun lets me see the world which I saw yesterday. Dann können wir sagen, die Sonne lässt mich jene Welt sehen, die ich schon gestern gesehen habe. I'm here, the sun is there, and here is the world. Ich bin hier, die Sonne ist dort und hier ist die Welt. Now, this is a conceptual interpretation. Das ist eine begriffliche Interpretation. You stay outside in the dark, and undifferentiation. Wenn du aber da draußen bist, in der dunklen Nacht, dann ist da eine Nichtunterscheidung. This is the potential. Da ist ein Potenzial. As the sun arises, the potential of the undifferentiated appears as diversity. Wenn die Sonne dann aufgeht, dann erscheint das Potenzial des Nicht-Differenzierten als die Vielfachheit, als die Varietät. If you stay present in that moment, without conceptualizing, without importing things you learned from school or read in the newspapers, if you just stay with the immediacy of the experience, you see the differentiation is the potential of the undifferentiated. Wenn du dann in diesem Augenblick vollkommen präsent bleibst, frei von Konzepten, wenn du also keine Ideen importierst, die du in der Schule gelernt hast oder in der Zeitung gelesen hast, dann kannst du erkennen, dass die Differenzierung das Potenzial des Undifferenzierten ist. No things are involved in that. Und da gibt es keine Dinge, die da involviert werden. There is experience which is arising and passing, arising and passing, arising and passing. Da ist lediglich Erfahrung, die ständig ersteht und vergeht und wieder ersteht und wieder vergeht. When we stay with this, we can start to see that what we take to be all these things outside in the world, what is referred to sometimes as the outer luminosity, Wenn wir damit bleiben, wenn wir darin verweilen, dann können wir sehen, dass all das, was wir für die äußeren Dinge in der Welt nehmen, das, was oft auch als die äußere Klarheit bezeichnet wird, this is arising as a mode of interpretation. Dass dieses in der Tat als ein Interpretationsmodus aufkommt. In that actually there is no outer and inner. Und dass es in Wirklichkeit da weder ein Äußeres noch ein Inneres gibt. And so what is called the inner luminosity, or the inclusion of every appearance within the great tigli of the mind, the great ball of the mind,
Deswegen wird das, was als die innere Klarheit oder Leuchtkraft bezeichnet wird, das Erscheinen von allem in dem großen Tigle des Geistes. It's not an idealistic view. It's not saying, oh, this is all just something we imagine. Ist keine idealistische Sicht, nicht die Vorstellung, das ist lediglich etwas, was wir uns vorstellen. But as we'll see, experience is not merely conceptual, it's energetic, and this energy has impact and all kind of contours. Und wie wir sehen, ist Erfahrung keineswegs ein ledigliches Nichts. Sie ist voller Energie und diese Energie hat eine Auswirkung und sie hat Konturen. On a general level, we can say that we start to move from reified, separate entities towards the field of my experience. Auf einem allgemeinen Niveau können wir sagen, dass wir uns beginnen von dem Feld einer verdinglichten Erfahrung zu dem Feld von einfach der Erfahrung zu bewegen. And this field of experience, who is the experiencer? Und wenn wir dieses Feld der Erfahrung nehmen, wer ist dann jetzt der Erfahrende? When we look with these 5 questions we had earlier, we start to see that there is looking, but no one's looking. Wenn wir mit Hilfe dieser 5 Fragen anfangen zu schauen, von denen wir es schon vorhin hatten, dann beginnen wir zu sehen, dass es da ein Schauen gibt, aber dass es niemanden gibt, der schaut. Seeing or illumination is the immediacy of the brightness of the field. Das Sehen oder die Beleuchtung ist die Unmittelbarkeit der Strahlkraft des Feldes. And then everything is complete within this diverse simplicity. Und dann ist alles vollständig innerhalb dieses verschiedenartigen Feldes von Einfachheit. So whatever occurs, even the darkness of the loss of recollection, which is the quality of unawareness, does not touch the openness of the source. Was immer also erscheint, sogar die Dunkelheit des Verlustes an Erinnerungen an die Quelle, ist nichts anderes als eine Bewusstheit in Bezug eben auf diese Quelle. This darkness is like being out in the country at night and stumbling around and touching a wet stone and thinking it's a snake and being full of imaginations. Und diese Dunkelheit ist wie das Umherstolpern in einer dunklen Nacht auf dem Lande. Man greift hierhin und dorthin, berührt vielleicht nassen Stein und erschrickt, eine Schlange berührt zu haben. Es ist also ein Zustand voller vorgestellter Dinge. What is imagined is not there. Was aber vorgestellt wird, ist nicht da. Like the traditional story of the farmer walking at night and seeing a snake on the path. In der traditionellen Geschichte von dem Bauer, der da entlangläuft in der Nacht und auf dem Weg eine Schlange liegen sieht. He hits at it with his stick. Er schlägt sie mit seinem Stock. And then sees, oh, it's a piece of rope. Und dann sieht er, das ist ja eigentlich nur ein Stück Seil. There was no snake. Es gab keine Schlange. This unawareness is the realm of mistaken identity. Diese Unbewusstheit ist ein Bereich von missverstandener Identifizierung. Activity of identification. Das ist eine Aktivität der Identifizierung. Whereas awareness is the clarity of, oh, it's this. Wenn die Bewusstheit, die Klarheit davon ist, oh, das ist, was es ist.
So we take a break now for an hour and back at 2 o'clock and continue with the text. Have a good break. Wir haben jetzt eine Pause bis 15 Uhr mitteleuropäische Zeit. Good. Advertised on the website, but we have 2 new dates for January to finish the last 2 parts of the Finding Freedom book. Es ist Zeit zum Anfangen. James sagte, ich denke, es ist schon auch auf der Website angekündigt worden. Wir haben 2 neue Wochenenddaten, um die verbleibenden Kapitel in dem Buch Finding Freedom zu beenden. The first is the 29th and 30th of January. Das erste Datum ist der 29. und 30. Januar. And the second is the 12th and 13th of March. Und das zweite ist der 12. und 13. März. And it'll be at the same time as this weekend. Und die Zeiten werden die gleichen sein wie jetzt dieses Wochenende. So in Dharma, we often say, may all beings be happy. Im Dharma sagen wir oft, mögen alle Wesen glücklich sein. And partly that's because we like happiness and we don't like suffering. Und das ist teilweise so, weil wir alle Glück mögen und Leiden nicht mögen. But for meditators, we also need to observe how we are when we are happy and how we are when we are sad. Aber als Meditierende brauchen wir auch eine Fähigkeit, uns dabei zu beobachten, wie es ist, wenn wir glücklich sind und wie es ist, wenn wir traurig sind. When some difficulty happens, it's very easy to become anxious, preoccupied, thinking about the past, worrying about the future. Wenn irgendwelche Schwierigkeiten aufkreuzen, dann ist es sehr einfach, in einen Zustand zu geraten, in dem wir damit uns sehr beschäftigt fühlen und viel über die Vergangenheit nachdenken und uns über die Zukunft Sorgen machen. And this makes us less available. Und das macht uns weniger verfügbar. Whereas when we're happy, we relax, life seems easier and there is more space. Wenn wir glücklich sind, dann entspannen wir uns. Das Leben scheint einfacher zu sein und wir empfinden mehr Raum. There's more space for us to experience the diversity of what's around us. Es ist mehr Raum da für uns zu erfahren, den Reichtum von Dingen, die um uns herum sind. And more space for us to experience the flow of our thoughts and feelings without feeling caught up in them so strongly. Und wir haben auch mehr Raum für uns, einfach den Fluss der Gedanken und Gefühle zu erfahren, ohne dass wir uns darin allzu stark verwickelt sehen. So when we do this, the 3-hour practice, we begin by relaxing and releasing. Wenn wir also diese 3a-Praxis machen, dann starten wir sie immer, indem wir uns entspannen und loslassen. When we're troubled, we often feel as if our thoughts, our feelings are catching us and taking us over. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann haben wir oft das Empfinden, dass die Gedanken und Empfindungen, Gefühle uns gewissermaßen einfangen und zu sich hinüberziehen. But the stickiness of the thought comes from the mind, not from the thought itself. Aber die Klebkraft des Gedankens, die kommt von dem Geist und nicht vom Gedanken selbst. Just as cigarettes are sticky for people who smoke cigarettes, but they're quite smooth and uninteresting for people who don't smoke. So wie eben Zigaretten diese Klebkraft für Leute haben, die rauchen, während sie für Leute, die nicht rauchen, eigentlich ziemlich glatt und uninteressant sind. What's interesting about this cigarette is that I'm interested in it. Was interessant an der Zigarette ist, dass ich an ihr interessiert bin. And it's the same with our thoughts, feelings, and so on. Und das Gleiche trifft auch zu für unsere Gedanken, Gefühle und so weiter. So again, we do the 3-hour practice.
Wir machen also wieder die 3a-Praxis. And if we have a sense that I tense up and I grasp, Und wenn wir eine Empfindung haben, dass ich selber denjenigen, der sich anspannt und anfängt zu greifen, this is my activity. dann ist das meine Aktivität. When I release, I'm not working so hard Wenn ich loslasse, dann muss ich nicht so hart arbeiten. and I can relax. Und dann kann ich entspannen. That is a very simple basis of the practice. Und das ist eine sehr einfache Basis für die Praxis. Then I have more space to open to the open. Und dann habe ich auch mehr Raum, um mich für das Offene auch zu öffnen. Okay, so we do the 3R again now. Wir machen also jetzt wieder diese 3As. Okay. The the value or intensity of the thought is reinforced by how you think about it. Der Wert oder auch die Intensität des Gedankens ist auch mitbestimmt durch die Art und Weise, wie wir darüber denken. If you're talking with a friend and they're worried about something and they go round and round and round. Wenn du mit deinem Freund sprichst und er hat Sorgen in Bezug auf irgendetwas und dreht sich im Kreis, at a point you might feel you're going a bit crazy. könnte sein, dass du an einem bestimmten Punkt denkst, du wirst verrückt. You feel enough, please. Du hast das Gefühl, jetzt ist mal genug, danke, bitte. But they keep going. Aber er macht weiter, er macht weiter. Because it has value for them. They're caught up in chasing a value which they think is inside what they're thinking about. Denn er ist in dem Wert befangen, er jagt einem Wert von etwas, wovon er glaubt, es befände sich innerhalb dieses Gedankens. And they're not recognizing that they themselves are the one massaging the meaning and value into this pattern of thought. Und sie erkennen nicht, dass es sie selbst sind, die die Bedeutung und den Wert dieses Gedankens in den Gedanken hineinmassieren. Like one of these batteryless torches that works by squeezing. Wie diese batterielosen Taschenlampen, die funktionieren, indem man sie zusammendrückt. Every time you squeeze it, the light gets a little bit stronger. Und jedes Mal, wenn du das zusammendrückst, wird das Licht ein bisschen stärker. So it's the same with our thoughts, feelings, sensations. They are what they are. They arise. They are impermanent of their own nature. But we can solidify them and make them seem very powerful. Das Gleiche trifft auf unsere Gedanken, Gefühle, Empfindungen zu, die natürlich sind, was sie sind. Sie entstehen aus ihrer eigenen Natur heraus. Sie sind da.
aber indem wir sie sozusagen so zusammenquetschen, verleihen wir ihnen diese Festigkeit. So the thought is going, Der Gedanke ist schon am Vergehen, but we hold it. aber wir halten ihn fest. Something more to say, something more to think. Es gibt mehr zu sagen, mehr zu denken. This has two aspects. Firstly, we don't directly see, oh, all thoughts are impermanent. Und das hat zwei Aspekte. Erstens erkennen wir vielleicht gar nicht unmittelbar, dass die Gedanken vergänglich sind, Because we merge into the thought and its reactivation again and again intensifies its sense of value and duration. denn wir verschmelzen mit dem Gedanken und seine Wieder- und Wiederreaktivierung verleiht dem Gedanken Wert und auch Dauer. So letting go is really at the heart of the practice. Also das Loslassen liegt wirklich am Herzen dieser Praxis. Letting go of what is going, it's not a big sacrifice. Und gehen zu lassen, was sowieso am Gehen ist auch kein großes Opfer. It was going. Es war sowieso am Gehen. So it's helpful to sometimes to get out old photographs of yourself or your family when you were young. Hilfreich ist es manchmal, alte Fotografien von einem selbst oder von der Familie rauszuholen, als wir selber jung waren. That was me. Das war ich. But that version of me is gone. Aber diese Version von mir ist jetzt vergangen. All that I was so concerned about my teacher at school and people not liking me in the playground, where is it gone? Alles, was mich so beschäftigt hat, was mir so viel Sorgen gemacht hat, mein Lehrer in der Schule, die Leute, die mich auf dem Spielplatz nicht mochten, wo ist das jetzt alles geblieben? Probably our parents said to us, oh, these things happen, don't worry, you'll get over it. Wahrscheinlich haben damals die Eltern zu uns gesagt, mach dir keine Sorgen, solche Dinge passieren einfach, du wirst schon drüber weggehen. But when it's happening to you, it doesn't feel like that. Aber wenn es uns geschieht, dann fühlt es sich nicht so an. Then you think, they don't understand, they don't know what it's like. Dann denkst du, ach, die verstehen mich nicht, die wissen nicht, wie es ist. That, if you can bring up that remembrance, then you see, oh, my own attachment was intensifying my distress. Und wenn wir diese Erinnerung wieder hochbringen können, dann können wir auch erkennen, das war mein eigenes Festhalten, das eigentlich die Verzweiflung erst so recht hochgebracht hat. And we see the universal nature of suffering. Und dann können wir diese universelle Natur des Leidens erkennen. Getting what we don't want and not getting what we do want. Wir bekommen, was wir nicht wollen, und wir bekommen nicht, was wir gerne hätten. The samsaric response to that is to decide, I'm going to become so powerful, so rich, that I will be able to have life the way I want it. Die samsarische Antwort darauf ist zu sagen, ich werde so mächtig und so reich, dass ich schon sicherstellen kann, dass ich das Leben bekomme, was ich gerne haben will. But there's a lot of evidence that that doesn't work. Aber es gibt eine Menge Evidenz dafür, dass das nicht funktioniert. We are not the boss. Wir sind nicht der Boss. We're not the slave. Wir sind aber auch nicht der Sklave. We're in the middle. Wir befinden uns in der Mitte We have to be flexible. und müssen flexibel sein. So what he has been saying is awareness is inseparable from the pure source. Was er also hier sagt im Text ist, Bewusstheit ist untrennbar von der reinen Quelle. Awareness
this reveals its own potential. Here it's called the Rangnang. It means it's a kind of self-display or self-appearance. Die Bewusstheit enthüllt ihr eigenes Potenzial. Hier im Text heißt es Rang Nang, das ist also die Selbstschau, das sich selbst zeigen. And this display is free of faults. Und diese Schau ist frei von Fehlern. The display has no self-substance. Diese Schau hat ja auch keine Eigensubstanz. It is an illusion. Sie ist eine Täuschung. If we go out after some rain and we see a rainbow, Wenn wir nach einem Regen rausgehen und dann sehen wir irgendwo einen Regenbogen, but it's not very strong in color, aber er ist nicht sehr stark, was die Fahrbahn betrifft, we might think, oh, what a useless rainbow. könnten wir vielleicht denken, das ist ja wirklich ein nutzloser Regenbogen. And we have to really consider, what am I saying? Und dann müssen wir wirklich anschauen, was sage ich denn eigentlich? The value of the rainbow is determined by me. Der Wert des Regenbogens wird von mir bestimmt. My opinion is the truth of the world. Meine Meinung ist die Wahrheit von der Welt. If we can see that this is the voice of madness, Wenn du erkennen kannst, dass das die Stimme des Wahnsinns ist, then you can allow it to be as it is. dann kannst du gestatten, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Oh, this rainbow is so faint, so almost vanished, so tender. Oh, dieser Regenbogen ist so blass, er ist fast verschwunden, so zart. How different it seems when I put the rainbow at the center and not myself. Wie anders ist es denn, wenn ich den Regenbogen im Mittelpunkt stelle und nicht mich selbst? Oh, this is what he's saying, is that whatever is revealed or whatever shows as the energy of awareness is firstly not separate from awareness. Was er also hier sagt, ist, was immer sich zeigt, was immer sich enthüllt, als die Energie der Bewusstheit ist erstens nicht getrennt von der Bewusstheit. And awareness is not separate from the open empty source. Und zweitens ist die Bewusstheit nicht getrennt von der offenen, leeren Quelle. So the source, the awareness, and the display are all empty. Sodass die Quelle, die Bewusstheit und die Schau allesamt leer sind. And this is perfect. It's just as it is. It's without any fault. Und das ist perfekt. Oder anders gesagt, es ist einfach, wie es ist und zeigt keinen Fehler. Of course, when our ego self intrudes into this, Natürlich, wenn unser Ego selbst da eindringt, with its preferences, its habit formations, its tendency to judge, mit seinen Vorlieben, mit seinen ausgeprägten Gewohnheiten, mit seinen Tendenzen, Urteile zu fällen, it quickly finds something to complain about. dann wird es wahrscheinlich schnell etwas finden, worüber es sich beklagen kann. The ego says, my map is correct. Und das Ego sagt, meine Landkarte ist richtig, ist korrekt. This territory is shit. Dieses Territorium ist einfach scheiße. If this territory was to fit my map, it would be good. Wenn dieses Territorium wirklich in meine Landkarte passen würde, dann wäre es ein gutes Territorium. I don't know who made all this stuff out here, trees and houses and stuff, but they didn't follow my map. Ich weiß nicht, wer hier das alles hervorgebracht hat, all diese Bäume und Häuser und all das ganze Zeug, was da rumsteht. Auf jeden Fall ist er nicht meiner ordentlichen Landkarte gefolgt. So whenever you find yourself being caught up in strong opinions, judgments, strongly liking, disliking, and so on, try to observe
the framework of beliefs and attitudes that these strong feelings are arising from. Wann immer du dich also in einer Situation wiederfindest, starke Meinungen zu haben, starke Urteile und so weiter, Vorstellungen zu haben, versuch doch zu beobachten, in welchem Bezugsrahmen eigentlich all diese starken Meinungen und Vorstellungen aufkommen. And it says intrinsic awareness, the awareness which has been with you from the very beginning, from the beginningless beginning. Dann heißt es hier die innewohnende Bewusstheit, die von dem anfangslosen Anfang mit dir war, is fresh and unchanging. ist frisch und unveränderlich. Or we could translate it, or it remains always fresh. Oder man könnte auch sagen, sie bleibt immer frisch. It's not constructed. Sie ist nicht konstruiert And it's not touched by anything. und sie wird auch von nichts berührt. When assumptions which are unaware thicken, it can hide the freshness of awareness. Wenn Annahmen, die der Unbewusstheit entspringen, sich verdichten, dann können sie diese frische Bewusstheit verdecken. But the freshness itself is not lost. Aber dadurch wird die Frische selbst nicht verloren. This is because nothing touches awareness. Das liegt daran, dass nichts die Bewusstheit berühren kann. So the key thing here is to get a real sensitivity to this, so that you can use it for making micro adjustments when you are meditating. Und der Schlüsselpunkt hier ist wirklich eine Empfänglichkeit dafür zu entwickeln, sodass du, wenn du meditierst, in der Lage bist, ganz feine Anpassungen vorzunehmen. The one who is obscured or heavy or dull, Derjenige, der verdunkelt oder schwer ist oder dumpf ist or bored, oder auch gelangweilt ist or agitated or distracted, oder aufgebracht oder abgelenkt ist, these are the sort of closed vibrations of the ego self. das sind diese eingeschlossenen Schwingungen des Ego selbst. And we are touched by them. We feel irritated. Und wir fühlen uns berührt von ihnen, wir fühlen uns irritiert. It's as if the whole of oneself is irritating, or the whole of oneself is tired or uninspired. Es ist so, als ob unser ganzes Wesen irritiert wäre, als ob unser ganzes Wesen müde oder uninspiriert wäre. But Rigpa awareness is not like this. It cannot be touched because it is inseparable from the ground source, which is like the sky. It has no substance to be touched. Aber Rigpa, die Bewusstheit ist nicht so. Sie kann nicht berührt werden, weil sie nicht von der Grundquelle getrennt ist. Sie ist eben wie der Himmel, der ebenfalls nicht berührt werden kann. So, in terms of your own practice, when the mind is not clear, Also in Bezug auf die eigene Praxis, wenn unser Geist nicht klar ist, if you're following the general Buddhist path, then the advice is to work on clarifying your mind. wenn du dem allgemeinen buddhistischen Pfad folgst, wird der Rat erteilt, den eigenen Geist zu klären. With Dorji Sempa or praying to Padmasambhava for blessing and so on. Das kann getan werden mit der Praxis von Dorje Sempa oder mit dem Gebet an Padmasambhava, mit der Bitte um Segen und so weiter.
On one level, this is not bad to do, but it is artificial. Auf einer Ebene ist es keine schlechte Sache, das zu tun, aber auf der anderen ist es auch künstlich. And therefore, the result will not last long. Und daher wird das Resultat auch nicht für lange währen. But if we remember this teaching here from Kuntuzangpo, he says, your own mind, your intrinsic awareness is always fresh. Wenn wir aber uns an die Unterweisung von Kuntuzangpo selbst erinnern können, der da sagt, dein eigener Geist, deine eigene Bewusstheit ist immer frisch. So it's calm and open. Sie ist also ruhig und offen. So I might think, oh, it must be hidden inside me because I'm experiencing all this stuff. Und dann denken wir vielleicht, oh, das muss ja irgendwie in mir selber verborgen sein, weil was ich erfahre, ist all das ganze Zeug. Now you have a concept of the pure awareness and the impure concept. Und jetzt haben wir ein Konzept von der reinen Bewusstheit und dem unreinen Konzept. So we have to go back to the beginning of the text. He says there's one ground, or it is the same ground for awareness and unawareness. Und da müssen wir zurück an den Anfang des Textes gehen, in dem es heißt, es gibt da den gleichen Grund für Bewusstheit und Unbewusstheit. No matter how it arises, unawareness has no other ground. Ganz gleich, wie sie entsteht, hat Unbewusstheit keinen anderen, verschiedenen Grund. The ground is open and empty. The children are open and empty. Der Grund ist offen und leer und dann sind auch die Kinder offen und leer. The fact that the child of unawareness is not aware that it is open and empty doesn't stop it being open and empty. Die Tatsache, dass das Kind der Unbewusstheit sich nicht dessen gewahr ist, dass es offen und leer ist, wird es nicht dazu bringen, aufzuhören, offen und leer zu sein. It is the belief that I have a problem that leads me to try to solve the problem. Es ist mein Glaube, dass ich ein Problem habe, das mich dazu bringt, einen Versuch zu unternehmen, dieses Problem auch zu lösen. Don't try to change anything. Versuche nichts zu ändern. Sit with the mind as the openness. Sitze einfach mit dem Geist als mit der Offenheit. This is why the practice is difficult. Und das ist der Grund, warum diese Praxis schwierig ist. Because you might think, I'm just sitting here and my mind is dull and stupid. I'm wasting my time. Denn es könnte sein, dass du denkst, ich sitze hier bloß rum und mein Geist ist dumpf und dumm und ich verschwende einfach nur meine Zeit. Well, I don't know in your country if you played this game in school, but we used to play sitting opposite someone and staring and to see who would blink first. Ich weiß nicht, ob in euren Ländern dieses Spiel auch gespielt wird, aber bei uns in der Schule wurde das Spiel gespielt, dass man einander gegenüber saß und einander anstarrte und versuchte zu gucken, wer als Erster blinzeln wird. Oh, we have the same thing here. Und das Gleiche ist auch hier. Fresh mind and dull, stupid mind. Das ist der frische Geist und der dumme, stumpfsinnige Geist. Who's going to blink? Wer wird blinzeln? Fresh mind blinks. Es wird der frische Geist blinzeln. Because it's not really fresh, it's still a bit obscured. Weil er nicht wirklich frisch ist, sondern immer noch ein bisschen verdunkelt. So your relative intelligence says, this is pointless. I'll get up and make a cup of tea and maybe do some more later. Dann wird deine relative Intelligenz sagen, ach, da ist jetzt wirklich überhaupt nichts dran, es ist besser, ich stehe mal auf, mach mir eine Tasse Tee und mach später weiter. You have lost the clarity that all phenomena are impermanent. Du hast die Klarheit verloren, dass alle Erscheinungen unbeständig sind. If you sit, the dullness will vanish. Wenn du sitzt, wird die Dumpfheit verschwinden.
Only by doing this do you see, oh, the clarity is there, but obscured. Nur indem du das tust, wirst du erkennen, dass die Klarheit da ist, aber durch die Stumpfheit verdunkelt ist. The clarity is always there, but sometimes obscured. Die Klarheit ist immer da, aber gelegentlich eben auch verdunkelt. The more you blink, the more you, excuse me, get a glimpse of the clear blue sky, the more you know, oh, the sky is blue, even when it looks gray. Je mehr du den klaren blauen Himmel zu kennen beginnst, desto besser weißt du Bescheid, dass der Himmel selbst dann noch blau ist, wenn er grau erscheint. Every arising thing is a passing thing. Jedes Ding, das entsteht, ist auch ein Ding, das vergeht. Oh, he's saying the freshness of intrinsic awareness, which is intrinsic to you, it is your basic lucidity. Trust the freshness. Was er hier also sagt, ist, dass du in Bezug auf die Frische deine Bewusstheit, die ja deine Bewusstheit, deine innewohnende, leuchtend klare Bewusstheit ist, dass du dich auf diese Frische verlassen musst. Unawareness is an arena of belief. Während die Unbewusstheit die Arena des Glaubens ist. I can't meditate, this is stupid. Ich kann nicht meditieren, das ist hier Blödsinn. That's a belief. Das ist eine Glaubensvorstellung. Awareness is not based on belief. Bewusstheit basiert aber nicht auf Glaubensvorstellungen. It shines through. Sie strahlt hindurch. But you have to be available for the shining through. Aber du musst für dieses Hindurchscheinen verfügbar werden. So, then he says that this our own awareness is free of fear and panic, even if the three worlds are destroyed. Dann heißt es hier weiter in Bezug auf die eigene Bewusstheit: Sie ist frei von Angst und Panik, selbst wenn die drei Welten zerstört werden. I'm someone and I have to be somewhere. Ich bin jemand und muss irgendwo sein. Maybe next life I'll be an animal. Maybe I'll be in the God realm. Vielleicht werde ich im nächsten Leben ein Tier sein. Vielleicht werde ich bei den Göttern sein. Because as a someone I have to be somewhere. Denn als ein jemand muss ich auch irgendwo sein. But he's saying, oh, if the three worlds means like, it's a short way of saying, if every potential environment. Wenn er dann aber sagt, wenn diese drei Welten, also im Grunde genommen eine Kurzsprechweise für jede potenziell mögliche Umgebung, There would be no fear or panic. Wenn die zerstört werden, wird es keine Angst oder Panik geben. Because the thought, where would I go, is already answered. Denn der Gedanke, wo werde ich denn hingehen, ist bereits beantwortet. Because awareness doesn't go anywhere. Denn die Bewusstheit geht nirgendwo hin. It hasn't come from anywhere. Sie ist ja auch von nirgendwoher gekommen. It doesn't stay anywhere. Sie verweilt nirgendwo. Oh. Whatever is coming and going doesn't touch it, like a reflection in a mirror. Was immer also kommt und geht, berührt sie nicht, so wie die Spiegelung im Spiegel. Then he says, with the non-duality of appearance and mind, there is no attachment to the pleasure of the five senses. Und dann heißt es hier, mit der Nicht-Dualität der Erscheinung und Geist gibt es auch kein Festhalten an den Freuden der Sinne, der fünf Sinne. So the appearances are arising in the mind. They are displayed because of the clarity of your own mind. It is occurring because you're not dead. Excuse me.
I cannot block phones. That's why I'm interrupted. Because I have to receive you, so I have to receive the phones as well. No problem. Please repeat. With the non-duality of appearance and mind, there is no attachment to the pleasure of the five senses. Yes, we had that. So, mind and appearance are not two things. Geist und Erscheinung sind nicht zwei separate Dinge. Like in the earlier example, the sun comes up and the world is revealed. In dem früheren Beispiel, die Sonne kommt hoch und alles wird enthüllt. They are not two different dimensions. Sie sind nicht zwei verschiedene Dimensionen. When you are present with appearance, it is always self-arising and self-vanishing. Wenn du mit dem Erscheinen gegenwärtig bleibst, präsent bleibst, dann ist es immer etwas aus sich selbst heraus Erstehendes und auch Verschwindendes. You can see this for yourself. You hear a sound and it's gone. You put some tea in your mouth and either you spit it out or you swallow it. Du kannst das für dich selbst überprüfen. Du hörst einen Klang und dann ist er vorbei. Oder du tust einen Schluck Tee in deinen Mund und entweder du spuckst ihn aus oder du schluckst ihn. So it's like this, just coming. And therefore, there is no attachment to the pleasures of the five senses because the pleasure arises as part of the passing. Und das ist so, das kommt und geht, kommt und geht. Und deswegen gibt es kein Festhalten an den Freuden der fünf Sinne, weil diese Freude gewissermaßen unmittelbar als der Aspekt des Vergehens aufkommt. Oh, if some gorgeous person comes and runs their finger down my face and says, "Oh, James," that might be very nice. Wenn jemand sehr Hübsches kommt und ihre Finger über mein Gesicht streicheln lässt und dabei James sagt, dann kann das sehr hübsch sein. But if they just stick their finger on the side of my head, it's not so interesting. Wenn sie aber einfach ihren Finger sozusagen an meine Seite pressen, dann ist es vielleicht nicht so interessant. I experience some sensation, but it's starting to get a bit annoying. Ich erfahre vielleicht irgendeine Art Empfindung, aber das wird schnell auch lästig. It is the vanishing, the arising and vanishing of the sensation, which is so delicious. Es ist das Aufkommen und Verschwinden der Empfindung, die so entzückend ist. What we see is like this. Light is movement. We see light. Was wir sehen, ist ebenso. Das Licht bewegt sich. Das, was wir sehen, ist Licht. Sound is movement, is vibration. That's what we hear. Auch Klang ist Bewegung, es ist Schwingung, das, was wir hören. For that reason, if you are present with the senses, not concepts about the senses, but with the senses, there is no attachment. Aus diesem Grund, wenn man wirklich präsent mit den Sinnen ist, nicht mit den Konzepten über die Sinne, sondern wirklich mit den Sinnen ist, dann gibt es da kein Festhalten. And he says, self-arising awareness is free of concepts. Dann heißt es hier, die selbstentsprungene Bewusstheit ist frei von Konzepten. And so it is free of material form and the five poisons. Und auf diese Weise ist sie auch frei von materieller Form und von den 5 Giften. Oh, material form seems to be something which is there. Nun, materielle Form scheint etwas zu sein, was da ist. Some of us have looked at this point many times before. Und mit manchen haben wir diese Sache schon viele Male angeschaut. This is my cup. Das ist meine Tasse. If I turn it around, it remains my cup. Wenn ich sie umdrehe, dann bleibt sie meine Tasse. In terms of the concept of my cup. Und zwar in Bezug auf das Konzept meine Tasse. But in terms of awareness of what is being disclosed or illuminated moment by moment,
Aber Each, mm, im Sinne von Bewusstheit, im Sinne dessen, was hier enthüllt oder von Augenblick zu Augenblick sich zeigt, each turn is uniquely this. ist jeder Winkel, unter dem wir die Tasse sehen, einzigartig dies. Fresh, unrepeatable. Frisch und unwiederholbar. Because the tension in my hand in holding the cup will shift second by second. Denn die Spannung, die ich in meinem Arm aufbauen muss, um die Tasse zu halten, wird von Augenblick zu Augenblick zu einer Verschiebung führen. This emerging or emergent or displaying is not a thing. Und diese Emergenz, dieses sich zeigen, diese Schau ist kein Ding. There's no referent, no some fixed thing that I am talking about, like the cup. Es gibt hier kein Referenzobjekt, auf das ich mich beziehe, wenn ich sage, das ist hier die Tasse. So the mind, not relying on concepts, is free of material form. Der Geist, der sich nicht auf Konzepte stützt, ist frei von materieller Form. It's free of the concept of my mind, as if my mind was a thing. Es ist frei von den Konzepten mein Geist, als ob Geist ein Ding wäre. And it's free of the concept of cup, as if the cup was a thing. Und er ist auch frei von dem Konzept eine Tasse, als ob Tasse ein Ding wäre. And because of this, it's free of the 5 poisons. Und deswegen ist sie auch frei von, oder ist es frei von den 5 Giften. The first poison, the mental dullness or opacity. Das erste Gift ist das Gift der mentalen Stumpfheit oder der Undurchdringlichkeit. Is the domain of nouns taken to be referring to existence. Das ist die Domäne der Sachwörter, denen man einen Bezug auf wahre Existenz zuschreibt. So, the cup in my hand, the term the cup is referring to this definite thing, and we know what a cup is. Also in dem Satz, die Tasse in meinen Händen, bezieht sich der Begriff die Tasse auf eben jenes Ding, von dem wir glauben zu wissen, was es ist. But that's a concept. Aber das ist ein Konzept. If you simply relax free of the concept and look. Wenn du dich einfach entspannst und frei von Konzept schaust, the whatness of this thins, and there's just a how is it revealing itself? Dann verdünnt sich sozusagen die Washeit davon und was übrig bleibt, ist die Wieheit. And how is always a dialogue, not a monologue. How it's revealed is not independent of me. Und dieses Wie, das ist immer ein Dialog und kein Monolog. Dieses Wie, das enthüllt sich immer in Verbindung mit mir. My mood, the strength of my arm. Das ist meine Stimmung, das ist die Stärke meiner Armmuskulatur. All of that is influencing the unfolding of the potential of this for me in this moment. All das beeinflusst die Entfaltung des Potenzials für mich in diesem Augenblick. So, if I think there is a real thing there, wenn ich aber denke, dass es da ein reales Ding, dieses Nomen gibt, then the noun becomes a kind of owner or guarantor of the facticity of the thing. Dann wird dieses Nomen, diese Sache zu einer Art Besitzer oder Garantor, dass es da dieses existente Ding gibt. And then these other 4 poisons fly around this solid noun, drawing out relational potential
desire, aversion, pride, jealousy. Und dann fliegen die anderen 4 Gifte drumherum und beziehen ihre Existenzberechtigung sozusagen aus dieser Numenhaftigkeit des Dings und zeigen gewissermaßen verschiedene Aspekte seines Potenzials, dann das Begehren oder die Abneigung, Eifersucht und Neid. Well, we all know from the ego point of view what it's like to be pulled into that turbulent arena of shifting values. Wir alle kennen natürlich die Erfahrung vom Ego-Standpunkt, in diese turbulente Arena, sich stets verändernde Werte hineingezogen zu werden. And it's good to get out of it. And the quick way is through self-arising or self-manifesting awareness. Und es ist eine gute Sache, da so schnell wie möglich herauszukommen. Und der beste Weg ist durch die selbst entspringende, selbst manifestierende Bewusstheit. So then he says the clarity aspect of awareness is uninterrupted. Und dann sagte der Klarheitsaspekt der Bewusstheit ist ununterbrochen. That is to say, although the essence of awareness is empty, you can't find any defining substance to it. Das heißt, dass obgleich die Essenz von Bewusstheit leer ist, du kannst da keinerlei Substanz darin finden. And this is unchanging. Und dies auch ist unveränderlich. The clarity aspect, the display, what is filling the space of awareness, that is uninterrupted. Dennoch ist der Klarheitsaspekt, also das, was sich zeigt, was den Raum der Bewusstheit auffüllt, das ist ununterbrochen. That is to say, the sun and its light are not two different things. Mit anderen Worten, Sonne und ihr Licht sind nicht 2 verschiedene Dinge. So then he says, the single essence, which is to say, single here meaning the undivided essence, the non-dual essence, has 5 wisdoms or 5 illuminations arising from it. Und damit heißt es, hat die einzige Essenz und in dem Sinne einzig, dass sie ungeteilt ist, 5 Aspekte der Beleuchtung, die aus ihr hervorgehen. So this is described in many different ways, but one is to say this single essence, most basic manifestation is clear light. Es gibt da viele Art und Weisen, das auszudrücken, aber vielleicht die einfachste ist zu sagen, dass die Manifestation dieser einzigen oder dieser einen Essenz, dieser ungeteilten Essenz, das klare Licht ist. When clear light is brought in contact with a crystal, then the different colors, which are, as it were, hidden inside the light, which are the potential of the clear light, start to radiate out. Und wenn aber dann dieses klare Licht in Kontakt gebracht wird mit einem Kristall, dann beginnt das Potenzial, wenn man so sagen will, das in diesem klaren Licht verborgen ist, nämlich die 5 Farben, die beginnen hervorzustrahlen. So when this light shines, then you have the illumination or the wisdom of the Dharma Dhatu. That is to say, you have the inseparability of phenomena and the space which is their source. Wenn du das klare Licht erstrahlen hast, dann hast du sozusagen das Erstrahlen der Weisheit des Dharma Dhatu, also der Untrennbarkeit der Phänomene von ihrer eigenen Quelle. That is to say, they are unborn.
Oder um es anders zu sagen, diese Phänomene sind ungeboren, as with the reflection in the mirror. wie etwa mit der Spiegelung im Spiegel. You can see the reflection, that's undeniable. Du kannst die Spiegelung unbestritten sehen. And yet the reflection is unborn. It doesn't leave the womb of the mirror. Und dennoch ist die Spiegelung ungeboren und verlässt niemals den Schoß des Spiegels. This is the central illumination or wisdom. And following from that, you have the wisdom of the discernment, the importance of every precise detail of everything. Das ist sozusagen die zentrale Beleuchtung oder Weisheit. Und aus dieser zentralen Weisheit folgen dann die verschiedenen anderen. Zudem gehört dann eben die Weisheit der Unterscheidung, also des präzisen Erfassens eines jeden Phänomens. Which in the language of Tantra, it would be seen as the purification of desire. Und in der Sprache des Tantra wird dies als die Reinigung der Begierde betrachtet. You have the illumination or wisdom of non-judgment, of simply showing of the mirror. Dann hast du die Illumination, also die Beleuchtung oder die Weisheit des Nichturteilens oder des einfachen Zeigens des Spiegels. Because the mirror is not judging, it's simply showing. Denn der Spiegel fällt ja keine Urteile, er zeigt einfach nur. In the tantric system, this is the purification of anger. Und im tantrischen System ist das die Reinigung des Zorns. And we also have the illumination of equality or evenness. Dann haben wir die Illumination oder Weisheit der Gleichheit oder der Ausgeglichenheit. Which is like seeing that although the diverse appearances of reflections in the mirror impact us differently, they do not stray from being simply mere reflections. Und das ist die Weisheit, die erkennt, dass obgleich die verschiedenen Reflexionen im Spiegel uns auf verschiedene Weise beeinflussen, sie dennoch niemals davon abweichen, lediglich Spiegelungen zu sein. In the tantric system, this is a purification of pride. Und das ist im tantrischen System die Reinigung des Stolzes. Nothing is special in itself. Nichts ist besonders an sich. Specialness, importance, and so on are all relational interpretations. Das Besonderssein, Wichtigkeit und so weiter sind nichts anderes als als bezügliche Interpretation, als beziehungsbezogene Interpretation. Then finally, there is the illumination or wisdom of efficacy or accomplishment. Und dann gibt es dann noch die Beleuchtung oder die Weisheit der Effizienz oder des Vollenden, des Vollbringens. This is the quality which arises from being fully attentive to the detail of what is present. Das ist eine Qualität, die aus der vollkommenen Gegenwart oder Beachtung dessen, was sich gerade darbietet, aufkommt. It's the quality of non-distraction. Das ist also eine Qualität der Nicht-Abgelenktheit. In the tantric system, it's the purification of jealousy. Im tantrischen System ist das die Bereinigung der Eifersucht. Because jealousy is a quality which for most of us is very distracting.
Und das ist deswegen so, weil die Eifersucht für die meisten von uns jedenfalls eine Qualität ist, die sehr ablenkend ist. So this arising of these five lights or five colors is not produced. It's just the releasing of a potential. It's not something which is separating out as something other than the clear light. Und dieses Aufkommen, diese Qualitäten ist etwas, was nicht irgendwie hervorgebracht oder produziert wird, sondern das ist etwas, was sozusagen einfach aus der Qualität des klaren Lichts hervorgeht. And these five illuminations ripen as the emanation of the five primordial Buddha families. Und diese fünf Beleuchtungen, Illuminationen reifen heran als die Emanation der fünf Buddha-Familien, der fünf ursprünglichen Buddha-Familien. You can now on the internet you can find many pictures of these Buddhas and the families and the layout of the mandala and so on. Heutzutage kann man im Internet sicherlich viele Bilder finden von diesen Buddha-Familien und von dem Layout der Mandalas und so weiter. So what you've got here is a movement from open empty potential, display of clear light, five colors. Was du hier bekommst, ist also eine Bewegung von dem einfach bloß offen leer sein zu dem offen leeren Potenzial, zu der Schau des klaren Lichts, zu dem Potenzial der fünf Weisheiten. And then these five colors taking on the aspect of the five Buddhas. Oder besser gesagt zu den fünf Lichtern und dann die fünf Farben, die das Potenzial der fünf Buddhas aufnehmen. Then from this illumination spreads out as the arising of the 42 peaceful deities, and then further as the energy increases you have the 60 Heruka forms arising. Und dann aus diesen Illuminationen breiten sich dann das Erstehen der 42 friedlichen Buddhas, und wenn dann die Energie weiter zunimmt, dann zeigen sich die 60 Herukas. In many texts, other different kinds of texts, it talks of the 58 wrathful forms which connect with the 42 to make the 100 deities of the main peaceful and wrathful mandalas. In anderen Texten wird da eher von 58 zornigen Gottheiten gesprochen, die zusammen mit den 42 die 100 Gottheiten des friedlich zornvollen Mandalas ausmachen. So then he says, due to this, awareness inseparable from the source never experiences delusion. Und aufgrund dessen heißt es hier, erfährt die Bewusstheit, die niemals von der Quelle getrennt ist, erfährt niemals Täuschung. So before the lunch break, I referred to this idea of the outer luminescence and the inner luminescence. Vor dem Mittagessen haben wir über diese äußere Klarheit oder Leuchtkraft und die innere Leuchtkraft gesprochen. Here, this is the inner luminescence of the potential for diversification arising clearly within the infinite openness of the source. Und hier ist es diese das innere Leuchten oder Leuchtstrahlung des Potenzials für Reichhaltigkeit, die sich klar als das Potenzial der Quelle manifestiert. Now, the language is always a bit of a problem. Nun, die Sprache ist hier immer ein bisschen ein Problem. Because if we say source, denn wenn wir hier Quelle sagen, we might say the source of the river Ganges.
dann kannst du sagen, das ist die Quelle des Gangesflusses, This is high up in the Himalayas. irgendwo da ganz oben im Himalaya. Water comes out at the source and then flows down through the valleys, gathering more small streams until it becomes the mighty Ganga flowing past Calcutta. Das Wasser sprudelt aus dieser Quelle hervor und fließt die Täler herab und sammelt auf dem Wege das Wasser vieler Zuflüsse, bis sie zu dem mächtigen Ganges wird, der dann an Kalkutta vorbei strömt. But source doesn't mean something like that. Aber hier bedeutet Quelle nicht etwas wie dies. It's not the source that something comes out of, Es ist nicht eine Quelle, aus der etwas herauskommt, because otherwise you would have two things. You would have the mother and the child. denn sonst würdest du dann zwei Dinge haben, die Mutter und das Kind. When the child comes out of the mother, is no longer the mother. Aber das, was aus der Mutter rauskommt, ist nicht länger die Mutter. The river Ganges at Calcutta couldn't be poured back into the source. Der Gangesfluss bei Kalkutta könnte nicht in die Quelle zurückgegossen werden. So we have to kind of keep releasing ourselves from every kind of grasping thought or conceptualizing thought that say, oh, now I understand. Wir müssen uns hier also ständig losmachen von einem greifenden Gedanken, von einem festhaltenden Gedanken, dass wir das Gefühl etwa bekommen könnten, jetzt weiß ich wie das jetzt gemeint ist. The mirror has the potential to show many forms. Der Spiegel hat das Potenzial, viele Formen zu zeigen. And the mirror itself cannot be defined by any of the forms or the reflections which show in it. Aber der Spiegel kann selber nicht definiert werden durch irgendeine von diesen vielen Formen, die er zeigen kann. These reflections both are the mirror and aren't the mirror. Diese Reflexionen sind sowohl der Spiegel als auch nicht der Spiegel. Or you could say the mirror and the reflections are non-dual. Oder mit anderen Worten, Spiegel und Spiegelung sind nicht dual. The mirror is the source, but the reflections don't come out of the source. Der Spiegel ist die Quelle, aber die Spiegelungen kommen nicht aus dem Spiegel. So this is the kind of relationship, this is meaning here. Das ist diese Beziehung, die hier gemeint ist. That if we see that all of these lights and colors and shapes that can arise in dreams or in meditation, Wenn wir sehen können, dass all diese Farben und Formen und Gestalten, die entstehen können in Träumen, in Meditation, they are dependent on the illumination of awareness. sie sind alle von der Beleuchtung der Bewusstheit abhängig. They arise with awareness. Sie entstehen mit der Bewusstheit. You could say they are the self-appearance of awareness. Man könnte sagen, sie sind die Eigenerscheinung der Bewusstheit. If you want to know how the mirror appears, look at the reflection. Wenn du wissen willst, wie ein Spiegel erscheint, schaue dir die Spiegelung an. That's how it appears. Das ist, wie er erscheint. That's not its essence. Aber es ist nicht seine Essenz. Your thoughts, feelings, visions, sensations, all of this is how your mind appears. Deine Gedanken, Empfindungen, Gefühle, Visionen und so weiter erscheint, aber es ist die Art und Weise, wie unser Geist eben erscheint. It's not something that your mind makes. Es ist nicht etwas, das unser Geist macht. It's instant, like the reflection arising in the mirror. Es ist instantan, wie die Spiegelung im Spiegel. So, this is the inner luminosity. Und das ist diese innere Luminosität, Leuchtkraft. The illuminating and the luminous are inseparable.
Das Beleuchtende und das Leuchtende sind untrennbar. Now, we also have the outer luminosity. When we start to see that, when we look around and we see tables, chairs, street lamps, cars, and so on, Wir haben auch die äußere Luminosität, wenn wir uns umherschauen. Wir sehen Tische und Stühle und Straßenlaternen und Autos und so weiter. although the seduction of our habitual conceptualization insists that these are not me, Obwohl die Verführung unserer gewohnheitsmäßigen Verbegrifflichung darauf beharrt, dass diese Dinge nicht ich sind, when we start to look, as we did with the 5 questions and so on, wenn wir anfangen zu schauen, wie wir das mit den 5 Fragen getan haben und so weiter, we can think, oh, that's okay, because I'm not me either. können wir denken, das ist okay, weil ich bin auch nicht ich. The car's not me and this body's not me. Das Fahrzeug ist nicht ich und dieser Körper ist auch nicht ich. I am awareness. Ich bin Bewusstheit. I have no fixed content. Ich habe keinen fixierten Inhalt. I don't have a self. I am not a self. Ich habe kein Selbst und ich bin auch kein Selbst. It is simply open clarity. Einfach nur offene Klarheit. The more you practice, you see this. Oh, all of these phenomena are only names put by your mind. Und je mehr wir praktizieren, um das zu sehen, desto klarer sehen wir, dass all diese Phänomene nichts anderes als Namen, Bezeichnungen sind, die unser Geist draufgeklebt hat. When you start to trust Kuntu Sanko, Wenn du anfängst, Kuntu Sanpo zu vertrauen and you stop taking refuge in concepts, und aufhörst, Zuflucht zu Konzepten zu nehmen and start to trust the direct, unmediated presence of awareness and its own display, und anfängst, mehr der unmittelbaren, unvermittelten Schau der Bewusstheit und dessen, was sie zeigt, zu vertrauen, then, as he said in that last sentence, due to this, awareness inseparable from the source never experiences delusion. dann wird es so sein, wie es in diesem letzten Satz hier heißt, dass aufgrund dessen die Bewusstheit, die untrennbar von der Quelle ist, niemals Täuschung erfährt. This same source of everything, whether it looks subject side or object side, Diese selbe Quelle von allem, ganz gleich, ob du von der Subjektseite oder von der Objektseite schaust, is arising. die kommt auf oder es steht. So when you walk down the street, every step you make is a new unfolding of the potential of the illuminative capacity of the mind. Und so ist jeder Schritt, den du auf der Straße, während du gehst, machst, das sich entfalten des beleuchtenden Potenzials oder der Fähigkeit, der beleuchtenden Fähigkeit des Potenzials des Geistes. You see more than you can say, Du siehst mehr, als du sagen kannst. because saying involves conceptualization, Denn das Sagen beinhaltet immer Verbegrifflichung. and the richness of illumination is beyond conceptualization. Und die Reichhaltigkeit der Beleuchtung ist jenseits von Verbegrifflichung. So, with the cup, if we all agree James is holding a blue cup, then life is very easy. Was diese Tasse nun anbetrifft, wenn wir uns alle damit einverstanden erklären können, James hält eine blaue Tasse in der Hand, dann ist das Leben sehr einfach. Very easy and very dull. Sehr einfach und auch sehr stumpfsinnig. Because I'm just holding a blue cup. Denn ich halte einfach nur eine blaue Tasse. But if I see what is here, Wenn ich aber sehe, was da ist, I can keep seeing, dann kann ich weiterhin sehen. because it's shifting, changing moment by moment. Weil es sich nämlich von Augenblick zu Augenblick verändert.
James, what are you seeing? Was siehst du denn, James? I'm seeing what I'm seeing. Ich sehe, was ich sehe. What is it? Was ist es denn? So blue with shading and shadow and change and something coming round and this and this and then. Das ist blau und hat Schatten und verändert sich und da kommt was Rundes raus und das und das und das. Knowing is a defense against seeing. Zu wissen ist eine Verteidigung gegen das Sehen. Knowing strengthens the ego, seeing terrifies the ego. Das Wissen stärkt das Ego, das Sehen erschrickt das Ego. But if you relax into seeing, it's quick and bright and you won't become stupid. Aber wenn du dich in das Sehen entspannst, dann ist es schnell und hell und du wirst nicht blöd dabei. And like it says in the text, then you see, oh, all sound is like mantra. Und dann ist es, wie es im Text heißt, jeder Klang Mantra. You can go to work and do the things you need to earn money and so on, but all with the sense of sound and emptiness, light and emptiness. Und dann kannst du zur Arbeit gehen und das Geld verdienen, das du zum Leben brauchst. Aber all das mit der Empfindung von Vereinigung von Klang und Leerheit, von Licht und Leerheit. So in the tantric way, that is how everything that occurs is within the mandala of Padmasambhava. Und um es in der tantrischen Weise auszudrücken, ist alles, was erscheint, ein Bestandteil des Mandalas von Padmasambhava. So in that way, you dissolve the boundary between outer luminosity and inner luminosity. Und auf diese Weise löst du die Grenze zwischen äußerer und innerer Luminosität, Leuchtkraft auf. So in terms of, excuse me, your own practice, it's very helpful to try to be more attentive to the ongoing conversation that you carry within you. Was nun die eigene Praxis anbetrifft, ist es sehr hilfreich, die eigene innere Konversation zu beachten, die du in dir trägst. The judgments that run in your mind as you chat with a friend or go shopping. Die Urteile, die durch deinen Geist hindurchflitzen, während du mit deinem Freund sprichst oder einkaufen gehst. You start to see how tempting it is to define. Und dann wirst du beginnen zu sehen, wie verführerisch das ist, zu definieren. How much power it seems to give you to be the one who can define what is going on. Wie viel Macht es dir verleiht, derjenige zu sein, der scheinbar die Macht besitzt, zu definieren, was vor sich geht. And that this flow of conceptualization is a method of consolidation. Und dass diese Methode des Konzeptualisierens, des Verbegrifflichens auch zugleich eine Methode der Konsolidierung, der gemeinsamen Verfestigung ist. And that's if you see it in that moment, this is reassuring for me as James. Wenn du das in diesem Augenblick sehen kannst, dass das etwas ist, was mich als James oder dich als du zurückversichert. Oh, well done, wonderful James. Oh, gut gemacht, wunderbarer James. You know so many things. Du weißt so viele Dinge. And you're going to die. Du wirst aber sterben. You're getting old, James. Your hair is gone. You're going to die. Du wirst alt, James. Dein Haar ist ausgefallen. Du wirst sterben. You're hanging on to all these bits of knowledge that you have. Und du hängst an all diesen Stückchen von Wissen, die du hast. But when you die, you have no pockets. Wenn du aber stirbst, dann hast du keine Taschen. The mind goes naked and alone. Und der Geist geht nackt und alleine. All you've gained will be lost.
Alles, was du gewonnen hast, wird verloren sein. Oh, don't feed the ego. Füttere nicht das Ego. Don't feed the consciousness which apprehends the things of the world. Füttere nicht das Bewusstsein, das die Dinge der Welt ergreift und versteht. Relax into the unchanging openness of awareness inseparable from the source. Entspanne dich in die unveränderliche Offenheit der Quelle. Okay, so if we take a break for 25 minutes, please. Wir sehen uns dann wieder um 4:45 mitteleuropäische Zeit. See you then. See you. So, of course, we live in this world. Natürlich leben wir in dieser Welt. And in many places where we might live, life is quite tough. An vielen Orten, in denen wir leben können, ist das Leben streng mit uns. And so we need to take care not to become too vulnerable. Und so müssen wir dafür sorgen, nicht zu verletzlich zu sein. Finding some reasonable way to make enough money to live. Wir müssen eine vernünftige Art und Weise finden, genug Geld zu verdienen, um leben zu können. So that one can have protection from unnecessary provocations is useful. Und es ist nützlich, genügend Schutz vor unnötigen Provokationen zu haben. So we have to access the currency of our world, the cultural currency, the skills currencies, and so on, that allow us to have a reasonable life and have some time for study and practice. Sodass wir einen Zugang zu der Währung, um es mal so zu sagen, diese Welt haben müssen. Wir müssen einen Zugang zu der kulturellen Währung, zu der qualifikatorischen Währung haben, sodass wir in dieser Welt funktionieren können und eine sinnvolle, in vernünftigem Maß unterstützte Existenz haben zu können, die uns genug Freiraum bietet, um zu studieren und zu praktizieren. But we have to remember that this domain or country that we're living in has a non-convertible currency. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass das Land, in dem wir leben, oder diese Domäne, in der wir leben, eine nicht konvertierbare Währung hat. So no matter what you accumulate in terms of your worldly competence or your status in your profession or anything like that, you can't buy anything with it when you die. Ganz gleich, wie viel du anhäufst an Kompetenz, an Prestige und Status in deiner beruflichen Position und so weiter, all das wird dir, wenn du stirbst, nichts kaufen. The traditional texts say that when you die, all you take with you is your good karma. Die traditionellen Texte sprechen davon, dass wenn du stirbst, alles, was du mitnehmen kannst, dein gutes Karma ist. Your bad karma comes too. Und natürlich, dein schlechtes Karma kommt auch mit. So it's not that one should make oneself weak in the world by non-collaboration with circumstances. Also es ist nicht so, dass man sich selbst in dieser Welt besonders schwach machen muss, indem man sich weigert, mit den Umständen zusammenzuarbeiten. But rather that we need to find the presence of Dharma in everything we do. Stattdessen sollten wir in allem, was wir tun, die Gegenwart des Dharma finden. However you spend your days, whether it's looking after children or old people or
just yourself or going to work, whatever it is. The issue is to maintain the non-duality of what is arising from its own ground source. Was immer es ist, womit du deinen Tag verbringst, ob das, die Fürsorge für kranke Leute ist, für Kinder, für alte Leute ist, ob das mit anderen oder mit dir alleine ist oder mit der Arbeit ist es wichtig, in allem, was du tust, diese Nichttrennbarkeit von dir, die Nicht-Dualität davon, von der leeren Quelle aufrechtzuerhalten. So the text goes on, I am the primordial Buddha, and so. So heißt es hier im Text weiter. Sekunde, gleich habe ich es gefunden. Wo hat es sich denn versteckt? Ich bin der ursprüngliche Buddha und auf diese Weise. Primordial indicates from the very beginning. Und ursprünglich heißt hier von allem Anfang an. But there is no beginning. Aber diesen Anfang gibt es nicht. Yeah. So it means more like the unchanging Buddha. Also bedeutet es hier so etwas wie der unveränderliche Buddha. Always there, before time. Immer da, schon vor der Zeit. The Buddhas are in a timeless zone. Our own mind is in a timeless zone. Die Buddhas befinden sich in einer zeitlosen Zone und unser eigener Geist befindet sich ebenfalls in der zeitlosen Zone. Time begins with unawareness and duality. Die Zeit beginnt erst mit Unbewusstheit und Dualität. So with that you enter into duality. Und damit betrittst du die Dualität. There is the past and the future. Und das ist die Vergangenheit und die Zukunft. And the present is like a little point in between these two. Und dann wird die Gegenwart zu einem kleinen Pünktle zwischen diesen beiden. The Buddha is free of these three times, past, present and future. Der Buddha ist aber frei von diesen drei Zeiten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So primordial means, in a sense, free of the constraints of linear time. Ursprünglich bedeutet also hier frei von den Beschränkungen der linearen Zeit. So Samantabhadra is speaking and he says, by expressing my evocation, may all sentient beings in the three realms of samsara awaken to their intrinsic self-arisen awareness and find themselves in the infinity of the great illumination. Also hier spricht dann Samantabhadra und sagt, so, indem ich meine Evokation ausdrücke, mögen alle fühlenden Wesen in den drei Bereichen des Samsara zu ihrer innewohnenden, selbstentsprungenen Bewusstheit erwachen und sich selbst in der Unendlichkeit der großen Illumination wiederfinden. In a sense, with this text, it's as if Samantabhadra is holding out a hand to us and saying, take my hand, hold on to me. I will show you the way into freedom from your own unawareness. In einer gewissen Weise kann man sagen, dieser Text ist so, als ob Samantabhadra seine Hand uns gegenüber ausstrecken würde und rufen würde, greif meine Hand, halt sie fest, ich werde dir den Weg zur Freiheit aus diesem Zustand der Unbewusstheit heraushelfen. So when he's saying, may all sentient beings awaken to this, it's not just a nice hope or idea. He's saying it is possible for all sentient beings to awaken, but they need to awaken to their own awareness, and I am the presence of their own awareness.
Also in diesem Sinne ist das, was er hier ausdrückt, nicht einfach irgendwie so eine nette, schöne Hoffnung, sondern er sagt, es ist wohl möglich, dass die fühlenden Wesen alle zu ihrer eigenen Bewusstheit erwachen, aber sie müssen sozusagen zu der eigenen inneren, innewohnenden, dafür zu der eigenen innewohnenden Bewusstheit erwachen, die ich gewissermaßen hier darstelle oder vertrete. That is to say, our mind arises for us as Samantabhadra. Mit anderen Worten, unser Geist entsteht für uns als Samantabhadra. My mind is not mine. Denn mein Geist ist nicht mein. What I think of as I, me, myself is a particular patterning within my mind. Was ich für ich und mich halte, ist nichts anderes als eine Art bestimmte spezifische Musterbildung innerhalb meines Geistes. Your mind is not a possession. Also ist dein Geist nicht dein Eigentum. So to understand Samantabhadra is to find yourself. Samantabhadra zu verstehen, ist nichts anderes als sich selbst zu finden. So he says, my emanations are unceasing. Dann heißt es hier, meine Emanationen sind unaufhörlich. Inconceivable trillions of diverse forms radiate, appearing according to the requirements of beings. Unvorstellbare Trillionen diverse Formen strahlen heraus und erscheinen gemäß der Erfordernisse der Wesen. There are no fixed entities. Es gibt keine fixierten Entitäten. What we have is a potential Was wir haben, ist ein Potenzial, which can be constrained or freed. und dieses Potenzial kann eingeschränkt werden oder befreit werden. For example, say you have a little simple flute or a little whistle. Zum Beispiel angenommen, du hast irgendwie so eine einfache Pfeife oder Flöte And you put your fingers over all the holes. und du greifst alle Löcher zu And you go, und dann pfeifst du da so rein. that's all you can do. Dann ist das alles, was du tun kannst. But when you realize, oh, if I move my fingers, I get different notes. Wenn du dir aber bewusst wirst, dass wenn du deine Finger bewegst, du verschiedene Töne bekommen kannst, Then you see, oh, the potential which was there was hidden by my fixity. dann siehst du, dass das Potenzial, das in der Flöte versteckt war, durch meine Fixiertheit verborgen war. The movement of my fingers and the movement of the music and the movement of the breath, they are all harmonious. Die Bewegung meiner Finger und die Bewegung der Musik und der Bewegung meines Atems harmonieren miteinander. So similarly, we get trapped in a kind of bandwidth of perception and interpretation. In der gleichen Weise werden wir gefangen genommen in einer bestimmten Bandbreite unserer Wahrnehmungsfähigkeiten. I am a man, I am a woman, I am a sporty person, I am a scholarly person. Ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau oder ich bin ein sportlicher Typ oder ich bin ein gelehrten Typ. These become a kind of fixity on the flute. Das wird so eine Art Starre wie auf der Flöte. We play our habitual tune. Wir spielen immer unser gewohnheitsmäßiges Liedchen Oh, this is me. und sagen, das bin ich. But it's only you because you insist on playing the same tune. Aber das ist nur deswegen du, weil du darauf beharrst, eben nur dieses Liedchen zu spielen. And usually the tune we play is a self-referential tune. Und für gewöhnlich ist das Liedchen, das du spielst, ein selbstbezügliches Liedchen. Whereas the unconstrained, all-pervading compassion of the Buddha
is energy, responsive energy moving in the patterning of the world. Während die unbegrenzte, mitfühlende Energie des Buddha eine Energie ist, die sich gemeinsam mit den Mustern dieser Welt bewegt. So, when you go about in your daily life, there are many incidents which can waken you up in small ways. Wenn du also über sozusagen mit deinem Leben beschäftigt bist, mit deinem gewöhnlichen Leben, gibt es viele Zwischenfälle, die helfen können, dich ein bisschen wach zu rütteln, auf viele verschiedene Arten und Weisen. You might feel compassion for a blind person on a busy street. Du kannst ein Gefühl des Mitfühlens für einen Blinden auf einer sehr befahrenen Straße haben. Or you might suddenly feel angry when you hear a mother shouting at her child. Oder du kannst Zorn empfinden, wenn du hörst, wie die Mutter ihr Kind ausschimpft. Then you look at her face and see how tired she is, and you feel compassion for her. Dann schaust du ihr Gesicht an und fühlst Mitgefühl mit ihr. In that way, when you connect with situations, that moves you into a different formation of yourself. In anderen Weise gesprochen, wenn du dich wirklich mit Situationen verbindest, dann bewegt dich das in andere Konfigurationen deiner selbst. And again, you see, this is potential. This is a infinite possibility. It is not prefigured, preordained. Und dann kannst du wieder und wieder sehen, dass dies ja einfach das Potenzial ist, dass es den unendlichen Möglichkeiten entspringt und nicht in irgendeiner Weise bereits vorbestimmt oder vorgeformt ist. And as he says, appearing according to the requirements of beings. Und so wie es hier heißt, erscheinen gemäß der Erfordernisse der Wesen. So, the more we trust this, it means I don't need to work it out in my head. Je mehr wir uns darauf vertrauen, desto stärker bedeutet das, dass wir das nicht in unserem Kopf irgendwie herausdenken müssen. Life is not a problem that I have to solve. Das Leben ist nicht ein Problem, das ich lösen muss. We are energy in a moving field of energy, and in the participation, our responsivity is awakened without our consciously having to do it. Wir sind eine Energie, die sich in einem Feld von Energie bewegt, und durch unsere Teilnahme daran wird sozusagen in uns unsere Reaktion hervorgerufen, ohne dass wir auf irgendeine Weise bewusst das herausarbeiten müssen. So again, this is an encouragement to stay open in your senses rather than in some labyrinth of conceptualization. Und das ist eine Ermutigung, offen und präsent in den eigenen Sinnen zu sein, statt sich in die eigenen begrifflichen Ausarbeitungen hineinverwickeln zu lassen. Then he says, through my compassionate evocation, may all sentient beings revolving in the three realms escape the six domains of samsara. Und dann sagte hier, durch meine mitfühlende Evokation mögen alle fühlenden Wesen, die in den drei Bereichen umherirren, die sechs Gebiete oder die sechs Domänen des Samsara verlassen. Means any kind of mental aspect, any form of mental energy, which is the energy of the ground, may that find its own source and awaken. Das bedeutet nichts anderes, als dass welcher auch immer, jeder Aspekt der Energie, die ja die Energie des Grundes ist, mögen sie sozusagen diesen Grund finden oder erfahren. Okay, so now he's going to talk about the birth of samsara.
Jetzt wird es um die Geburt von Samsara gehen. So it says deluded beings Da heißt begin. es, So deluded beings begin when awareness of the source does not arise. der Täuschung unterworfene Wesen beginnen, wenn die Bewusstheit der Quelle nicht ersteht. Oh, just as at night, if you just have a candle and the candle burns out, you have dark. When awareness is not functioning, you have unawareness. Das bedeutet so wie, wenn du eine Kerze in der Nacht hast und die ausgeht und du dann Dunkelheit hast, so hast du hier dann, wenn die Bewusstheit sozusagen aufhört, den Beginn der Unbewusstheit. Except, of course, this candle doesn't get blown out. Nur dass diese Kerze hier nicht ausgeblasen wird. In the traditional example, they say it's like a lamp in a clay pot. Traditionell gesprochen sagt man, das ist eher wie eine Lampe, die unter einen Tontopf gestellt wird. The lamp is burning, Die Lampe brennt, but the light can't be seen. aber das Licht kann nicht gesehen werden. In the same way, in our heart, there's different kinds of lamps or lights which have a light there, but because it's covered by the obscuration of our fixation on entitative existence, we have no access to it. In der gleichen Weise kann man sagen, dass in unserem Herzen oder in unserem Geist es viele Arten von Lichtern und Lampen gibt, die an sich gesprochen leuchten oder brennen, aber aufgrund unserer Verdunklung und aufgrund unserer Fixierung auf die Existenz als Existenz von Entitäten können wir sind diese Lichter verdunkelt und wir können sie nicht sehen. So he hasn't spelled it out very clearly up to this point, but the central thing is that the ground has three aspects to it. Er hat das hier bis jetzt noch nicht klar ausgesprochen, aber der zentrale Punkt hier ist, dass der Grund 3 Aspekte aufweist. And they're expressed in many different ways in different Dzogchen texts. Und diese Aspekte werden auf viele verschiedene Weisen ausgedrückt in den verschiedenen Dzogchen-Texten. For example, in the 3 statements of Garab Dorje. Zum Beispiel in den 3 Aussagen von Garab Dorje. The first aspect is called the Ngowo or essence. Der erste Aspekt wird als Ngo oder Essenz bezeichnet. And it is empty, open, without any fixed content. Und das ist leer und offen und ohne fixierten Inhalt. Its nature or what arises from it or how it shows itself is in the form of clarity. Seine Natur oder die Art und Weise, wie es sich zeigt, wie es hervorgeht, ist seine Klarheit. And this clarity is inseparable from the emptiness of the essence. Und diese Klarheit ist untrennbar von der Leerheit der Essenz. This clarity is equal in all directions. It's like the clear light. Und diese Klarheit ist gleich in alle Richtungen und ist wie das klare Licht. And the clear light and the light of the 5 lights which come out from it, like light in the crystal, they are not 2 different categories. Und das klare Licht und die 5 Lichter, die wie die Lichter sind, die erscheinen, wenn das klare Licht durch einen Kristall geht, sind voneinander ungetrennt. Now, the potential which is, as it were, contained in clarity. Das Potenzial, das, wenn man so sagen will, in der Klarheit enthalten ist, can also move in a dynamic, connective way that is referred to as compassion or kindness or responsiveness.
dieses Potenzial kann sich auch in eine dynamische Art und Weise hinaus bewegen, die man sozusagen in einer konnektiven Art und Weise, die man als Mitgefühl oder als Konnektivität oder als Empfänglichkeit, Reaktivität oder Reaktionsfähigkeit bezeichnen kann. And this is the appearance of the Buddhas in the activity in the world within or inseparable from the openness of the essence of emptiness. Und das ist das Erscheinen der Buddhas in diese Welt innerhalb oder untrennbar von, wenn man so sagen will, von der Essenz der Leerheit. So these three aspects are the aspects of the source or the ground. Und diese drei Aspekte sind Aspekte der Quelle oder des Grundes. This is how awareness manifests. Und das ist die Art und Weise, wie sich Bewusstheit manifestiert. So what he's saying here, deluded beings begin when awareness of the source does not arise. Hier heißt es also, der Täuschung unterliegende Wesen beginnen, wenn die Bewusstheit der Quelle nicht ersteht. This is referring to this first quality of the essence, which is open emptiness. Und das bezieht sich auf diese erste Qualität der Essenz, die offene Leerheit ist. He says, with no recollection at all, there is blankness, and thus unawareness is the cause of delusion. Und dann heißt es im Text hier, ohne irgendeine Erinnerung daran, alles, was da ist, ist Blankness, so eine Leergefegtheit, und auf diese Weise Unbewusstheit ist die Ursache der Täuschung. So when the openness, the unborn openness, the ungraspability of your own source is not present for you, Wenn also die Offenheit, die ungreifbare, ungeborene Offenheit der Quelle für dich nicht präsent ist, and when your awareness is not available for it, as we said before, like sky to sky, wenn also, wie wir das vorher gesagt haben, unsere Bewusstheit nicht verfügbar ist für dich, so wie Himmel zum Himmel, then in a moment, suddenly, instantly, it arises as something other. dann entsteht es in einem Augenblick plötzlich als etwas anderes. Oh, it's like nothing, nothing at all. Oder wie ein Nichts, gar nichts. A kind of oblivion, blankness, as if somebody had thrown you into a pit or you've fallen down the stairs. Just, oh. Es ist wie eine Leere, wie eine Leergefegtheit, wie ein sozusagen hinauskatapultiert sein, oder wie wenn jemand uns die Treppe herunterfallen ließ und wir da erwachen und einfach nur bestürzt sind. What? As soon as the reaction is what, there's a kind of reaction. Sozusagen was? Und sobald diese Reaktion eine Reaktion mit was ist, ist es eben eine Reaktion. A retraction, a pulling back. Es ist ein sich einwärts ziehen, ein Zusammenziehen. Nobody is doing this. Und niemand tut es. Not that there is a sentient being that has suddenly got lost in the forest. Das ist nicht wie wenn ein fühlendes Wesen plötzlich im Wald sich verirrt hat. Sentient beings develop as a consequence of this further down the line. Fühlende Wesen entwickeln sich lediglich sozusagen weiterhin auf dem Entwicklungsweg als Konsequenz dieses Zustandes. This is just a kind of darkness without any recollection. Das ist einfach bloß eine Art Dunkelheit ohne jede Erinnerung. So sometimes when people are translating this, they say awareness recognizes its own face or recognizes its own ground, but unawareness is unable to recognize, and so it has this blankness.
Manchmal, wenn Leute das übersetzen, dann sagen sie, Bewusstheit erkennt ihr eigenes Gesicht oder ihren eigenen Grund, und Leute, die in Unbewusstheit sind, haben eben diese Erkenntnis nicht, sondern eben diese Art von blinden Fleck, Leergefegtheit. Personally, I don't like the word recognize because it has something about cognition, and there is no cognition involved in it. It's just an immediacy of unimpeded connectivity. Ich persönlich mag dieses Wort erkennen hier nicht besonders. Besonders in der englischen Fassung hat das eine Konnotation zu Kognition. Im Deutschen hat das nicht so stark, aber jedenfalls im Englischen schon. Und für mich ist es eher etwas, was jenseits jeder Art von Kognition ist. Es ist kein kognitiver Akt, sondern ist eine unmittelbare Konnektivität. So from this unawareness, you have the delusion. Und von dieser Unbewusstheit geht die Täuschung aus. This is a kind of fumbling or uncertainty. Das ist eine Art von Tasten und Unsicherheit. He says, after that comes sudden fainting, followed by fearful thoughts and blurring agitation. Und dann heißt es hier, danach kommt eine plötzliche Ohnmacht, gefolgt von ängstlichen Gedanken und einer verwirrenden Aufgebrachtheit. So this, if you remember these, the three intrinsic qualities are the openness, the clarity, and the responsivity. Also wir müssen uns hier erinnern, die drei innewohnenden Qualitäten sind die der Offenheit, der Klarheit und der Empfänglichkeit. But now it's not there, they continue to be present, but they are misunderstood. Und jetzt natürlich, die fahren fort, da zu sein, anwesend zu sein, aber jetzt werden sie missverstanden. In trying to apprehend what is going on, Indem man versucht zu verstehen, was vor sich geht, there is a grasping, but there is nothing to be grasped. Da gibt es einen Versuch, etwas zu ergreifen, aber es gibt nichts, was ergriffen werden könnte. With this comes the fainting and fearful thoughts and agitation. Und damit kommt dieses in Ohnmacht fallen und ängstliche Gedanken und Aufgebrachtheit. This is, if you imagine this happening in your own body, there's a kind of tightening up and a retracting, which is separating off from what is around. Man kann sich das in dem eigenen Körper vorstellen als eine Art Zusammenziehung, ein Zurückweichen und der Versuch, sich zu trennen von dem, was erscheint. So some of you may have studied the bardos, especially in connection with death. Manche von euch haben vielleicht die Bardos studiert, insbesondere in Verbindung mit dem Sterben. When the life energy is ebbing out of your body and mind, wenn die Lebensenergie aus unserem Körper und Geist entweicht, the elements loosen up and cannot remain, and consciousness goes out on the wind element. Lockert sich die Verbindung der Elemente, die dann nicht mehr verweilen können, und dann entschwindet das Bewusstsein auf dem Windelement. There is nothing to stabilize it. Und es gibt nichts, was es noch stabilisieren könnte. And it finds itself in this great nothingness. Und es findet sich wieder in diesem großen Nichts. This is the bardo of the dharmata, or the actual state, or the truth of phenomena.
Und das ist der Bardo des Dharmata, des So-Seins, der Wahrheit der Phänomene. This is nothing with nothing to hold on to. Das ist ein Nichts mit nichts, woran man festhalten könnte. Oh, as the texts say, if you are used to meditation and dissolving into the heart of the deity or sitting in the Dzogchen practice, being present in ungraspable openness is familiar for you. Wie die Texte sagen, das Gewöhntsein an die Praxis, sei es des sich Auflösens in das Herz der Gottheit, sei es des Sitzens in der Offenheit der Dzogchen-Praxis, dann ist eine solche Erfahrung eigentlich eine vertraute Erfahrung. But if you are not familiar with this, it's like a cause of fear. Wenn du damit aber nicht vertraut bist, dann ist es eine Ursache für Furcht. Like a child waking in the middle of the night in their bedroom and getting frightened and calling out. Wie ein Kind, das mitten in der Nacht im Schlafzimmer erwacht und nach anderen schreit. They can't ground themselves in where they are. They feel lost. Sie können sich nicht selbst in dem, wo sie sind, erden und fühlen sich verloren. And in the bardo, there's no mama to come and give you a hug. Im Bardo aber gibt es keine Mama, die zu dir kommen kann und dir eine Umarmung geben kann. So if you can relax and open, you have liberation in the Dharmakaya. If not, you wander into the next stage. Wenn du dich dann entspannen und öffnen kannst, dann hast du unmittelbare Befreiung in dem Dharmakaya, und wenn nicht, dann geht die Reise weiter in die nächsten Zustände. In this stage, you have in the bardo, you have the arising of the peaceful gods and then the wrathful gods. In diesem dann kommenden Bardo hast du dann das Aufkommen zuerst der friedlichen Gottheiten und dann der zornigen Gottheiten. As he was describing previously, the 42 peaceful and 58 or 60 wrathful. Wie vorher beschrieben worden ist, die 42 friedlichen und die 58 oder 60 zornigen. If you don't awaken to them or open to them or recognize them, it is as if they are the enemy. They are going to do something to you, and so you blank out and go unconscious again. Wenn du dich ihnen gegenüber nicht öffnen und sie nicht erkennen kannst als das, was sie sind, dann erscheinen sie dir als Feinde und dann wirst du wieder ohnmächtig. Due to that, you miss the chance of liberation as the Sambhogakaya, and you find yourself moving towards a rebirth. Wenn das passiert, dann hast du die Gelegenheit verfehlt, Befreiung in dem Bereich des Sambhogakaya zu erlangen, und dann bewegst du dich weiter auf eine Wiedergeburt zu. So this is what he's describing at the end here. When these fearful thoughts and this blurring agitation arises, you don't see, oh, this is the display of my own mind. Und das ist das, was er hier beschreibt, diese ganzen furchterregenden Gedanken und diese unscharfe Aufgebrachtheit, bedeutet, dass du deinen eigenen Geist nicht erkennst. You're unaware that the source is your own mind, and it's a fecund source. It's a generous source, and many different things arise from it. Wir erkennen dann nicht, dass die Quelle der eigene Geist ist und dass das eine fruchtbare und großzügige Quelle ist mit vielen Dingen, die daraus hervorgehen. You can't deal with its emptiness. Du kannst mit dessen Leerheit nicht umgehen. But now the appearances which are arising from it, they also seem terrifying. Aber jetzt stehen die Erscheinungen, die daraus hervorgehen, sind plötzlich auch furchterregend. And this is because unawareness doesn't have the illuminating power of awareness. Und das liegt daran, dass die Unbewusstheit eben nicht die beleuchtende Kraft der Bewusstheit hat. You don't get it. What is it? Du And
the more you feel oppressed by experience, you have the beginning of the separation of subject and object. Du kriegst das irgendwie nicht hin, du verstehst nicht, was es ist. Und je mehr du von der Erfahrung überwältigt wirst, desto stärker ist die Neigung, Subjekt und Objekt zu trennen. Oh, then he says, this gives rise to the active belief that self and others are enemies. Und das gibt, wie es heißt im Text, den Grund für den aktiven Glauben, dass selbst und andere die Feinde sind. What are you going to do to me? Was tut ihr mir an? So I'm trying to hold myself together. I'm trying to maintain this fragile, just forming sense of experience, and you, as something other, unpredictable, disrupt the continuity I want for myself. Ich bemühe mich, ich versuche hier gerade mich selber zusammenzuhalten und sozusagen dieses sich gerade formende Ich aufrechtzuerhalten und ihr als das andere unvorhersagbar und uninterpretierbar oder unvorhersagbar kommt hier und unterbrecht meinen Versuch, mich zu stabilisieren. And if you are around very small children, small babies, you see the incredible power with which they seek to control the environment, to have things happen on their terms. Und wenn du mit kleinen Kindern zu tun hast, also wirklich sehr kleinen Kindern, mit Babys zu tun hast, kannst du die Erfahrung machen, was die für eine unglaubliche Kraft haben, um die Beherrschung ihrer Umgebung so in den Griff zu bekommen, dass die sozusagen zu ihren Bedingungen funktioniert. And the parent is recruited as a servant to respond to every cry and try to make life as smooth and uninterrupted as possible for baby. Und die Eltern werden als Diener rekrutiert, die sagen, in dem Dienst stehen, alles, was passiert, so glatt und angenehm zu machen wie möglich, damit das Leben des Babys ununterbrochen und so angenehm wie möglich verläuft. But of course, as the child gets older, they're exposed to more and more complicated interactions, especially with people who maybe don't like them, are not concerned for their happiness or welfare. Aber während ein Kind größer wird, wird es mehr und mehr natürlich auch komplexeren Wechselwirkungen mit anderen ausgesetzt, insbesondere auch mit Leuten, die sie vielleicht gar nicht mögen oder zumindest für die ihr Wohlergehen eigentlich keine Rolle spielt. You don't do what I want. Wenn du nicht machst, was ich will. Very often, if you see some children, maybe two years old, playing together, as soon as one of them picks up some little toy, someone else is wanting only that toy. Das kann man sehr schön beobachten bei etwas größeren Kindern, vielleicht um das zweite Lebensjahr, wenn die zusammenspielen, wenn ein Gegenüber ein bestimmtes Spielzeug in die Hand nimmt, dann will plötzlich das andere ausschließlich eben gerade nur dieses Spielzeug. Then Mama says, Johnny, just let him play with that one. It's okay. Und dann sagt die Mama vielleicht, Johnny, lass ihn doch mit gerade diesem Spielzeug spielen. Das ist schon in Ordnung. But Johnny knows it's not okay because that is the special one. That's the one I want. Aber Johnny weiß natürlich, dass das nicht okay ist, weil es genau das Besondere ist, das er gerade jetzt haben will. And it's exactly this dynamic we see here. The more precisely I come into formation as this person with these likes and dislikes, the more oppressive other people can be because they are not harmonious with my desire to gratify my wishes.
Und das können wir auch exakt hier für uns selbst sehen, dass je präziser sagen, die Selbstformation ist, die Selbstdefinition, wer ich bin, ist, desto bedrückender können andere Leute sein, weil sie nicht unbedingt harmonisch mit der Erfüllung meiner eigenen Vorstellungen oder meiner eigenen Wünsche sind. So in the text, he's describing a state prior to birth, especially birth as a person. He's talking more about simply the patternings of energy and how, as a pattern forms, it has an uneasy relationship with the environment around it. Und in dem Text handelt es noch sozusagen von einer Phase, bevor man als eine Person, als ein Wesen geformt worden ist, als sozusagen mehr um die Frage, wie die Energiemuster gewissermaßen so gebildet werden, wie sie in Konflikt sein können mit dem, was um sie herum ist. Then he says, habits and propensities gradually intensify, and in this way samsara comes into formation. Und dann heißt es hier, die Gewohnheiten und Neigungen intensivieren sich schrittweise und auf diese Weise gerät Samsara in die Herausbildung. Because if we go back to these three aspects of the ground, the third one is responsivity or compassion. Wenn du zurück zu den drei Aspekten des Grundes gehst, ist der dritte ja der Empfänglichkeit oder des Mitfühlens, des Mitgefühls. This is the energy of relatedness. Und das ist eine Energie der Bezüglichkeit, der Bezugnahme. But of course, the panoramic or the uninterrupted, all-pervading quality of responsiveness only works in an open field. Aber natürlich kann die panoramische oder die ununterbrochene, offene Empfänglichkeit oder Reaktionsfähigkeit nur funktionieren in einem offenen Feld. Now, the shape that you're adopting is interfering with my expression. Und jetzt interferiert die Form, die du annimmst, mit meinem Ausdruck. So I don't want to play with you. Und deswegen will ich mit dir nicht spielen. And we have friends and enemies. Und dann haben wir Freunde und Feinde. We do nice things for our friends and we not so nice things for our enemies. Und wir tun nette Dinge zu unseren Freunden und nicht so nette Dinge zu unseren Feinden. And of course, in the Mahayana literature, they say a lot about the problems of this kind of egocentric bias. Und in der Mahayana-Literatur ist vieles zu finden, was sie zu sagen hat über die Probleme, die mit einer solchen egozentrischen Voreinstellung, Voreingenommenheit entstehen. We should put our enemies first. Und dort heißt es, du musst deine Feinde auf die höchste Stufe stellen. This is a very strange and artificial idea. Das ist eine sehr seltsame und künstliche Idee. Why would I help my enemies? Warum sollte ich denn meinen Feinden helfen? Because what you're having to do there is to take a higher order concept and use it to try to dislocate yourself from the rejective energy that arises. No, go away. Denn was man da tun muss, ist sozusagen ein Konzept höherer Ordnung zu verwenden, um die eigene ablehnende Energie sozusagen aus ihrem Sitz herauszuhebeln, diese Tendenz einfach zu sagen, nee, geh weg. And as we know, it's a great struggle to try to control these root
energies of the mind. Und wie wir wissen, ist das mit einem großen Kampf verbunden, wenn wir versuchen, diese eingewurzelten Energien unseres Geistes zu beherrschen, zu kontrollieren. So then he says, with this, the 5 afflicting poisons increase, and there is ceaseless activity arising from these 5 poisons. Und dann heißt es, damit vermehren sich die 5 plagenden Gifte und es gibt eine unaufhörliche Aktivität, die aus diesen 5 Giften hervorgeht. So we find ourselves, as we develop our particular orientations, when we're with people we like, flow towards generosity and concern and love. And if we're with people we don't like, we tend towards avoidance or hostility. Und wir finden heraus, dass wir zum Beispiel, wenn wir mit Leuten zusammen sind, die wir mögen, dass wir mehr von Liebe und Großzügigkeit und Mitgefühl und so weiter, von solchen Empfindungen angezogen werden. Und wenn wir mit Leuten zusammen sind, die wir nicht mögen, ziehen uns mehr die Aspekte des Vermeidens und der Feindseligkeit an. So these last 5 or so lines have been describing how we move from a kind of energetic, interactive situation, which is as yet still close to the ground. Und diese 5 letzten Zahlen oder etwa haben sozusagen eine energetische oder interaktive Situation beschrieben, die aber immer noch relativ nah am Grund ist. Even though it doesn't recognize the ground. Obwohl sie den Grund nicht erkennt. But now, this energy manifesting as the 5 elements takes us into a physical form. Aber jetzt bringt uns diese Energie, die sich als die 5 Elemente manifestiert, mehr zu einer physischen Form. A dog or a frog or a human being. Als das erste habe ich nicht verstanden, oder als Frosch oder als menschliches Wesen. And then interacting with other people who are in real bodies with different minds from me. I'm making my activity is arising in terms of optimizing my benefit and not being affected by the harm you might do to me. Und indem ich dann wechselwirke mit anderen Leuten in ihren eigenen realen Körpern, mit ihren Energien, wird meine Aktivität sozusagen in eine Weise geprägt, den eigenen Nutzen zu optimieren und zu vermeiden, dass die anderen mir Schaden zufügen können. So it's clear how these 5 poisons work. Es ist klar, wie diese 5 Gifte funktionieren. If I desire something and it might be taken by someone else, someone might take my beloved or whatever, then of course I feel jealousy. Wenn ich irgendetwas begehre und dieses etwas aber von jemand anderen genommen wird, mein Geliebten, Geliebte, was immer es ist, dann empfinde ich Eifersucht. Here is a sentient being wandering in samsara, propelled by their karmic tendencies, with all kind of thoughts and feelings and sensations I have no access to. Und das ist dann ein fühlendes Wesen, das durch die Tendenzen im Samsara umherschweift, angetrieben durch die verschiedenen Neigungen und Gewohnheiten und Gedanken und Empfindungen. Und das ist ein fühlendes Wesen, zu dem ich keinen Zugang habe. I decide, oh, you are mine. Aber ich entscheide, du bist mein. I love you. I need you. You are mine.
ich liebe dich, ich brauche dich, du bist mein. But this person, the beloved, is unpredictable. Aber diese Person, diese geliebte Person ist unvorhersagbar, They are not a thing. denn sie ist kein Ding. But I want them as if they were a thing. Aber ich will sie so, als ob sie ein Ding wäre. A lovely, bright, shiny thing. Ein liebliches, helles, strahlendes Ding. But they get depressed and bored and more interested in other people. Aber sie werden deprimiert und gelangweilt und interessieren sich vielleicht viel mehr für andere Leute. And then I don't want you. Und dann sagen sie, ich will dich nicht. I thought you were the one I wanted. Ich dachte, du wärst jemand, den ich haben will. I'm glad I found out now. Otherwise, oh my God, I could have wasted my whole life being with the wrong one. Ich bin froh, dass ich das jetzt herausgefunden habe, denn, oh mein Gott, die Vorstellung, ich hätte das nicht herausfinden können und mein ganzes Leben auf dich verschwenden können. In this way, dealing with these illusory appearances of the energy of the mind as if they were self-existing entities becomes a source of great suffering. Auf diese Weise wird der Umgang mit den der Täuschung unterliegenden Ideen des Geistes so, als ob sie selbst existente Entitäten werden, zu der Quelle von einem großen Leiden. So he says, in this way, the source of the delusion of sentient beings is ignorance or unawareness without recollection. Dann heißt es hier, auf diese Weise ist die Quelle der Täuschung der fühlenden Wesen Unwissenheit oder Ignoranz ohne Erinnerung. So this is, if we are interested in the meditation practice, this is so important. Und das ist, wenn wir an Meditationspraxis Interesse haben, so wichtig. All these troubles and difficulties, all the many wars and conflicts and political exploitations and so on that arise come due to unawareness which has no recollection that it is the energy of the source. Denn all diese Schwierigkeiten, Konflikte, die politische Ausbeutung, Kriege, alles, was es halt an Problemen gibt, entstehen auf der Grundlage der Unbewusstheit in Bezug darauf, dass ihre eigene Quelle in der Bewusstheit liegt. So he says, therefore, I, the Buddha, make this evocation so that all beings in the three realms may awaken to their own awareness. Und es heißt hier ferner, daher mache ich, der Buddha, diese Evokation, sodass alle fühlenden Wesen in den drei Bereichen zu ihrer eigenen Bewusstheit erwachen mögen. So Samantabhadra is not saying you should build monasteries or stupas. He's not saying that you should accumulate merit and wisdom. Also was Samantabhadra nicht sagt, ist, du musst Klöster und Stupas errichten, du musst die Ansammlung von Verdienst und Weisheit vollenden. This unchanged situation of these three aspects of the essence and the clarity and the responsiveness are unavailable because of your belief in a haze of conceptualization. Diese unveränderlichen drei Aspekte der Bewusstheit, also die Essenz, die Klarheit und die Empfänglichkeit, sind nicht verfügbar für dich, weil du in dem Nebel, in dem Dunst der Verbegrifflichung steckst. The central point is that you
turn your attention away from all the many things that you see in the world. Der zentrale Punkt ist, dass du deine Aufmerksamkeit abwendest von den vielen Dingen, die du in der Welt siehst. Because at the moment, under the power of delusion, you can only see things. Denn im Augenblick unter der Macht der Täuschung bist du nur in der Lage, Dinge zu sehen. You have to release the merging of your mind stream from delusion. Und du musst die Kraft deines Geistes aus dem Verschmelzen mit der Täuschung befreien oder entlassen. So when we are sitting in the practice, Wenn wir also in der Praxis sitzen, we are looking for the source of the looker. dann schauen wir nach der Quelle des Schauenden. Thoughts and feelings that are arising. Gedanken und Gefühle kommen auf. We're not blocking the senses. Our eyes are a little open and we are in touch with what's around us. Wir blockieren nicht die Sinnesempfindung. Unsere Augen sind leicht offen und wir sind in Verbindung mit dem, was um uns herum entsteht. So we want to see who is the one who sees, who is the one who hears. Wir wollen also sehen oder erkennen, wer ist derjenige, der sieht oder der hört. Now, you can't see who is the one who sees if you close your eyes. Und kannst natürlich nicht sagen, wer ist derjenige, der sieht, wenn du deine Augen verschließt. You have to be seeing to see the one who sees. Du musst etwas sehen, damit du denjenigen siehst, der sieht. However, of course, if you're seeing, there is a tendency to fixate on the object, the seen. Natürlich gibt es andererseits, wenn du siehst oder schaust, auch die Tendenz, dich auf das Objekt des Gesehenen, nämlich das Gesehene, zu fixieren. So this is a little bit tricky. Hier ist es also ein bisschen trickreich. We're not looking, not looking or listening. Wir schauen nicht absichtsvoll oder hören absichtsvoll. We're seeing and hearing. Sondern wir schauen einfach und hören. We're allowing sound to come to us, light to come to us. Wir erlauben, dass Klang zu uns kommt, dass Licht zu uns kommt. And in that moment, like the postman is delivering a letter, who is opening the door? Who is the recipient? Und in diesem Moment, das ist wie wenn der Briefträger einen Brief abliefert, wer macht denn die Tür auf? Wer ist der Empfänger? The more we look, we see it's not a thought, it's not a feeling, not a sensation. Je mehr wir schauen, desto klarer sehen wir, dass es nicht ein Gedanke, eine Empfindung, ein Gefühl ist. And this by itself introduces us or awakens us to the presence of awareness. Und das an sich führt uns schon bereits in die Gegenwart oder erweckt uns zu der Gegenwart der Bewusstheit. So don't cut off from the world. Schneide dich also nicht ab von der Welt. Don't leap into the world. Spring nicht in die Welt. But stay present and open with the arising of experience and look, well, maybe not look, but open yourself to the sight of the arising of the illumination of experience. Sondern bleibe wach und präsent mit dem Aufkommen der Erfahrung und schaue, oder besser gesagt, bleibe offen für die Erleuchtung oder Beleuchtung des Sitzes oder des Ortes, wo diese Erfahrung aufkommt. So a little bit earlier when he talks about this blanking out and no recollection.
ein bisschen früher, als er da über dieses Leergefegtsein und Mangel an Erinnerung sprach. This is unawareness in relationship to essence or openness. Dann ist das Unbewusstheit in Bezug auf die Essenz oder Offenheit. Instead of openness being the realm of hospitality or the arena of possibilities, it becomes mere empty oblivion. Statt dass die Offenheit sozusagen eine Arena der Gastfreundschaft oder des Willkommenheißens ist, wird die Offenheit zu einer leeren Vergesslichkeit, zu einem leeren Vergessen. So from this develops the unawareness in relationship to clarity. Und daraus steht dann oder entwickelt sich eine Unbewusstheit in Bezug auf die Klarheit. Now there is display. Jetzt gibt es die Schau. But the display is no longer non-dual with its own ground. Aber diese Schau ist nicht länger nicht dual mit ihrem eigenen Grund. In terms of the experience of the unaware. Im Sinne der Erfahrung des Unbewussten, der Unbewusstheit. Because now we're having a sense, something is happening. What is it? Denn jetzt haben wir das Gefühl, hier irgendetwas geschieht. Was ist es? Something is happening to me. Irgendetwas geschieht mir. Subject and object become increasingly separated. Und Subjekt und Objekt werden zunehmend getrennt. So this is called co-emergent unawareness or ignoring. Und das wird als die koemergente Unbewusstheit oder koemergentes Ignorieren bezeichnet. It's connate, it's born at the same time. Subject and object are born together. Es ist sozusagen gemeinsam geboren. Subjekt und Objekt werden gemeinsam geboren. So the potential of the display of clarity, which is color and emptiness, appearance and emptiness. Das Potenzial der Schau, der Klarheit, das darin besteht, dass es da eine Einheit von Farbe und Leerheit oder Klang und Leerheit gibt, Is now misunderstood as the appearance of something. wird jetzt als die Erscheinung von etwas missverstanden. And so the density, the heaviness of the thingness of things starts to lock solid. Sodass die Dichtheit, die Schwere der Dinge als Dinge anfängt sozusagen sich festzusetzen und zu verfestigen. So he's saying how with co-emergent ignoring the mind is without recollection and blank. Und da heißt es eben mit koemergentem Ignorieren ist der Geist ohne Erinnerung und leergefegt. It is blank, but it's also the beginning of the felt sense of the differentiation of self and other. Er ist leergefegt, aber gleichzeitig beginnt sich die empfundene Differenzierung zwischen Selbst und anderen zu verlieren. And then the energy of the mind, which is the third aspect, the responsiveness, which is the energy of connectivity, moving freely in the sphere of clarity.
Und dann ist die Energie des Geistes, der dritte Aspekt der Empfänglichkeit oder Konnektivität ist. Die Energie dieser Konnektivität, die in dem Raum der Klarheit sich bewegt. You could say that the resonance or the responsivity, it's a bit like a good sheepdog that goes up and runs around and gathers the sheep together into a little herd. Man könnte sagen, dass diese Responsivität, diese Empfänglichkeit oder Verbundenheit wie ein guter Schäferhund ist, der irgendwie zwischen den Schafen hin und her rennt und sie sozusagen in einer Herde beisammen hält. Hier war noch die Frage, was konvergent heißt. Das heißt, da ist etwas wie gleichzeitig entspringen oder gemeinsam entspringen. Also wie ein guter Schäferhund, der diese Schafe zusammenbringt. The sheepdog is able to know the sheep that belong to its own master. Der Schäferhund scheint die Schafe zu kennen, die zu dem eigenen Meister gehören. So it can go where there are different sheep and it gathers its own sheep. So this is a kind of inclusive, connective gathering function. Er kann also mit vielen Schafen gehen, aber er sammelt nur die Schafe ein, die zusammengehören. Und das ist eine inklusive, konnektive Funktion. It's very dynamic. Und die ist sehr dynamisch. But with this third level of ignorance, here the ignorance of identifying entities, self and other are taken to be separate and distinct. Und dann aber mit der dritten Ebene des Ignorierens, das ist hier die Ignoranz oder das Ignorieren, Entitäten zu identifizieren, werden selbst und andere als getrennt und verschieden genommen oder gehalten. In being unaware of the truth of what is occurring, indem wir unbewusst in Bezug auf die Wahrheit dessen, was erscheint, sind, there is an anxiety of not knowing. Gibt es eine Furcht des Nichtwissens. And this is stabilized by the active imagining of what things are. Und das wird stabilisiert durch ein aktives sich vorstellen, was die Dinge sind. So, as we can see, the many different creatures we encounter in samsara, different kinds of birds and so on. Wie wir sehen können, haben diese viele verschiedenen Kreaturen, die wir im Samsara begegnen, die vielen Vögel und so weiter und so fort. Attribute different kinds of meaning. Wir weisen ihnen verschiedene Bedeutungen zu. They live in a world revealed through their imagination in which things seem just right for them. Und sie leben in einer Welt, die durch ihre Vorstellungskraft ihnen enthüllt wird und die gerade für sie das Richtige zu sein scheint. So, vultures are drawn towards corpses. Also Geier zum Beispiel werden von Aas angezogen. But robins and blackbirds are not drawn towards corpses. Aber Krähen und weiß nicht, wie die anderen heißen auf Deutsch, werden nicht von Aas angezogen. That is to say, it's not just imagining something, but it's imagining the potential of relatedness. Das heißt, hier wird nicht einfach irgendwas vorgestellt, sondern das ist das sich vorstellen in Bezug auf die Verbundenheit. And this gives rise to differentiation. Und das gibt Anlass zu Differenziation. So, in the sphere of clarity, we have a lot of diversity. Also in der Sphäre der Klarheit haben wir eine Menge Verschiedenheit, Diversität. For example, in a dream, many things might occur, but they're all within the dream. Zum Beispiel innerhalb eines Traumes können viele verschiedene Dinge erscheinen, aber sie befinden sich alle in diesem Traum.
But when you awake from the dream, as it were, you're in this substantial real world, and then things seem to have this, the items you see seem to be the possessors of the qualities you attribute to them. Aber wenn wir aufwachen, dann scheinen wir in dieser realen, festen Welt zu sein und die verschiedenen Gegenstände, denen wir begegnen, scheinen im Besitze der Eigenschaften zu sein, die wir ihnen zuweisen. And we develop a sense of what is normal. Und wir haben da ein Empfinden dafür, was normal ist, diese Welt. But the normal is just a way of imagining. Aber dieses Normal ist nichts als einfach eine Vorstellung. When I was about 12, I had to go and live with my aunt for a while because my dad was sick. Als ich etwa 12 war, musste ich zu meiner Tante ziehen und mit ihr leben, weil mein Vater krank war. And I couldn't understand why my aunt cooked the food she cooked. Und ich konnte einfach nicht begreifen, warum meine Tante das Essen kochte, was sie eben kochte. Because normal food was my mom's cooking. Denn das normale Essen, das war das, was meine Mutter kochte. And my aunt, she would make these scrambled eggs that were kind of watery and tasteless. Und meine Tante, die pflegte da diese Rühreier zu machen, die irgendwie wässrig und geschmacklos waren. So for her, it was what she did. That was habitual for her. That was normal for her. But for me, it was very strange. Für sie war das, was sie eben immer tat. Es war gewohnheitsmäßig einfach das, was sie immer tat. Und für mich war das ziemlich seltsam. Oh, that's what this level of ignorance does. It it puts us into these tunnels of familiarity where we move through the world almost as if we were moles under the ground. Und das ist das, was diese Ebene des Ignorierens, der Ignoranz bewirkt, uns nämlich in solche konzeptuellen Tunnel hineinzustellen und uns auf vorgeprägten Wegen unter dem Boden uns zu bewegen, fast so, als wären wir Maulwürfe. So then he says, these two aspects of ignoring or unawareness, the co-emergent and identifying or imagining, are the source of the delusion of all sentient beings. Und dann heißt es, diese zwei Aspekte des Ignorierens, die koemergente oder mit anderen Worten die gleichzeitig oder gemeinsam entspringende und die identifizierende, sind die Quelle der Täuschung für alle fühlenden Wesen. So hopefully this makes sense to you and it illuminates something about how your own mind works. Ich hoffe, dass das für euch auch Sinn macht und es in gewisser Weise beleuchtet, wie euer Geist funktioniert. Because the second level of ignorance of imagining, it's a kind of diagnostic system. Denn die zweite Ebene des Ignorierens, der Ignoranz, also und des sich Vorstellens, ist wie ein diagnostisches System. It's how you join the dots of the patterning of experience. Das ist, wie du die Punkte auf dem Muster, auf der Musterbildung der Erfahrung verbindest. So at certain periods in European history, there have been witch trials. Es gab eine Periode in der europäischen Geschichte, als es Hexenprozesse gab. That certain behaviors were attributed to certain classes of women. Dass bestimmte Verhaltensweisen bestimmten Kategorien von Frauen zugewiesen worden sind. And then there were certain ways of proving that these were witches by burning them or dipping them in cold water and so on. Und dann gab es bestimmte Verfahren nachzuweisen, dass es sich eben um Hexen handelte, indem man sie brannte oder indem man sie in kaltes Wasser tauchte.
And then with the definite proof that they were witches, it was obvious that they should be burned. Und dann mit der endgültigen Beweisaufnahme, dass es sich um Hexen handelte, war es ja eine offensichtliche Schlussfolgerung, dass man sie verbrennen musste. Which was in some ways similar to the way heretics were identified by the Inquisition and burnt alive. Und das war in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, wie die Inquisition voranschritt, um sogenannte Heretiker ausfindig zu machen und bei lebendigem Leibe zu verbrennen. The abnormal, or that which doesn't fit in my normal, Das Abnorme oder das, was eben nicht in mein Normal passt, becomes the enemy. das ist der Feind. So we can see this all over the world in terms of political parties or sexual orientation or racial groupings, tribal groupings. Wir können das in der ganzen Welt sehen, im Sinne von politischen Parteien, rassischer Orientierung, sexueller Orientierung, tribaler Orientierung und so weiter. So for me, anyway, this text is a very wonderful way of illuminating all the complexities which arise socially, economically, and so on, because it's showing how rigidity and assumption blinds us to the potential of the situation. Für mich jedenfalls zeigt dieser Text auf wunderbare Weise, wie diese Rigidität unserer eigenen Annahmen uns gewissermaßen blind gegenüber dem Potenzial macht. Oh, it's useful to investigate for yourself. Es ist also sinnvoll, es für euch selbst auch zu untersuchen. Then finally he says, I, the Buddha, make this evocation so that all beings in samsara will remove the dense darkness of non-recollection, clarify the confusion of believing in duality, and awaken to awareness as their true being. Und zum Schluss heißt es hier in diesem Abschnitt, ich, der Buddha, mache diese Evokation, sodass alle Wesen im Samsara die dichte Dunkelheit des Nicht-Erinnerns beseitigen können, die Verwirrung des Glaubens an Dualität klären können und erwachen können zu der Bewusstheit ihres wahren Seins. Again, he's saying, for each and every one of us and for each and every sentient being, awareness is the uncontrived givenness or the uncontrived presence that we have. Hier sagt er also auch wieder, die Bewusstheit ist für jeden von uns und für jedes fühlende Wesen die unhergestellte, ungekünstelte Präsenz unserer eigenen Bewusstheit. But due to the adventitious, the suddenly arising unawareness, aber aufgrund dieser zufälligen, der plötzlich aufkommenden Unbewusstheit, an unawareness of what is manifestly there, eine Unbewusstheit in Bezug auf das, was auf manifeste Weise da ist, all of these complications of conceptual elaboration arise, creating more and more layers of not seeing and increased imagining. Stehen all diese Komplexitäten der Ausarbeitung von begrifflichen Vorstellungen, die nicht sehen, was da ist, sondern Schicht für Schicht sozusagen das, was da ist, durch Vorstellungen, durch Bilder ersetzen. Good. So that brings us to the end for today. Und das bringt uns für heute ans Ende. And we start again tomorrow, 10 o'clock British time. Und wir beginnen morgen wieder um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit. So try to apply the understanding of the text to your own life. Versucht das Verständnis dieses Textes auf euer eigenes Leben anzuwenden.
You can reflect on the home you grew up in with your parents. Reflektiert das Zuhause, in dem ihr aufgewachsen seid mit euren Eltern. What was normal in that house? Was war in diesem Haus normal? And see if you can remember the first time you encountered other ways of living and what that was like. Und versucht euch an die Zeit zu erinnern, als ihr zum ersten Mal vielleicht andere Lebensweisen entdeckt habt oder gesehen habt, dass es sie gibt und wie sich das angefühlt hat. So thank you to our translators today and to Pedro for holding the whole Zoom frame. And thank you all for your attention, and we meet tomorrow. Danke an alle Übersetzungen und insbesondere an Pedro, der die sozusagen den ganzen Rahmen von Zoom hier aufrechterhalten hat. Und wir sehen uns morgen. Super. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Bye, James. Thank you. Thanks. Bye. Thanks. Thank you so much. Bye. Bye. Obrigada, boa tarde. Bye. So much. Gracias. Bye. Wonderful. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. God bless Very you. much. See you then. Ciao. See you tomorrow. Have a good night, Ciao, ciao. everyone. It looks like fear of the virus will make travel difficult for a while. But at least on you go. Es scheint, als ob die Angst vor dem Virus das Reisen noch für eine ganze Weile schwierig machen würde. But at least we have the advantage of our Zoom and are able to connect with people. Aber zumindest haben wir den Vorteil, dass wir über das Zoom verfügen und ich dadurch in der Lage bin, mit Leuten Verbindung aufzunehmen. With such a wide range of people from different places. So this is a very good connection, I think. Und das sogar dann mit einer sehr großen Zahl von Leuten aus den unterschiedlichsten Orten. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Verbindung. Okay, so let's begin with a little sitting practice. Again, we do the Guru Yoga of the White Hour or the 3 R's. Lasst uns wieder mit ein bisschen sitzender Praxis beginnen. Wir werden das Guru-Yoga der 3 A's oder das Guru-Yoga des weißen A's machen. Okay. So when we are sitting in this way, Wenn wir auf diese Weise sitzen, awareness is the illumination of the open sky of the mind. ist die Bewusstheit die Beleuchtung des offenen Himmels des Geistes. Passing through this space are all kinds of arisings. Und durch diesen Raum hindurch passieren alle möglichen Erscheinungen oder Ereignisse. Because our senses are open,
There are sounds, there are sights, colors, shapes, and so on. Da unsere Sinne geöffnet sind, gibt es da viele Anblicke, die man sehen kann, viele Klänge, viele Farben und so weiter, Formen. And there are all kinds of thoughts, memories, sensations, and so on. Es gibt alle möglichen Arten von Gedanken, Erinnerungen, Empfindungen und so weiter. Both of these are moving through. Und alles das bewegt sich hindurch. They are the transient contents of the field illuminated by awareness. Sie sind die vorübergehenden Inhalte, die sich durch das Feld bewegen, das durch die Bewusstheit beleuchtet wird. All that you think you are, all that you are constituted out of is arising and passing. Alles, was du denkst, was du bist oder woraus du bestehst, ist etwas, was erscheint und vergeht. There's no fixed, stable site of identity. Und es gibt da keinen festen, fixierten und stabilen Sitz der Identität. So that's why we have this general instruction: don't keep the world outside and your mind inside. Und daher gibt es hier diese allgemeine Instruktion, halte nicht die Welt da draußen und den Geist da drin. If you do that, then you find that what seems to be inside is I, me, myself. Wenn du das tun würdest, dann würdest du finden, dass das, was du innen hast, das Gefühl von Ich und mich ist. And what is outside is everything else. Und was draußen ist, ist alles andere. Rather, we want to have a space within which there is free movement. Stattdessen wollen wir einen Raum haben, in dem es eine freie Bewegung gibt A free flow. oder einen freien Fluss gibt. So our thoughts, feelings, whatever occurs, if you imagine that these are like wild swans flying through the sky. Also was in Bezug auf unsere Gedanken, Gefühle und so weiter, was immer erscheint, sollten wir uns vorstellen, dass sie wie die wilden Schwäne sind, die durch den Himmel hindurchfliegen. They seem to appear out of the sky and then to vanish into the sky. Sie scheinen aus dem Himmel zu kommen und verschwinden wieder am Himmel. But if you tempt these wild swans down with tasty food they like, which is attention, Wenn du aber diese wilden Schwäne dazu verführst, nach unten zu kommen mit schmackhafter Nahrung, und diese ist unsere Beachtung, then you will domesticate them. dann wirst du sie zähmen. They will be hanging around looking for more food. Und dann werden sie umherhängen und nach mehr Nahrung verlangen. And there's shit all over your garden. Und dann werden sie deinen ganzen Garten vollscheißen. So that's what is called samsara. Und das ist das, was man als Samsara bezeichnet. So let the flowing flow. Lass also den Fluss fließen. If you rest in space, you won't lose the benefit of the flow. Wenn du im Raum ruhst, dann wirst du den Nutzen des Flusses nicht verlieren. The flow will always be close to you because appearance is inseparable from the empty openness of the mind. Die Erscheinung wird dir immer nahe sein, denn das Erscheinen ist untrennbar von dem offenen Raum des Geistes. But gradually you will release yourself from your habitual pattern identification and choice making.
Aber allmählich wirst du dich trotzdem befreien von deiner gewohnheitsmäßigen Musteridentifizierung und dem Vornehmen von Wahlen und Entscheidungen. The ego is concerned to get more of what it likes and less of what it doesn't like. Das Ego befasst sich damit, mehr davon zu bekommen, was es mag, und weniger davon zu haben, was es nicht mag. But the energy of awareness arising as connective responsivity Aber die Energie der Bewusstheit, die als konnektive Empfänglichkeit entsteht, is able to manifest as required. ist in der Lage, sich so zu manifestieren, wie es erforderlich ist. It responds to the situation, not to any preformed self-positioning. Sie reagiert auf die Umstände und nicht auf irgendwelche vorgeformten Dispositionen. The word in Tibetan for appearance Das Wort in Tibetisch für Erscheinung is Nangwa, which also means light. Ist Nangwa, und das bedeutet auch Licht. This comes in the name or the Tibetan name for Buddha Amitabha. Dieser Begriff kommt auch in dem tibetischen Namen des Buddha Amitabha vor, He's called Nangwa Taye, limitless light. dessen Name auf Tibetisch Nangwa Taye oder grenzenloses Licht lautet. That is to say that light or display or generosity is the very nature, the quality of awareness itself. Und das besagt, das Licht oder die Schau oder die Großzügigkeit, sozusagen die innerste Natur der Bewusstheit selbst ist. So awareness brings the illumination of space within which many forms and appearances arise and pass. So bringt also die Bewusstheit gewissermaßen die Ausleuchtung des Raumes, in dem all die Erscheinungen erstehen und vergehen. But as we looked at the end yesterday, unawareness means the loss or the lack of the capacity to illuminate what is occurring. Wie wir gestern schon angeschaut haben, ist das Gegenteil, nämlich die Unbewusstheit, der Verlust oder der Mangel an Fähigkeit, das, was erscheint, zu beleuchten. The openness, the basic openness of the mind is not changed by awareness or unawareness. Die Offenheit, die grundlegende Offenheit des Geistes ist nicht verändert durch das Vorhandensein von Bewusstheit oder Unbewusstheit. But with awareness, the space of the mind has the aspect of potential. Aber mit Bewusstheit hat der Raum des Geistes den Aspekt des Potenzials. And for unawareness, it's like nothing at all, like dead emptiness. Und für Unbewusstheit ist dieses eher ein Nichts, ein totes, eine tote Leere. For example, if you wanted to rent a flat, Angenommen, wir wollen eine Wohnung mieten and it was completely unfurnished. und diese Wohnung ist vollständig unmöbliert. When you open the door and you look around, you see these bare, empty rooms. Wenn du die Tür öffnest und du schaust dich umher, dann siehst du diese baren, nackten Räume. Someone might feel, wow, gosh, we could do so much with this space. Jemand könnte das Gefühl haben, boah, ist ja fantastisch, was wir hier alles mit diesem Raum machen könnten. And someone else might think, oh God, this is so desolate. Oh, so much to do. Jemand anders könnte denken, oh mein Gott, das ist so wüst hier, es ist so viel zu tun.
in the first case, the person is already engaging with the potential of the space. Im ersten Fall engagiert sich die Person bereits in das Potenzial, den dieser Raum bietet. They find themselves connected with it, and it's energizing and dynamic. Sie fühlen sich damit verbunden und das energetisiert sie und ist dynamisch. But in the second case, the space feels like something other, something making a demand on me. Im zweiten Fall fühlt sich der Raum an wie das andere, wie etwas, was an mich Forderungen stellt. So, in terms of the practice, non-duality is like the first instant that the mind and the space don't separate into me looking at space. Im Sinne der Praxis könnte man sagen, dass der erste Fall ist wie diese Nicht-Dualität zwischen mir und dem Raum, während im zweiten Fall schaut sozusagen das Ich den Raum an. What arises for us is our own face. Was für uns entsteht, ist unser eigenes Gesicht. This face can be open and empty, it can be clear and luminous, or it can be dynamic and connective. Dieses Gesicht kann offen und leer sein, es kann klar und leuchtend sein, oder es kann auch dynamisch und konnektiv sein. These are the three aspects of awareness that in relation to the ground that we looked at yesterday. Das sind die drei Aspekte der Bewusstheit in ihrer Beziehung zum Grund, die wir ja auch gestern angeschaut haben. So, when we do the 3R practice, Wenn wir also diese 3A-Praxis machen, we're using R, which is the symbol or the presence of openness, to allow us to find ourselves in a space of potential. dann benutzen wir das A, das eben ein Symbol oder die Präsenz der Offenheit ist, um uns gewissermaßen selbst zu gestatten, in dem Raum des Potenzials uns wiederzufinden. The emptiness of of the space of possibility is to see our face itself, our original face. Die Leerheit des Raumes der Möglichkeiten ist das Potenzial, das eigene ursprüngliche Gesicht zu erkennen oder zu sehen. To see the clarity or the all-togetherness of what is occurring is to see the complexion of the face. Und die Klarheit des sozusagen gemeinsamen gleichzeitig Erscheinens von allem, was erscheint, zu sehen, ist wie das Wahrnehmen des Teints dieses Gesichts. And when the engaged, responsive energy is manifesting in particular patternings, which are, of course, self-dissolving, this is the expression of the face. Und wenn dann diese verschiedenen energetischen Muster und sozusagen die sich selbst auflösenden Erscheinungen da sind, dann ist es wie der Ausdruck des Gesichts. If you truly open, to the ungraspable limitlessness of this, the source of which you are part. Wenn du dich wahrhaft dem Offenen gegenüber öffnest, also wenn du diesem ungreifbaren erscheinende Quelle dich gegenüber öffnest, dessen Teil du bist, then you really see, oh, this is the
same source for everything. Da siehst du klar, dass das wirklich dieselbe Quelle für alles ist. Everything arises from this open, empty source. Alles entsteht aus dieser offenen, leeren Quelle. This primordial purity, which is not touched or modified or compromised by anything. Das ist diese ursprüngliche Reinheit, die durch nichts berührt oder in irgendeiner Weise verdorben wird. So, if this is the only arena of display, Und dass die einzige Arena der Schau ist, the arising of awareness is awareness and emptiness. dann ist das Erstehen von Bewusstheit, Bewusstheit und Leerheit zugleich. The arising of the clarity of luminosity is clarity and emptiness. Und das Erstehen der Klarheit, der Leuchtkraft ist Klarheit und Leerheit. And the arising of appearances in their multiple patternings is the arising of appearance and emptiness. Das Erstehen von Erscheinungen in ihren vielfachen Musterbildungen ist das Erstehen von Erscheinung und Leerheit. It's not that there are three different states or that you go from one state to another. This is an unbroken integration which is beyond conceptualization. Und es ist nicht so, dass da irgendwie drei verschiedene Modi nacheinander auftreten, als ob man von dem einen zum anderen gehen könnte, sondern es ist ein ungebrochenes Ganzes, eine ungebrochene Integration. So when we are sitting in the practice and thoughts and feelings arise, Wenn wir also in der Praxis sitzen und es entstehen Gedanken und Gefühle, these appearances are also nangwa or light. dann sind diese Erscheinungen ebenfalls Nangwa oder Licht. What we call the five poisons of dullness and desire, aversion, jealousy, and pride are also forms of light. Und was wir die 5 Gifte nennen, also das Erscheinen von Stumpfsinn, von Begierde, von Stolz, von Abneigung und von Eifersucht, sind auch Erscheinungsformen von Licht. The light is a bit dulled, or if it's arising as sound, it's a bit muted, a bit muffled. Das ist ein Licht, das ein bisschen gedämpft ist, ein bisschen stumpfer gemacht worden ist. Und wenn es Klang ist, dann ist ein Klang, der ebenfalls ein bisschen gedämpft ist. Alles ist ein bisschen gedämpft. But this dullness or muffling is not intrinsic to the arising. It is incidental. It arises due to the seeming separation of a thought from the field of thought. Aber dieses Abstumpfen oder dieses Dämpfen ist nicht eine innewohnende Eigenschaft der Erscheinung selbst, sondern sie entsteht aus einer scheinbaren Trennung zwischen der Erscheinung und dem Feld des Erscheinens. That is to say, when attention is focused into a specific particular thought, and that focusing of attention seems to displace the thought from the field in which it is arising. In anderen Worten, wenn unsere Aufmerksamkeit sich auf einen bestimmten Gedanken, eine bestimmte Formation fokussiert und dieses sich fokussieren scheinbar diesen einzelnen Gedanken aus dem Feld, in dem dieser Gedanke steht, verdrängt. This is like watching a swan attempting to land on the earth. Dann ist es wie wenn man einem Schwan zuschaut, der den Versuch unternimmt, auf der Erde zu landen. Even when they land on water, it's often quite noisy and messy.
Selbst wenn sie auf Wasser landen, ist es oft etwas lärmend und ein Durcheinander. But if it's landing on the earth, it starts wobbling like something very drunk. Aber wenn der Schwan auf der Erde landet, dann beginnt er da herumzuschwanken wie ein Betrunkener. So when you get invested into a particular thought, this free flow of the thought in the space of the mind is interrupted and it's kind of vibrating unsteadily. Wenn du also deine Aufmerksamkeit übermäßig in einen bestimmten Gedanken investierst, dann wird dieser freie Fluss unterbrochen und er verliert sozusagen seine Stetigkeit und schwankt umher. And we know this in the practice. Und wir kennen das aus der Praxis. It seems very exciting and easy to get distracted into a sequence of thought. Es scheint sehr aufregend und einfach vor sich zu gehen, von einer bestimmten Gedankensequenz abgelenkt zu werden. But when that thought ceases, there's a kind of disorientation. Wenn aber dieser Gedanke aufhört, dann haben wir dann auch eine Art von Orientierungsverlust. A kind of linear quality to the thoughts that seem to be leading you somewhere. Da ist eine lineare Qualität in den Gedanken, die den Anschein erweckt, uns irgendwo hin zu führen. And then you're nowhere. Und dann sind wir nirgendwo. And so in order to stabilize yourself, you lock on to another thought, which gives you another temporary location. Und um sich selbst zu stabilisieren, klinken wir uns in einen anderen Gedanken und dieser gewährt uns eine andere zeitweilige Lokalisierung. So in that way we can see that the identification with thoughts misleads us, takes us away from the sight of our resting and opening. Diese Weise können wir erkennen, dass die Identifizierung mit Gedanken uns in gewisser Weise in die Irre führt und uns den Sitz des Ruhens gewissermaßen verlassen lässt. Because it is as if the focusing of attention into emerging with a particular pattern of arisings Denn es ist so, als ob unser Fokussieren von Beachtung auf das Verschmelzen mit einer bestimmten Form dessen, was erscheint, is not only, as it were, displacing the object side, the thought from where it is, scheinbar nicht nur den Gedanken aus dem Sitz dessen, wo er erscheint, verdrängt oder verschiebt, but on the subject side, the knower or the looker or the thinker seems to stand alone, to be autonomous and to be separate from its own source ground. Das war auf der Objektseite, sondern auch noch erscheint es so, als ob die Subjektseite sozusagen derjenige, der da schaut, der sieht, der denkt, autonom wäre und gewissermaßen für sich alleine Bestand haben könnte. It's not that you have to stop the work of the thinker. Es ist natürlich nicht so, dass man die Arbeit oder die Funktionsweise des Denkenden hier anhalten muss. The problem is not the movement of energy. Das Problem ist also hier nicht die Bewegung von Energie. It's the identification of it as an autonomous entity, as something which is there just by itself. Sondern das Problem ist die Identifizierung damit als mit einer Art autonomer Identität, als mit etwas, das sozusagen aus sich selbst heraus besteht. That's why we do the 3R and we relax. Darum machen wir diese 3 A's und entspannen. We're not trying to get rid of thoughts. Wir bemühen uns nicht darum, die Gedanken loszuwerden. We're just releasing our involvement.
wir entspannen oder lassen los einfach unsere Verwickeltheit, so that we find ourselves in this unborn openness. dass wir uns in dieser ungeborenen Offenheit wiederfinden. And if we truly see this is the only source, Und wenn wir dann wahrhaft sehen, dass es die einzige Quelle ist, then even if your mind arises in involvement, dann wird selbst dann, wenn unser Geist sozusagen verwickelt steht, this is empty involvement, empty attachment. dann ist das eine leere Verwicklung, ein leeres Festhalten. How could emptiness catch emptiness? Wie könnte aber Leerheit Leerheit ergreifen? So this is just like the wind moving in the sky. Dann ist das so, als ob sich einfach der Wind hindurch durch den Himmel bewegen würde. This is why we have the instruction that no matter how the mind is when we're sitting, Und deswegen gibt es hier die Unterweisung, ganz gleich wie der Geist sei, während wir sitzen, don't try to correct it or improve it. versuche nicht, ihn zu korrigieren oder zu verbessern. If you leave it as it is, Wenn du ihn so sich selbst überlässt, wie er ist, no matter how complicated or convoluted the patterning of arising is, dann wird ganz ungeachtet dessen, wie kompliziert oder ineinander verwickelt die Muster des Erscheinens sind, whether it's an erotic daydream or an anxious thought or a fearful flashback, ganz gleich, ob das ein neurotischer Tagtraum ist oder ein ängstliches, eine ängstliche Erinnerung oder irgendwie ein angstvoller, ein Flash, eine Rückbesinnung, Rückerinnerung. by simply not pulling away from it, but just very gently tilting back from merging with it. Indem wir dann nicht versuchen, uns da herauszuziehen, sondern nur auf eine sehr sanfte Weise uns ein bisschen von dem damit verschmelzen sozusagen zurücknehmen, So that you are neither merged in it nor separated from it, sodass du weder mit dieser Erscheinung verschmolzen bist, noch dich davon trennst, separierst, but you are simply with it. sondern dass du einfach mit dieser Erscheinung bist. In Tibetan it says toktu, which means kind of on top. In Tibetisch heißt es Toktu, was so viel ausdrückt wie da drauf. Siya Lama used to give me the example. It's like if you wake up in the middle of the night and you don't know where you are, when you recall, oh, I'm in my bed, in my room, you wake up on the room. Siya Lama benutzte dieses Beispiel, dass wenn du mitten in der Nacht aufwachst und du weißt nicht, wo du bist, wenn du dir vergegenwärtigen kannst, dass du in deinem Zimmer bist, dann bist du gewissermaßen auf dem Zimmer. You're not doing anything to the situation. Du machst nichts mit der Situation. It's self-resolving because it's clear. Oh, here I am. Sie ist sozusagen selbstauflösend, denn es ist klar, hier bin ich. That is to say, you awaken in your presence in the room. Mit anderen Worten, du erwachst in deiner Gegenwart in dem Zimmer. So if you merge into the thought, it will take you on a little journey. Wenn du aber mit dem Gedanken verschmilzt, dann wird dir dich auf eine kleine Reise mitnehmen. And if you try to keep yourself apart from what is occurring, you split the field. Und wenn du versuchst, dich sozusagen von dem, was erscheint, auf Abstand zu halten, dann spaltest du das Feld auf. So we simply stay present with whatever is occurring. Also bleiben wir gegenwärtig mit, was immer erscheint. These thoughts
patterns, feelings, memories, and so on, kind of set each other off, evoking more and more patterns. Diese Gedanken, Muster, Empfindungen, Gefühle und so weiter, was immer da erscheint, haben die Eigenschaft, dass sie gewissermaßen immer neue Muster und Gedankenunterscheidungen wachrufen. So this is responsivity. Und das heißt Empfänglichkeit. To give a tantric example, when we read the story of Padmasambhava, in different places, he manifested different forms. Im tantrischen Beispiel, wenn wir die Geschichte von Padmasambhava lesen, lesen wir, dass er an verschiedenen Orten sich in verschiedenen Formen zeigte. He arises at first on a lotus in the Dhanakosha lake. Er erscheint als erstes in einem Lotus auf dem Dhanakosha-See. And after showing some miracles, the king is very impressed and he brings him to the palace and sets him on the throne. So he becomes the new king of Odiyana. Und nachdem er dann einige Wunder zeigt, ist der König sehr beeindruckt und führt ihn in seinen Palast und setzt ihn auf den Thron. Und so wird Padmasambhava dann zum neuen König von Udiyana. And then at a certain point, he leaves home and goes to wandering in India, studying, and has many different experiences. And in each case, he has a different name. And he shows a different physical form, sometimes a monk, sometimes a yogi. Und an irgendeinem Punkt verlässt er sein Zuhause und geht auf Wanderschaft durch Indien, studiert viele verschiedene Dinge und zeigt an verschiedenen Orten auch verschiedene Erscheinungsformen, auch physische Erscheinungsformen, manchmal als Mönch, manchmal als Yogi. So we might say, well, what is the real form? What is the true form of Padmasambhava? Jetzt könnte man sagen, ja gut, was ist jetzt die wahre Form von Padmasambhava? Die reale Form. Padmasambhava means arising from the lotus. Aber Padmasambhava bedeutet erstehen aus dem Lotus. So every form which arises from the lotus, and the lotus is the emptiness, the primordial purity, every form is the true form of Padmasambhava. Und damit ist jede Form, die aus dem Lotus entsteht, und Lotus steht hier für Leerheit oder für ursprüngliche Reinheit, jede aus diesem Lotus entstehende Form ist eine wahre Form von Padmasambhava. It's not a form that is fixed. Das ist keine fixierte Form. These are relational forms. All diese Formen sind beziehungsbezogene Formen. This is the meaning of the Nirmanakaya. Und das ist auch die Bedeutung des Wortes Nirmanakaya. Out of the space of clarity, but of course, actually within the space of clarity. Heraus aus dem Raum der Klarheit und natürlich gleichzeitig innerhalb dieses Raumes der Klarheit. These different forms of Padmasambhava arise according to the requirements of the situation. Erstehen diese verschiedenen Formen von Padmasambhava gemäß den Erfordernissen einer Situation. He is not a thing, he is not a person. Er ist kein Ding und auch keine Person. He is the energy of the clarity of the unborn nature of the mind. Er ist die Energie der Klarheit, der ungeborenen Natur des Geistes. The unchanging integrity of these three modes is called Buddhahood. Und die unveränderliche Ganzheit, Integrität dieser drei Modi nennt man Buddhaschaft. So we have exactly the same source. Und auch wir haben exakt die gleiche Quelle. However, we are still operating within the veiling of unawareness.
Dennoch operieren wir immer noch innerhalb der Verschleierung der Unbewusstheit. So my source is my parents, Also ist meine Quelle meine Eltern. or I might say my source is Scotland because I was born there. Oder ich könnte sagen, meine Quelle ist Schottland, weil ich dort geboren wurde. This is our ordinary way of thinking. Und das ist unsere gewöhnliche Art und Weise zu denken. I, this person, come from somewhere Ich, diese Person, komme von irgendwo. because something comes from something. Denn etwas kommt von etwas. We can't say something comes from nothing. Wir können nicht sagen, dass etwas von nichts kommt. The Buddhas would agree. Und die Buddhas wären einverstanden. But at that crossroads, Aber an dieser Kreuzung der Wege in samsara, we are thinking something comes from something. denken wir, etwas kommt von etwas. And the Buddha said, nothing comes from nothing. Und Buddha würde aber sagen, du irrst dich. Nichts kommt von nichts. But nothing is not just nothing. Aber dieses Nichts ist nur bloß nichts. Nothing is also clarity, which means the opening of clear light into the 5 colors and from that into all the shapes and phenomena of samsara. Das bedeutet, dass das Nichts aus der Klarheit kommt. Das hat Klarheit. Und aus dieser Klarheit kommen die 5 Lichter, öffnen sich die 5 Lichter und aus ihnen letztendlich die ganzen Formen, Gestalten von Samsara. None of these forms has been born as a fixed entity. Und keine dieser Formen wurde als eine fixierte Entität geboren. So yesterday we started to touch on the seductions of language. Gestern haben wir ein bisschen das Thema berührt, wie verführerisch Sprache ist. On one level, I can say I am Scottish. Auf einer Ebene kann ich sagen, ich bin ein Schotte. I was born in Scotland and grew up in Scotland. Ich wurde in Schottland geboren und wuchs auf in Schottland. So the feeling tone of Scotland is quite close to me. Und so ist die Gefühlstönung von Schottland mir nahe. But if I go back to Scotland, I can't find my Scotland. Wenn ich aber nach Schottland zurückgehe, dann kann ich mein Schottland nicht wiederfinden. The city where I grew up is changed enormously. Die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, hat sich enorm verändert. The house I grew up in has been sold to other people. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wurde an andere Leute verkauft. The secondary school I went to has been closed down. Die Sekundärstufe, Schule, in die ich gegangen bin, ist geschlossen worden. It's called Scotland, Das wird Schottland genannt, but it's not my Scotland. aber es ist nicht mein Schottland. And it doesn't hold much feeling tone for me. Und das, was es jetzt ist, hält nicht so viel Gefühlstönung für mich bereit. When you explore this for yourself in your own life, you see that the energy of the world is in its relational aliveness. Wenn wir das für uns selbst anhand unseres Lebens untersuchen, dann können wir erkennen, dass die Energie des Wortes eher in der bezogenheitsbedingten Lebendigkeit liegt. And when the inevitable movement of impermanence occurs, Wenn aber dann die unvermeidliche Bewegung der Vergänglichkeit erscheint, it becomes more and more difficult for the feeling tone, which arose with the original connectivity with that place, to have a resonance. Dann wird es für diesen ursprünglichen Gefühlston, der mit dem Platz seines Ursprungs verbunden ist, schwieriger, noch diese Resonanz zu wecken.
That is to say, the living quality of Scotland was a door that opened for me in my young years and is now closed for me. In anderen Worten, die lebendige Qualität dessen, was Schottland genannt wird, es war eine Tür, die sich für mich in meinen jungen Jahren geöffnet hat, aber jetzt für mich verschlossen ist. We know this also happens in adult relations. You can fall in love with someone and feel it's going to be forever, and then find sadly that it's not forever. Und wir kennen das natürlich auch aus unseren Erwachsenenbeziehungen, dass wir uns in jemanden verlieben können und überzeugt sein können, dass diese Beziehung für immer Bestand haben wird, um dann aber traurigerweise herauszufinden, dass sie eben nicht für immer ist. You can feel very close to your children and then feel quite estranged from them. Du kannst dich deinen Kindern nahe fühlen und dann auch plötzlich sehr entfremdet von ihnen fühlen. So when the connection was warm and intimate and you said, oh, this is my son, there was an immediate life and vitality in these words. Und als die Verbindung nah und intim war, konntest du sagen, oh, das ist mein Sohn. Und diese Beziehung wurde als etwas sehr Vitales und Lebendiges empfunden. But then later you end up saying, this is my son? Später aber sagst du, was, soll mein Sohn sein? How is this possible? Wie soll das denn möglich sein? Oh, words create an illusion of permanence, but the actuality of our existence is ever-shifting patterning. Die Worte erschaffen also die Illusion, eine Permanenz, eine Beständigkeit, die das So-Sein oder die tatsächliche gelebte Situation ist, aber nichts als ein sich stets veränderndes Bilden von neuen Mustern. The problem is that as long as we are in this state of unawareness, Das Problem ist, dass solange wir in dem Zustand von Unbewusstheit sind, after the first dark oblivion of no recollection, dann kommt nach dem ersten dunklen Nirgendwo des Verlustes der Erinnerung, the energy of the mind is, as it were, bent or curved or twisted towards the task of creating predictable patterns. wird die Energie des Geistes gebeugt, gedreht oder verdreht, wenn man so sagen will, hin zu der Aufgabe, stabile, zuverlässige Muster zu erschaffen. So that we operate believing that we know what is going on. Sodass wir auf der Grundlage des Glaubens operieren, zu wissen, was vor sich geht. As a subject in a world of objects or different subjects, self and others seem to be fundamentally, existentially different. Sozusagen als ein Subjekt in einer Welt voller Objekte und auch voller Subjekte, die auf eine fundamentale und existenzielle Art und Weise verschieden zu sein scheinen. And out of this vast array of pathways and entities, we, according to our disposition, our karmic disposition, find ourselves making choices. Aufgrund oder innerhalb dieses unglaublich weiten Schemas von Wegen und von Mustern scheinen wir gemäß unserer eigenen Disposition, die eine karmische Disposition ist, unsere verschiedenen Wahlen zu treffen. There are two aspects to this. Und das hat zwei Aspekte. On the object side, due to our karmic dispositions,
the world reveals its topology for us or our sense of its topology. Auf der Objektseite scheint aufgrund unserer karmischen Disposition die Welt sozusagen eine Topologie zu entfalten oder zu zeigen, zu enthüllen, die gewissermaßen seine Topologie, also die der Welttopologie ist oder die Topologie der Welt für uns. That is to say that certain features of the environment seem sweet to us and others seem sour. Mit anderen Worten, gewisse Merkmale der Umgebung von uns erscheinen uns süß und andere sauer. So sometimes couples find that deciding on holiday is quite difficult. Manchmal finden zum Beispiel Ehepaare heraus, dass es schwierig ist, sich auf ein Ferienziel zu einigen. One person wants to lie on the beach and get a good suntan and not do anything. Eine Person will am Strand rumliegen und eine gute Bräunung bekommen und nichts tun. And the other wants to walk about on the cliffs or look at some archaeological remains. Und der andere oder die andere will dann auf den Felsklippen herumlaufen und nach irgendwelchen archäologischen Überresten Ausschau halten. Come on, sweetie, just lie down with me. Let's just listen to the ocean. It's so peaceful. Komm, Schatz, leg dich doch mit mir hier und wir hören einfach nur dem Ozean zu. Das ist so friedlich. Okay, for 10 minutes, but that's enough. Then I'm going. I can't bear it. Okay, 10 Minuten lang, aber dann gehe ich. Ich kann es nicht ertragen. So this is very real. It arises in our lives. Das ist sehr real. Das findet in unserem Leben statt. How is it that these two people have such different revelations of the potential of the situation? Wie kann es denn sein, dass diese zwei Menschen ein so unterschiedliches sich zeigen des Potenzials erfahren? Not only do different feelings arise, but different perceptions arise. And the interaction of the perception and the feeling leads to the individual choice. Nicht nur erscheinen verschiedene Gefühle, sondern es erscheinen auch wirklich unterschiedliche Wahrnehmungen. Und die Wechselwirkung zwischen der Wahrnehmung und den daraus hervorgehenden Gefühlen führt dann auch zu tatsächlich verschiedenen Wahlmöglichkeiten oder Entscheidungen. Oh, one of the great advantages of reflecting on this is that you can stop taking yourself so seriously. Eines der großen Vorteile, darüber nachzudenken, ist, dass du aufhören kannst, dich selbst so ernst zu nehmen. It's only your opinion. Es ist ohnehin nur deine eigene Meinung. And not only that, but your opinion is what is arising for you. It's flowing through you. It is your karma speaking through your own mouth. Und nicht nur das, sondern deine Meinung ist ist eine Meinung, die für dich entsteht, die durch dich hindurchfließt und gewissermaßen lediglich das Karma ist, das durch deinen Mund spricht. On an ordinary level, we like certain things, but we don't really know why we like them. Auf der gewöhnlichen Ebene mögen wir gewisse Dinge, aber wir wissen nicht wirklich, warum wir sie überhaupt mögen. We can say, oh, but it's just I like it. Wir können einfach sagen, es ist einfach so, ich mag sie. So that stabilizes this meanness of me, this definitive shaping of I, me, myself. Das stabilisiert lediglich diese, wie soll ich sagen, Michheit von mir, sozusagen diese Formung oder Gestaltung von ich und mich. However, from the Dharma point of view, the tendencies which flow through our life have been generated in previous lives. So we are the theater of the enactment of scripts written long before we were born. Ein Dharma-Standpunkt ist aber sind die
oder die Muster, die durch uns hindurchfließen, erzeugt worden in vorigen Leben, sodass wir lediglich wie ein Theater, eine Bühne sind, auf der die Skripte, die Drehbücher vergangene Leben gewissermaßen in Szene gesetzt werden. These kind of reflections are designed to help us loosen the sense of having an inherent existence. Und diese Art von Reflexionen helfen uns, die Haltung etwas zu lockern, zu glauben, eine innewohnende Existenz zu besitzen. We are not a self that exists through time. We are not something cut off from the environment. We are non-dual with the environment as energetic pulsations shifting and turning with changing situations. Wir sind nicht ein Selbst, das von dem Umfeld abgeschnitten ist, sondern wir sind etwas, was mit der Umwelt sozusagen zusammenfließt und sich dann in diesen energetischen Wechselwirkungen, Pulsationen befindet. Oh, it's why in the meditation we let the flowing flow and remain settled in that which doesn't change. Und das ist der Grund, warum wir in der Meditation sozusagen den Fluss fließen lassen und aber uns niederlassen in demjenigen, das sich nicht verändert. And if we can see from that everything that occurs is our own experience. Und wenn wir von da aus sehen können, dass alles, was erscheint, unsere eigene Erfahrung ist, this is how your mind is displaying itself for you. das ist die Art und Weise, wie unser Geist sich für uns selbst zeigt. This all that appears to be objectively true is in fact a subjective interpretation. Dass alles, was uns als objektiv wahr erscheint, ist in Wahrheit eine subjektive Interpretation. It held in place by culture. Und sie wird natürlich an Ort und Stelle festgehalten durch Kultur. We live in societies with poverty, drunkenness, sexual abuse, and so on. Wir leben in Gesellschaften mit Armut, mit Alkoholismus, mit sexuellem Missbrauch und so weiter. Are we more civilized than tribal people living in the jungle? Sind wir zivilisierter als Leute, die ein Stammesleben im Dschungel führen? We tell the story according to how we can privilege our own particular patternings. Wir erzählen diese Geschichte natürlich immer in der Art und Weise, wie wir unsere eigenen Musterbildung bevorteilen können. We have had a lot of wars in Europe, Aber wir hatten auch in Europa eine Menge Kriege, a lot of killing and torturing. eine Menge Töten und Foltern. And a lot of money goes into medical research. Eine Menge Geld geht in die medizinische Forschung, But a lot of money also goes into military research. aber es geht auch eine Menge Geld in die militärische Forschung. So how is the mind moving? Wie bewegt sich also der Geist? For all the schools in Dharma say, don't take refuge in outer phenomena. They are unreliable. Und was der Dhamma tut, ist zu sagen, nimm nicht Zuflucht in äußere Phänomene, sie sind unverlässlich. In Dzogchen we say, open to your mind, open to the open. Dzogchen sagen wir, öffne dich deinem Geist gegenüber, öffne dich der Offenheit gegenüber. Then the actuality of experience moment by moment will be clear for you. Dann wird das So-Sein der Erfahrung Augenblick für Augenblick klar für dich. Now, we are very fortunate because we are human beings Wir haben sehr viel Glück, denn wir sind menschliche Wesen with generally healthy bodies.
mit allgemein gesprochen gesunden Körper. Our senses are operating. Unsere Sinne sind funktionsfähig. So that means we have a good interface with the potential of the environment. In anderen Worten, unsere Schnittstelle mit dem Potenzial der Umgebung, des Umfeldes ist gut. We've had a general education. Wir haben zumindest allgemein eine Bildung genossen. We learn to read and write and to reflect to a certain extent. Wir haben gelernt, lesen und schreiben zu können und auch bis zu einem gewissen Grad Dinge zu reflektieren. And through this, we have the chance to connect with the Buddha Dharma. Und auf dieser Grundlage haben wir auch die Chance, uns mit dem Buddha Dharma zu verbinden. And through that, we can revision our life. Und dadurch können wir auch unser Leben revidieren. Looking through the lens of the different yanas or dharma vehicles, different aspects of the potential of the field are revealed. Indem wir durch die Linsen der verschiedenen Fahrzeuge, Yanas, schauen, können die verschiedenen Aspekte oder Potenziale des Weges enthüllt werden. From the Buddhist point of view, human beings are the most fortunate of all the different kinds of beings in the six realms. Vom buddhistischen Standpunkt betrachtet sind die menschlichen Wesen die am meisten von Glück begabten Wesen aus den 6 Daseinsbereichen. We have some happiness, but not so much that we get lost in disconnection. Wir erfahren ein wenig Glück, aber nicht zu viel, um nicht in der Verbindungslosigkeit verloren zu gehen. And we have some suffering, but not so much that we are permanently agitated. Und wir haben auch etwas Leiden, aber nicht so viel Leiden, dass wir permanent aufgebracht sind. So in that sense, we have the possibility of having a wide range of experiences. In diesem Sinne haben wir die Möglichkeit, einen weiten Bereich von Erfahrungen zu erfahren. So in this text, he starts now to describe how the 6 realms of samsara arise. Nun, in diesem Text wird es jetzt darum gehen, zu beschreiben, wie die verschiedenen Bereiche, die 6 Bereiche des Samsara aufkommen. This is page 263 if you have the Finding Freedom book. Das ist in dem Buch Finding Freedom ab Seite 263. So he says, dualistic intelligence gives rise to uncertainty, arousing subtle longings, which gradually intensify into dense habitual tendencies. Da heißt es, dualistische Intelligenz lässt eine Ungewissheit aufkommen, die subtiles Verlangen weckt und dieses intensiviert stufenweise in verdichtete, gewohnheitsmäßige Tendenzen. So this is building on the description that we looked at yesterday, that now the mind is giving rise to a patterning of experience orchestrated around the seemingly fundamental difference between self and the other. Und das bezieht sich auf das, was wir hier gestern schon besprochen haben, dass der Geist gewissermaßen anfängt, mit Mustern zu operieren, die sich sozusagen um die Orchestrierung des eigenen Umgangs mit der scheinbaren, fundamentalen Unterschiedlichkeit von selbst und anderem begründen. So
This dualistic intelligence. Intelligence here indicates the capacity of the mind to make use of concepts to create patterns. Dualistische Intelligenz, hier bezieht sich das Wort Intelligenz auf die Fähigkeit des Geistes, Muster aufkommen zu lassen, um mithilfe von Konzepten mit der Situation umzugehen. So we looked yesterday that this third level of ignorance is imagining self-existing entities and then being able to describe them and attribute qualities to them. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass die dritte Stufe des Ignorierens oder der Ignoranz die Vorstellung von aus sich selbst heraus bestehenden Entitäten ist und in der Fähigkeit, diese Entitäten zu beschreiben und sie zu benennen. So inside that framework, where I and the world are two different things, I, in my separation, can think about the world. Innerhalb dieses Bezugsrahmens, wo ich und die Welt zwei getrennte verschiedene Dinge sind, kann ich dann in meiner Getrenntheit von der Welt sozusagen die Welt beschreiben. So in school, some children get bored very easily. In der Schule langweilen sich manche Kinder sehr schnell. They think, I'm not interested, I don't want to be here. Sie denken, ich habe kein Interesse, ich will hier gar nicht sein. So there we see intelligence being captured by a feeling tone. Und hier können wir eine Intelligenz sehen, die durch eine Gefühlstönung gewissermaßen gefangen genommen wird. The feeling tone is, this is rubbish. Und die Gefühlstönung ist, das ist Müll. I'm not stupid. Why would I give my attention to something that's stupid? Ich bin doch nicht blöd. Warum sollte ich meine Aufmerksamkeit etwas geben, was so blöd ist? This is a cause of great unhappiness for school teachers. Das ist die Ursache großen Unglücks für Schullehrer. Because it becomes a kind of impenetrable ceiling. Denn diese Einstellung wird zu einer undurchdringlichen Versiegelung. But if we allow our intelligence to consider geography and history and mathematics and so on, Wenn wir aber gestatten, dass unsere Intelligenz Geschichte, Erdkunde und Mathematik in Betracht zieht, some of these things are quite difficult to learn. manche dieser Dinge sind ziemlich schwierig zu erlernen, Maybe some days it's interesting and some days it's not. dann sind diese Dinge an manchen Tagen vielleicht interessant und an manchen anderen nicht. So the teacher has this double technique, which is usually used with donkeys. Und so hat der Lehrer eine doppelte Technik, die für gewöhnlich mit Eseln angewandt wird. They have a carrot and a stick. Sie haben eine Karotte und sie haben einen Stock. Keep moving, you'll get the carrot, you pass the exam. Beweg dich weiter, hier ist die Karotte, die du kriegst, wenn du die Prüfung bestehst. But somehow the carrot is always over the hill, in the next valley, in the next class. Aber irgendwie ist die Karotte immer sozusagen hinter dem Hügel, im nächsten Tal, in der nächsten Klasse. Study and pass your exam. Studierst und bestehst die Prüfungen. Then you're informed, well, now you have the possibility of doing more exams. Und dann wird dir kundgetan, dass du jetzt das Recht hast, noch mehr Prüfungen zu machen. So everything is tilted towards the future.
Das heißt, alles neigt sich auf die Zukunft zu. We're not concerned with immediate utility or interest. Es geht hier nicht um unmittelbaren Nutzen, Nützlichkeit oder um Interesse, but the education becomes a means to an end. sondern die Bildung oder Ausbildung wird zu einem Mittel zum Zweck. As you study at school, you then have to think, what will I do when I leave school? Wenn du in der Schule studierst, dann musst du aber darüber nachdenken, was werde ich tun, wenn ich die Schule verlasse? Who am I? How will I live? Wer bin ich? Wie werde ich leben? This is what makes study difficult. Und das ist das, was das Studieren, das Lernen schwierig macht. You study in order to open doors, Du studierst, lernst, um Türen zu öffnen. opening doors is good. Das Öffnen von Türen ist gut. Then you think, what will I become? Und dann denkst du darüber nach, was werde ich denn werden? You open the door to being a doctor, you look inside, oh, quite a small room. Du machst die Tür auf, ein Arzt zu werden, schaust hinein und denkst, uff, ein ziemlich kleines Zimmer. Stuck in a little office looking up people's noses or looking at x-rays. Steckst dann in einem kleinen Büro und musst entweder den Leuten in die Nase schauen oder die Röntgenbilder analysieren. What will I do? What will I do? Was werde ich tun? Was werde ich tun? So the intelligence allows us not only to open pathways and learn many different things, but it also allows us to put what we have into question. Die Intelligenz, die erlaubt uns also nicht nur Wege zu öffnen, sondern sie erlaubt uns auch Dinge in Frage zu stellen. So we start to follow one pattern in our life, but this intelligence is working with the still open other pathways we haven't followed. Beginnen also einem bestimmten Muster, einen bestimmten Pfad in unserem Leben zu folgen. Aber diese Intelligenz, die nimmt sehr wohl die ganzen ungenutzten Pfade und Wege zur Kenntnis, denen wir nicht folgen. And this arouses subtle longings. Und das weckt subtile Sehnsüchte. Maybe I made the bad choice. Vielleicht habe ich die falsche Wahl getroffen. Maybe I'm with the wrong person. Vielleicht bin ich mit der falschen Person zusammen. Maybe we should have had children. Vielleicht hätten wir Kinder haben sollen. Maybe we shouldn't have had children. Vielleicht hätten wir keine Kinder haben sollen. Maybe we should have moved 2 years ago when we had the chance. Vielleicht hätten wir umziehen sollen, 2 Jahre zuvor, als wir noch eine Chance hatten. So these patterns of thoughts lead, as he says, to a gradual intensification into dense habitual tendencies. Diese Gedankenmuster führen, wie er sagt, zu einer stufenweisen Verdichtung von gewohnheitsmäßigen Tendenzen. These tendencies can be, for example, disappointment. Diese Neigungen, Tendenzen können zum Beispiel Enttäuschung sein. When we have a general local doctors and people go to them, the main conditions that people report are depression and anxiety. Wir haben ja diese allgemeinen Ärzte hier, zu denen die Leute lokal hingehen und die meist berichteten Probleme, die die Leute mitbringen, sind Depression und Angst, Furcht. It's as if something's gone wrong. Als ob irgendetwas schiefgegangen wäre. How would I know if I'm living in the right way? Wie soll ich denn wissen, ob ich in der rechten Art und Weise lebe? So the habitual tendency is one of an overemphasis on a part
Die gewohnheitsmäßige Tendenz ist also eine Überbetonung eines Teilaspekts. But no matter how much intensity and effort one puts into that part or fragment, it never becomes the whole. Aber ganz gleich, wie viel Energie oder Aufmerksamkeit man in diesen einen Teil oder in dieses Fragment hineinsteckt, wird es dadurch niemals das Ganze. Could have been different, Es hätte auch anders sein können. which of course we know is true. Und natürlich wissen wir, dass das auch wahr ist. Somehow it's like this. Irgendwie ist es so gekommen. So fully settling into one's life as it is, Also das sich gänzliche Niederlassen im eigenen Leben, so wie es ist, and being satisfied and content with how it is, und zufrieden und befriedigt zu sein darüber, wie es ist, appears to be quite an uncommon experience. ist eine relativ seltene Erfahrung. And of course, technological development and consumerist capitalism is constantly putting into question any stabilization of the relation we develop between self and environment. Und natürlich der technologische Fortschritt und der Konsumkapitalismus stellt ohnehin eine Stabilisierung zwischen unserem Selbstempfinden und unserer Umwelt in Frage. Okay, let's take a break now, and if we're back at 1:45. Okay, see you then. Bye. Bye. There we go. Good. Okay, so these first 3 lines we just did, that's generally for all the 6 realms, and now we go into the human realm. Diese ersten Zeilen, die betrafen allgemein alle Bereiche, und jetzt gehen wir zu dem menschlichen Bereich. And we have to remember that he's describing experiences. Dabei müssen wir uns erinnern daran, dass er Erfahrungen beschreibt. He's not describing fixed real entities. Er beschreibt keine festgelegten realen Entitäten. From the Buddhist point of view, that doesn't exist anywhere at any time. Vom buddhistischen Standpunkt aus existieren solche nirgendwo und zu keiner Zeit. The belief in the real is a delusion. Die Vorstellung oder der Glaube an das Reale ist eine Täuschung. Everything is illusion. Alles ist eine Täuschung. So our experience in our life, in a family, going to school, every situation, falling in love, all of these are like dreamlike qualities. Und so ist unser Leben in der Familie, unsere Arbeit, unser in die Schule gehen, unser sich verlieben und was auch immer es noch ist. All das sind einfach traumgleiche Qualitäten. It means there is appearance and emptiness, experience and emptiness. Wir haben also hier Erscheinung und Leerheit, Erfahrung und Leerheit. Experience is not nothing at all. Es ist nicht so, dass die Erfahrung nichts an sich wäre. Because clearly there is moment by moment color, shape, sound, feelings in the body and so on. Denn Augenblick für Augenblick haben wir ganz klarerweise Farbe, Form, Gestalt, Empfindungen, Gefühle und so weiter. But each of these moments is interpreted. Aber jedes dieser Augenblicke wird interpretiert. And our capacity to interpret arises due to our karma. Und unsere Fähigkeit, es zu interpretieren, entsteht auf der Basis unseres Karma. That is to say, it's not the quality of a self. Mit anderen Worten, es ist nicht die Qualität eines Selbst. The ground that we looked at yesterday at the very beginning is infinite, unlimited. It is
infinite potential. Der Der Grund, den wir gestern ja schon angeschaut haben, ist unendlich, ist unbegrenzt, ist ein unbegrenztes Potenzial. When we come into the particularization of an individual identity, which is a dreamlike quality within this open arena of awareness, Wenn wir also zu der Partikularisierung, zu der der Ausprägung besonderer Eigenschaften dieser Erscheinung in der offenen Arena der Bewusstheit kommen, then this vast potential shrinks down into the particular repertoire of our likes and dislikes, the triggers which evoke our anger or pride or desire. Dann schrumpft dieses umfassende Potenzial zusammen auf die besonderen Aspekte, die durch unsere verschiedenen Formen von Zorn, von Begierde und so weiter evoziert werden. So what we take to be I, me, myself is a flow of particularizing experiences constellated by tendencies developed in prior situations. Dann das, was wir für uns selbst erfahren, sind dann Erfahrungen, die auf der Grundlage unserer vorher entwickelten Tendenzen aufkommen, also Tendenzen, die wir durch vorangehende Erfahrungen entwickelt haben. What we take to be our own domain or our own possessions is constituted out of things which are in the world. Was wir für unsere eigene Domäne oder unseren eigenen Besitz halten, besteht aus Dingen, die sich in der Welt befinden. We imagine that our intelligence, our intellect is accurate in its description of what it encounters. Wir stellen uns vor, dass unser Intellekt oder unsere Intelligenz in der Beschreibung der Dinge, die ihm begegnen, richtig liegt oder genau ist. But this is not the whole story. It's never the whole story. Aber das ist nie die ganze Geschichte. For example, I am wearing a jacket. Zum Beispiel trage ich eine Jacke. My jacket. Natürlich meine Jacke. But when I look at the cuff of my jacket, at the edge of my jacket, wenn ich aber die Ärmel meiner Jacke, also die Kante des Ärmels meiner Jacke anschaue, I see there are some holes there. Dann kann ich sehen, dass da irgendwelche Löcher sind. Because some moths have decided that the wool of this jacket belongs to them. Denn irgendwelche Motten haben entschieden, dass die Wolle dieses Jacketts ihnen gehört. So they put their little babies into the jacket in the summertime and the babies have eaten their way out. Und sie schleusen da in der Sommerzeit irgendwelche Babys in die Wolle hinein und in der Zwischenzeit haben sich dann die Babys dann wieder herausgefressen. So, whose jacket is it? Belongs to the moth or to me? Wessen Jacke ist das? Also gehört sie den Motten oder mir? So in this world, we can't put a little circle around any arising and say it is only mine. In dieser Welt können wir um keines der Ereignisse oder dessen, was entsteht, einen Kreis ziehen und sagen, dieses hier innen drin gehört nur mir. So then he's continuing about the human situation. He says, food, wealth, clothing, dwellings, companions, objects desired by the five senses and beloved relations, all these delights torment those who wish to have them.
Dann heißt es hier in Bezug auf die Menschenwelt, Nahrung, Reichtum, Bekleidung, Wohnorte, Genossen, Objekte, die durch die 5 Sinne begehrt werden und geliebte Beziehungen, all diese Entzückungen quälen diejenigen, die den Wunsch haben, sie zu besitzen. Nowadays, many people in wealthy countries can have plenty of food, Heutzutage können viele Leute in den wohlhabenden Ländern eine Menge Nahrungsmittel haben, but they become suspicious of the food. aber das Essen, das sie bekommen, kommt ihnen verdächtig vor. The farmers use so many chemicals in the production, and if people eat meat, they know that the condition for the chickens and the cattle in the slaughterhouse is terrible. Die Bauern machen so viele Gifte in die Produktion ihrer Nahrungsmittel und wenn man Fleisch isst, dann weiß man, dass die Bedingungen für die Hühner und so weiter in den Schlachthäusern furchtbar sind. We can earn some wealth, but then maybe that attracts thieves. Wir können natürlich ein bisschen Reichtum zusammentragen, aber das zieht auch Diebe an. We know that a lot of the clothing we buy is made in other countries where production costs are cheaper and the workers are not treated well. Wir wissen, dass die meisten Kleider, die wir tragen, in anderen Ländern hergestellt werden, in Ländern, in denen die Produktionskosten niedriger sind und die Arbeiter nicht gut behandelt werden. Regarding dwelling places, there have been floods in Europe, there have been fires in Greece and many places, all through the Amazon jungle, across North America, in the Russian tundra. Many dwelling places have been destroyed and people feel unsafe where they are. Was nun die Wohnorte anbetrifft, so haben wir in Europa viele Überflutungen und ansonsten haben wir viele Feuer in den Amerikas, in Amazonas, in den USA, in der russischen Tundra. Viele Wohnorte wurden zerstört und an vielen Wohnorten fühlen sich die Leute unsicher und können sich ihrer Sicherheit dort nicht sicher sein. And regarding friends and companions, people move away because they have to follow where they can find work. Was nun Freunde und Genossen sozusagen anbetrifft, so bewegen sich diese oft in die Ferne, weil sie der Arbeit folgen müssen, die sie zu tun haben. Or a small difference can arise between friends and it looks like a small cloud in the summertime. Oder eine kleine Meinungsverschiedenheit kann zwischen Freunden aufkommen und die sieht zunächst aus wie eine kleine Wolke in der Sommerzeit. But due to provocations, it turns into a huge storm and the friendship ends. Aber aufgrund von Provokationen verwandelt sie sich in einen riesigen Sturm und die Freundschaft geht zu Ende. All the objects of the 5 senses and even the senses themselves are vulnerable. Und all die Objekte der 5 Sinne und sogar die Sinne selbst sind verletzlich. Loving relatives often fall out over inheritance and who is close to the important one and so on. Und liebende Verwandte brechen auseinander aufgrund von Erbstreitigkeiten oder aufgrund der Frage, wer der zentralen Figur in der Familie am nächsten steht. Generally, he's indicating that the relationship between self and other, self and environment, is inherently unstable because of the nature of impermanence. Und was er hier sozusagen, worauf er allgemein hinweist, ist, dass die Beziehung zwischen selbst und den anderen auf eine innewohnende Weise unstabil ist aufgrund der Natur der Unbeständigkeit. What we take to be entities is just a particular forms of vibration, of energy.
was wir für Entitäten halten, sind nichts anderes als bestimmte Schwingungsmuster der Energie. And this dynamic matrix within which we live is interactive, and so patterns can shift slowly or instantly. Und diese dynamische Matrix, unsere Wechselwirkung in diese Welt ist interaktiv und so können sich Muster allmählich oder auch sogar sehr plötzlich verändern. Because we live in this body with our senses pointed out, it's as if what we need is in the environment. Aber weil wir in diesem Körper leben, in dem die Sinne nach außen gestellt sind, nach außen gerichtet sind, kommt es uns so vor, als wäre das, was wir brauchen, da draußen in der Umgebung, im Umfeld. Some people keep a diary. Manche Leute schreiben Tagebuch. They write about events that have happened and the feelings and responses that arise for them. Sie schreiben über Ereignisse, die stattgefunden haben und über ihre Empfindungen und Reaktionen in Bezug auf diese Ereignisse. So, what looks like me or my mind is what has been happening for me. Was also wie ich oder wie mein Geist ausschaut, ist das, was für mich sozusagen geschah. It's very difficult to write an account of what's happening in the moment. Es ist sehr schwer, einen Bericht darüber zu schreiben, was in dem Augenblick geschieht. By the time you conceptualize it and formulate it in language and go to write it down, the arising moment has gone. Bis du das sozusagen Begriffe gefasst hast, in eine konzepthafte Sprache gebracht hast und hingehst, um es aufzuschreiben, ist das eigentliche Ereignis des Moments bereits vergangen. The phenomena of the world are actually ungraspable. Die Phänomene dieser Welt sind eigentlich ungreifbar. You can appreciate them, Du kannst sie würdigen, but you can't really have them. aber du kannst sie nicht haben, wirklich. You don't have a body. Du hast keinen Körper. I can say this is my body, Ich kann zwar sagen, es ist mein Körper, but I don't know how long my heart will keep beating. aber ich weiß nicht, wie lange mein Herz schlagen wird. I don't get any direct feedback from my sense organs about how we're doing. Und wir kriegen keinen unmittelbaren Feedback von unseren Sinnesorganen, wie wir denn eigentlich so funktionieren. Modern medicine tells us that all the different organs in the body are communicating all the time. Messages are going through the blood and the nervous system. Moderne Medizin sagt uns, dass die Organe die ganze Zeit über miteinander kommunizieren und dass Botschaften durch Blut und über das Nervensystem permanent übertragen werden. Okay, so how come I'm the last to know? Wie kommt es also, dass ich der Letzte bin, der es erfährt? Apparently my brain and my bowels are always chatting away all the time. Scheinbar sind mein Gehirn und meine Gedärme permanent am Schwätzen miteinander, But they keep me out of the conversation. aber sie halten mich von dem Gespräch draußen. It's my body. Es ist mein Körper. Really? Not at all. Not at all. Wirklich? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. So, all of this is saying, if you hang on to the idea that you exist as a stable entity in a world of stable entities, was uns das also sagt, wenn du an der Idee festhängst, dass du eine stabile Entität, eine separate stabile Entität bist, die in einer Welt von Entitäten umherhängt, then again and again, events will occur which disturb you and upset your notion of how it should be. dann werden wieder und wieder Ereignisse stattfinden, die dich stören,
werden und die deine Vorstellung, wie die Dinge sein sollten, durcheinander bringen werden. The cause of this disturbance is your deluded belief that there are stable entities. Und die Ursache dieser Störung ist deine wahnhafte Vorstellung, dass es stabile Entitäten gäbe. Everything is dynamic and interconnected, Alles ist dynamisch und wechselseitig verbunden and therefore necessarily interactive. und daher notwendigerweise auch interaktiv. So if you start to reimagine your existence as a dynamic mode of participation, Wenn du anfängst, deine Existenz sozusagen dir auf eine andere Art und Weise vorzustellen, nämlich als einen dynamischen Modus von Teilnahme in a dynamic field, in einem dynamischen Feld, then it becomes much easier to survive with ease and also to go deeper in the practice. dann wird es viel einfacher, mit Gelassenheit oder Leichtigkeit zu überleben und auch in die Praxis tiefer einzudringen. If you are walking along the beach Wenn du entlang am Strand läufst and then you decide to go into the sea and you walk into the sea just as you would on the beach, und du entscheidest dich dann in die ins Meer zu gehen und du läufst ins Meer in derselben Art und Weise, wie du auf dem Strand laufen würdest. as the level of the water around you rises, you realize you can't keep walking. You have to do something different. You're in the sea, you're in the water. Wie der Wasserspiegel um dich herum steigt, wird dir klarer und klarer, dass du nicht einfach so weitermachen kannst, dass du nicht einfach weiterlaufen kannst, dass du doch irgendwie etwas anderes tun musst. You have to do swimming or floating. You can't do walking. Du musst also jetzt das Schwimmen oder das Schweben tun, aber nicht laufen. When you sit in the meditation, thoughts, feelings, sensations are coming and going like waves in the ocean. Wenn du in Meditation sitzt, dann kommen Gedanken, Gefühle und Empfindungen wie Wellen im Ozean. But if you have entered into this field as if you were walking on hard sand, then you have a disjunction. Wenn du aber in dieses Feld eintrittst, so als ob du auf festem Sand laufen würdest, dann hast du hier sozusagen eine Bruchstelle. Oh, it's better to be swimming in the dynamic sea of appearances, whether you are in meditation or going through your daily life. Es ist also besser, in dem dynamischen See von Erscheinungen zu schwimmen, ganz gleich, ob du in Meditation sitzt oder an die Verrichtung deines täglichen Lebens gehst. The ego overemphasizes the earth element because it seeks a stability it doesn't have. Das Ego überschätzt oder übertreibt die Bedeutung vom Erdelement, weil das Ego nach jener Stabilität sucht, die es nicht besitzt. That stabilize the situation. So as he describes, the many factors of our life are unreliable. Es will die Situation stabilisieren, aber wie es hier auch heißt, sind viele Faktoren unseres Lebens unverlässlich. And he says all these worldly forms are generated by delusion. Dann heißt es hier, all diese weltlichen Formen werden durch Täuschung erzeugt. Delusion means when we imagine stability and inherent existence to phenomena which do not have these qualities. Und Täuschung bedeutet hier die Vorstellung von Stabilität und innewohnender Existenz von Phänomenen, die diese Qualitäten eben nicht besitzen. So then he says there is no end to activity arising from the interplay of graspable objects and grasping subjects. Dann heißt es hier, es gibt kein Ende für die Aktivität, die aus dem Wechselspiel von ergreifbaren Objekten und greifenden Subjekten entsteht.
we cannot get rid of the environment. Wir können die Umgebung, das Umfeld nicht loswerden. We're dependent on the environment, Und wir hängen von ihr ab. but we are not the environment. Aber wir sind nicht die Umgebung. So when you are in this field of self and other as separate, Wenn du also in diesem Feld von Selbst und anderen als getrennt erscheinst, on one level you're separate, but you're completely interconnected and dependent. dann kann man sagen, auf einer Ebene ist man getrennt, aber auf der anderen Ebene ist man vollständig wechselseitig abhängig und voneinander abhängig. You have to breathe. Du musst zum Beispiel atmen. The world comes into you, right into your lungs, into your bloodstream, through your heart. Und die Welt kommt in dich hinein, direkt in die Lunge, in unseren Blutstrom und in das Herz. Without this contact with the environment, we die. Ohne diesen Kontakt mit der Umgebung sterben wir. So the fantasy that I am complete in myself is false. Und so ist also die Fantasievorstellung, dass ich in mir vollständig bin, eine falsche. I am dependent. Ich bin abhängig. My life is interdependent. Mein Leben ist wechselseitig abhängig. But the ego's fantasy is that it is independent. Aber die Fantasie des Egos ist, dass es unabhängig ist. And as long as we cling to this idea of autonomous existence, Und solange wir an diese Idee der autonomen Existenz festhalten, our delusion brings us into inefficient and unfulfilling interactions with the world. wird unsere Täuschung uns in falsche und unbefriedigende Wechselwirkungen mit unserer Welt bringen. So the Buddha Shakyamuni's first teaching was on the nature of suffering. Die erste Unterweisung des Buddha Shakyamuni handelte von Leiden. It says, yeah, there is a lot of suffering. You should use that to wake up a little bit. Sie sagt aus, ja, es gibt eine Menge Leiden und du solltest davon Gebrauch machen, um ein bisschen aufzuwachen. Don't pretend everything's fine, everything's fine. You do suffer, you worry. Tu nicht so, als ob alles in Ordnung wäre, alles gut wäre. Du tust leiden und dir Sorgen machen. But this suffering is not intrinsic. Aber dieses Leiden ist nicht innewohnend. It has a cause. Es besitzt eine Ursache. And the cause can be terminated so that the suffering comes to an end. Und diese Ursache kann an ein Ende gebracht werden, sodass auch das Leiden an ein Ende kommt. And there is a path, a way to bring about this end. Und es gibt da einen Pfad oder einen Weg, eine Art und Weise, wie man dieses Ende bewirken kann. So we at least are fortunate to have heard this, and maybe we get some understanding from it. Und wir jedenfalls haben Glück genug gehabt, um das zu hören und vielleicht auch ein wenig Verständnis für diese zu entwickeln. But generally, we don't wake up. We think, must try harder, do more of the same. Aber im Allgemeinen wachen wir nicht auf, sondern wir denken, wir müssen uns noch stärker bemühen und noch mehr in das gleiche Loch bohren. We'll find a way to control things. Wir werden schon irgendwie einen Weg finden, die Dinge zu beherrschen. We can overcome climate change Wir können die Klimaänderung überwinden by technology, which allows us to control more of the factors. durch eine Technologie, die uns gestattet, mehr von den Faktoren zu beherrschen. This mad inflation, which puts us in the place of the boss, will be our ruination.
Und diese völlig dem Wahn entsprungene Inflation, also das Aufgeblähtsein, das uns an die Stelle des Bosses setzt, wird gleichzeitig auch unser Ruin sein. Dharma always points to the middle way, not the master, not the slave. Der Dharma, der weist immer auf den mittleren Weg hin, nicht Meister und nicht Sklave. We have to collaborate, Wir müssen zusammenarbeiten. but the ego dimension of the political, economic, and so on dimensions suffused with ego thinking are always attracted to control. Aber die Ego-Dimension bzw. die politische, wirtschaftliche und technologische Dimension, die immer durchdrängt sind vom Standpunkt des Ego-Denkens, fühlen sich immer sehr stark von der Vorstellung der Beherrschung oder der Kontrolle angezogen. And that strengthens these 8 worldly concerns about winning and losing. Das stärkt diese 8 weltlichen Belange oder Sorgen von Gewinnen und Verlieren, Being successful or being a failure, Erfolg zu haben oder ein Versager zu sein, gain and loss. von Gewinn und Verlust. So this always brings us into a situation of confrontation, because either I win or I lose. Und das bringt uns immer in eine Situation der Konfrontation, denn entweder ich werde gewinnen oder ich werde verlieren. This is a discourse of politicians everywhere. Und das ist ja der Diskurs der Politik überall. But Dharma is saying, no, you have to collaborate. We're in this together. This is the actuality of our situation is inclusive. Aber der Dharma sagt, nein, ihr müsst zusammenarbeiten. Ihr seid in dieser Situation zusammen und das ist das So-Sein der Situation, das ist So-Sein der Lage, die alle einschließt. But once you decide these are my enemies, how can I collaborate with them? Aber wenn du erst einmal beschlossen hast, dass dies deine Feinde sind, wie kann ich mit denen überhaupt noch zusammenarbeiten? There are a lot of texts now looking at what happened in the USSR with Mr. Gorbachev. Es gibt jetzt eine Menge Texte darüber, die sich die Frage nachgehen, was mit Herrn Gorbatschow in der UdSSR passiert ist. And what came from America and many European countries was a kind of triumphalist positioning. Und da wird eine sehr triumphalistische Positionierung in den USA und Europa angestrebt. We have won. Wir haben gewonnen They are defeated. und sie sind besiegt worden. People don't like to be defeated. Aber Leute mögen es nicht gerne, besiegt worden zu sein. You humiliate those who are not doing so well in the interaction. Das demütigt jene, denen es in der Wechselwirkung nicht so gut ergangen ist. This insult may well stir some anger inside them. Und diese Beleidigung kann durchaus sehr wohl einigen Zorn in diesen Leuten wachrufen. And we can see this hot wind blowing through Mr. Putin. Und diesen heißen Wind können wir jetzt durch Mr. Putin hindurchblasen sehen. And he says again and again, you think I'm a loser? I'm a loser? You think it, really? Und er sagt ja, ihr denkt, ich bin ein Loser. Denkt ihr das wirklich? So, this is what happens with winning and losing. Das ist das, was mit Gewinnen und Verlieren passiert. We are the fortunate ones because Dharma makes all of these things very, very clear. It's so obvious how to shit in your own mouth. Wir haben wirklich Glück gehabt, weil der Dharma uns wirklich das alles sehr, sehr klar macht. Das ist sehr, sehr offensichtlich, wie das zustande kommt, dass man im Grunde genommen in seinen eigenen Mund scheißt.
It's so easy to lose by winning. Es ist so einfach, durch das Gewinnen zu verlieren. So this is a human situation. Das ist die menschliche Situation. Then he goes on to discuss the hungry ghosts, the pretas. Dann geht er weiter und diskutiert die Lage der hungrigen Geister, also der Pretas. He says, when the results of longing and clinging ripens, there is birth as a craving, tormented, hungry ghost, overwhelmed by hunger and thirst. Da heißt es, wenn das Resultat der Sehnsucht und des Festhaltens heranreift, gibt es da die Geburt als ein gieriges, gequältes Wesen, als ein hungriger Geist, der von Hunger und Durst überwältigt wird. In the traditional understanding, the hungry ghosts live under the earth. In India, they consider that one of the main doors is in Gaya, in Bihar. Im traditionellen Verständnis stellte man sich vor, dass die hungrigen Geister unter der Erde leben und ein Hauptzutrittstor in diesem Bereich befindet sich in Gaya, in Bihar. And because of the distortion arising in the mental continuum of the beings who are born there, Und aufgrund der Verzerrung, die in dem mentalen Kontinuum der Wesen, die dort geboren werden, auftritt, a distortion governed by envy and desire, und das ist eine Verzerrung, die von Neid und Begierde beherrscht wird. even in the past when they had enough, they were never satisfied. Und selbst in der Vergangenheit, als sie genug hatten, waren sie niemals zufrieden. And this tendency ripens in a situation where they live with in a body which has a very big belly, always swollen with hunger, and a very narrow throat which can swallow almost nothing. Und diese Situation führt zu einer Geburt in einem Körper, der mit einem riesigen Bauch ausgestattet ist, der immer vor Hunger geschwollen ist, und eine Kehle oder einem Schlund, der so dünn ist, so eng ist, dass sie praktisch eigentlich nichts aufnehmen können. Not only that, but what they see as food, when it becomes close to their mouth, turns into something tormenting. Und nicht nur das, sondern wenn das, was sie für Nahrung ansehen, in die Nähe ihres Mundes kommt, verwandelt es sich in etwas Quälendes. It tastes disgusting and they can't bear to swallow it. Es schmeckt widerlich und sie können es nicht ertragen, es zu schlucken. And when they try to drink, the drink turns into molten lead and burns their throat. Und wenn sie versuchen, etwas zu trinken, dann verwandelt sich das Getränk in geschmolzenes Blei, geschmolzenen Blei und verbrennt ihre Kehle. All that seems so desirable turns out to be the very basis of torment. Und alles, was so begehrenswert erscheint, verwandelt sich in genau die Grundlage ihrer Qual. So then Samantabhadra continues, I, the Buddha, make this evocation or invocation so that all sentient beings subject to desire, attachment, and longing neither discard the pangs of desire nor invite in desire, attachment, and longing. Und dann fährt er fort, ich, der Buddha, mache diese Evokation, sodass alle fühlenden Wesen, die dem Begehren, dem Festhalten und der Sehnsucht unterworfen sind, weder die Fänge der Begierde aufgeben, noch das Begehren und das Festhalten und die Sehnsucht einladen. So he's saying, may all sentient beings find this middle way. Und was er sagt, ist, mögen alle fühlenden Wesen diesen mittleren Weg finden.
not increasing longing and desire, and also not trying to get rid of desire. Die Sehnsucht und die Begierde nicht zu vermehren, aber auch nicht zu versuchen, sie loszuwerden. Because if I am in this situation of being a subject in a world of objects, Denn wenn ich in dieser Situation bin, ein Subjekt in einer Welt von Objekten zu sein, this object looks good. dann sieht dieses Objekt gut aus. If I can get hold of it, it will make me happy. Wenn ich es bekommen kann, wird es mich glücklich machen. My happiness is dependent on contact with the good object. Mein Glück hängt also von dem Kontakt mit dem guten Objekt ab. And also depends on avoiding the bad object. Und natürlich hängt es auch von der Vermeidung des schlechten Objekts ab. Are these objects really good or bad? Sind diese Objekte wirklich gut oder schlecht? The things that I really want, are they wanted by everyone else? Die Dinge, die ich wirklich begehre, werden sie von allen anderen auch begehrt? People, due to their karma, make different choices. Aufgrund ihres Karma machen Leute treffen verschiedene Wahlen. They don't necessarily want what I want. Es ist nicht so, dass sie notwendigerweise genau das Gleiche wünschen, wie ich es mir wünsche. Now, either that is because they are stupid, Entweder sind sie einfach blöd, or the thing that I really like is not inherently desirable. oder das, was ich wirklich mag, ist nicht innewohnend begehrbar. It's desirable for me. Wird von mir begehrt. Its desirability is like a mirror reflection of me. Seine Begehrbarkeit ist ein Spiegelbild von mir. The division of the world into attractive and unattractive, desirable, undesirable, is like a projected X-ray of my own mind. Die Teilung der Welt in Begehrbares und nicht Wünschenswertes ist wie eine projizierte Röntgenaufnahme meiner eigenen mentalen Welt. This is why in the meditation practice, we are encouraged to remain without bias. Und das ist der Grund, warum wir in der Meditationspraxis ermutigt werden, ohne eine Neigung zu bleiben. And maintain a sense of equanimity in oneself. Einen Sinn von Unparteilichkeit, Ausgeglichenheit in sich selber zu wahren. And a sense of the equality or equal value of whatever is occurring. Und auch einen Sinn dafür aufrechtzuerhalten, dass alles, was erscheint, gleich oder vom gleichen Wert ist. Of course, it doesn't feel like that to our ego self. Natürlich fühlt sich es für unser Ego selbst nicht so an. The ego self is very certain, no, this is good and that's very bad. I don't want that. Das Ego selbst ist sich da ganz sicher, das ist gut und das andere ist nicht gut, das will ich gar nicht haben. The key point for meditators is to recognize in that moment, oh, this is mental activity. Und der Schlüsselpunkt für Meditierende ist in diesem Moment zu erkennen, aha, das ist mentale Aktivität. This is like a movie. Das ist wie in einem Film. In the movie, somebody is stabbing someone, In dem Film ersticht gerade jemand jemanden, but nobody is killed. aber niemand wird getötet. It's theater. Theater, It's illusion. eine Täuschung. But it feels real. Aber es fühlt sich real an. This is why meditation is difficult. Und das ist der Grund, warum Meditation schwierig ist. The true quality of the real is illusion. Die wahre Qualität des Realen ist Illusion. It is belief in illusion that makes it seem real.
Es ist genau der Glaube in die Illusion, die es als real erscheinen lässt. This is why films and theater and novels work. Und das ist der Grund, warum Filme, Theater und Romane funktionieren. We are able to believe in the unreal and make it seem real. Wir sind fähig, in das Nicht-Reale zu glauben und es als real erscheinen zu lassen. But when this mental patterning manifests at the time of death, one finds oneself born into a Preta realm. Aber wenn dieses mentale Muster zum Zeitpunkt des Todes seine Musterbildung sozusagen vollführt, dann findet man sich in dem Preta-Bereich wiedergeboren. And in the Preta realm and in the Hell realm, there is no birth process. You're just suddenly there. Und in diesem Preta-Bereich, wie auch in den Höllen, gibt es in dem Sinne keinen Geburtsprozess, sondern man ist einfach plötzlich da. And this gives a kind of eternal quality. It's always like this, always, always, always. Und das verleiht ihnen eine Art ewige Qualität. Es ist immer so, immer, immer, immer. So for these beings, this is very terrible. Für diese Wesen ist es also furchtbar, sehr furchtbar. The more they can't have what they believe they need, the more tormented they are. Je weniger sie das bekommen können, wovon sie glauben, dass sie es brauchen, desto gequälter sind sie. So this is something really for us to pay attention to. Das ist etwas, worauf wir wirklich unsere Aufmerksamkeit richten müssen. If you consider your own life, Wenn du dein eigenes Leben betrachtest, you start to see in how many ways, in how many situations, you act as if the answer lies in the object. dann siehst du, dass du in so vielen Situationen, in so vielen Fragen so handelst, als ob die Antwort in dem Objekt läge. If only I could be with that person. Wenn ich nur mit dieser Person sein könnte. If only I could have that job. Wenn ich nur diesen Job bekommen würde. If only my boss would die or vanish. Wenn bloß mein Boss tot umfallen oder verschwinden würde. Then I would be happy. Dann wäre ich glücklich. The source of my trouble and my joy lies in the object. Die Quelle von meinen Problemen und meinen Freuden liegt im Objekt. This is the belief of the ego self. Das ist die Glaubensvorstellung des Ego selbst. If we think about what we looked at yesterday, awareness is not like this. Wenn wir daran denken, was wir gestern angeschaut haben, dann sehen wir, dass die Bewusstheit nicht so ist. Awareness is the intrinsic, bright presence of the mind which is empty. Bewusstheit ist die innewohnende, strahlende Präsenz des Geistes, der leer ist. Awareness is not a dualistic consciousness. It's not knowing something or knowing something about something. Die Bewusstheit ist nicht das dualistische Bewusstsein, das etwas weiß oder etwas über etwas weiß. For awareness, there are no objects. Für die Bewusstheit gibt es keine Objekte There are no subjects. und auch keine Subjekte. There is self-arising and self-vanishing appearance. Da ist die selbst erstehende und selbst sich auflösende Erscheinung. This is the position of all the Buddhas. They live in this relaxed, open clarity within which many different experiences are coming and going. But none of these appearances establish any true existence or real existence. Und das ist die Position all der Buddhas, in der viele verschiedenste Erscheinungen kommen und gehen, aber keine dieser Erscheinungen sozusagen eine wahre, unabhängige Existenz begründet oder etabliert. Awareness is an aspect
of the source. Bewusstheit ist also ein Aspekt der Quelle It is intrinsic to the source, with the source. und sie ist der Quelle innewohnend und mit der Quelle innewohnend. It is the brightness, or you could say the life of the source. Es ist die Strahlkraft oder man könnte sagen, das Leben dieser Quelle. It's not dependent on anything. Und sie hängt von nichts ab It is complete. und ist vollständig. So again, we have Dzogchen Chembo, the great completion. Hier haben wir also wieder Sokpa Chenpo, die große Vollständigkeit. There is neither lack nor excess. Es gibt weder Mangel noch etwas zu viel. Life is not like this for the ego. Aber für das Ego sieht das Leben nicht so aus. The ego is generated by unawareness of how the ground is. Das Ego wird erschaffen durch die Unbewusstheit in Bezug darauf, wie der Grund ist. Being unaware of its own ground and imagining false grounds, it creates an identity separated from its own environment, and this dualistic perception generates desire and aversion. Indem es seines eigenen Grundes unbewusst ist und stattdessen falsche Gründe erschafft, erschafft es eine Spaltung zwischen selbst und anderen, und das führt letztendlich zur Begierde und Abneigung. So this is why Kuntu Sampo is saying, don't try to get rid of desire, because aversion means you're taking it seriously. You're saying this is bad, this is dangerous, I shouldn't have that. And that gives an intensity or validity to the desire. Und deswegen sagt Kuntu Sampo, versuche nicht, die Begierde loszuwerden, denn das generiert sozusagen, das macht das erst real, und diese Abneigung verfestigt die Vorstellung, dass die Begierde etwas Schlechtes und etwas Loszuwerdendes sei, und auf diese Weise wird es verfestigt. And he's saying also, don't adopt or identify with moments of desire which arise and pass. Und dann heißt es aber auch, adoptiere sie nicht oder verbinde dich nicht mit dem Augenblick von Begierde, mit den Augenblicken der Begierde, die einfach erstehen und auch vergehen. The source is open. Die Quelle ist offen It has no bias. und hat keine Vorneigung. As the texts say, whatever comes, comes. Wie es in den Texten heißt, was immer kommt, kommt. It's not like a good mama trying to protect her vulnerable children. Sie ist nicht wie eine gute Mama, die versucht, ihre verletzbaren Kinder zu beschützen. He's saying, don't look to the object to take care of you. Was es sagt, ist, schaue nicht nach dem Objekt, das irgendwie für dich Sorge tragen wird. Stay relaxed and open on the point, on the middle way, on the moment of arising, not merging in, not pulling away. Bleibe entspannt und offen auf dem Punkt des Erstehens, an dem Punkt, wo du weder mit der Erscheinung verschmilzt, noch versuchst dich von ihr abzuwenden. Then everything is revealed, but without reactivity. Dann wird alles enthüllt, gezeigt, aber ohne eine Reaktivität. So then he says, with the mind released just as it is, awareness settles in its own place. Dann sagt er, mit dem Geist, der losgelassen wird, so wie er ist, wird Bewusstheit auf erfrischte Weise sich in ihrem eigenen Ort niederlassen.
the mind relaxes into its own ground. Der Geist entspannt sich in seinen eigenen Grund. Just as the rays of light come out from the sun, So wie die Strahlen des Lichts aus der Sonne herauskommen and dissolve, und sich dann auflösen. they are not required to go back in a feedback loop to the sun. Es ist nicht erforderlich, dass sie in eine Rückkopplungsschleife zur Sonne zurückgehen. The sun is the cornucopia, the wish-fulfilling gem. It's permanently offering more. Die Sonne ist wie ein Füllhorn, wie ein wunscherfüllendes Juwel, das immer mehr anbietet. It's not like the light of a candle, which requires the wax to be there and will burn up. Es ist nicht wie das Licht einer Kerze, die es erforderlich macht, dass Wachs da ist und der verbraucht wird. Unending light. Es ist ein unendliches, nicht endendes Licht. So, in this book that we just launched recently, Longing for Limitless Light, In diesem Buch, das kürzlich herauskam, Sehnsucht nach grenzenlosem Licht. Limitless Light is the name of Amitabha, the Buddha of the section of the mandala concerned with desire. Dort ist grenzenloses Licht der Name des Buddha Amitabha, der sozusagen der Buddha von dem Abschnitt des Mandala ist, der von Begierde handelt. He is the head of the Lotus family. Man könnte sagen, er ist auch das Familienoberhaupt der Lotus-Familie. And this relates to the 5 Buddha families that were mentioned earlier in the text. Und das hat einen Bezug zu den 5 Buddha-Familien, die vorher im Text erwähnt wurden. His light has no cause to it. It's not arising due to circumstances. It's just the intrinsic brightness of his Buddha revelation. Dieses Licht hat keine Ursache, keine innewohnende Ursache, sondern es ist einfach ein Vorkommen, ein Prozess, der einfach die Offenbarung oder die Enthüllung des Buddha ist. So the mind, or this knowing capacity, relaxes back into its own ground. Also entspannt sich dieser Geist, also diese Fähigkeit des Wissens zurück in den eigenen Grund. It is a manifestation of the energy of the ground. Es ist die Manifestation der Energie des Grundes. We talk of the mind, but here it's like the mind is empty and radiant, and what we call knowing something is a particular flash of that radiance. Also was wir als Geist bezeichnen, ist sozusagen leer und zugleich strahlend, und das, was wir als etwas Wissen bezeichnen, ist nichts anderes als ein Blitz in diesem Strahlen. So if this mind has been infected with desire, it becomes agitated and is further looking out. Wenn dieser Geist also dann infiziert ist mit Begierde, dann wird er erregt und schaut immer weiter hinaus. But by this energy of wanting to know, wanting to apprehend, by it relaxing back into its own ground of emptiness, Indem aber diese Energie wissen zu wollen, etwas wahrnehmen zu wollen, indem das sich entspannt in den eigenen Grund der Leerheit, then awareness is able just simply to relax and replenish where it is.
dann kann die Bewusstheit einfach dann entspannen und sich sozusagen wieder auffüllen an dem Ort, wo sie ist. Because this knowing is like a kind of delinquent turn of the radiance of awareness. Denn dieses Wissen ist, wenn man so sagen will, eine Art delinquente Wendung dieser Strahlung. It tends to know something, Sie neigt dazu, etwas wissen zu wollen. but there are no somethings. Aber es gibt keine Etwasse. So it's a little bit deceitful. It's imagining what it knows. Es ist ein bisschen trügerisch oder täuschend. Sie stellt sich vor, was sie weiß. I know what I imagine. Ich weiß, was ich mir vorgestellt habe, aber still. This is not out there. Das ist ja gar nicht da draußen. This is a little whirlpool of mental activity. Das ist einfach ein kleiner Wirbel mentaler Aktivität. So that's what he's saying. If you stay on that midpoint, this little whirlwind will settle, and then the open clarity of awareness will shine forth. Und das ist genau, was er sagt. Wenn du da auf diesem Mittelpunkt bleiben kannst, dann wird sich diese kleine Wirbelwind gewissermaßen niederlassen und dann wird die Klarheit der Bewusstheit hervorstrahlen. So then he says, then may all awaken to discerning illumination. Und dann heißt es hier, dann mögen alle zur unterscheidenden Beleuchtung oder Erleuchtung erwachen. Discerning illumination is one of the 5 wisdoms. It's the purification of desire and the quality of the Buddha Amitabha. Und das, was hier als unterscheidende Beleuchtung oder Erleuchtung bezeichnet wird, ist eine dieser 5 Weisheiten und stellt die Reinigung der Begierde dar und damit auch eine Qualität des Buddha Amitabha. Discerning means being able to pay attention to the detail. Und unterscheidend bedeutet hier in der Lage zu sein, die Details zu beachten. Diversity arises as the potential of the ground. All the many phenomena of samsara and nirvana. Die Diversität steht als der Ausdruck des Potenzials des Grundes, also all diese vielen verschiedenen Phänomene von Samsara und Nirvana. Seeing that they are empty, seeing that their source is the one source, the open source. Indem du siehst, dass sie leer sind und indem du siehst, dass ihre Quelle die eine Quelle ist. One can see the details just as they are without applying any subjective particularizing valoration. Kann man oder kannst du die Details von allem genauso sehen, wie sie sind, ohne dass da aber irgendeine Art von subjektiver, dem Besonderen zugeneigter Bewertungstätigkeit unterliegst. That is to say, the value of what is experienced, all the forms of the world, everything which arises. Mit anderen Worten, der Wert von all den Erfahrungen in der Welt, von allem, was in dieser Welt erscheint. The true value is inherent in the arising as an arising. So liegt also der wahre Wert davon innewohnend in dem Erstehen als Erstehen. It is appearance and emptiness. Das ist Erscheinung und Leerheit. Its value is not determined by whether I like it or don't like it. Und der Wert davon wird nicht davon bestimmt, ob ich es mag oder nicht mag. My
desire obscures. Aber das Begehren verdunkelt. Now, it doesn't feel like this to the ego. Es fühlt sich nun nicht so an für das Ego. You go looking in the shops for something, say, ah, that's the one I want. Du gehst einkaufen und siehst, das ist genau, was ich gesucht habe. Oh, it's very important. I was looking everywhere, but this is the best one. Das ist sehr wichtig. Ich habe überall herumgeschaut, aber jetzt habe ich das Beste gefunden. This is your karmic mental activity. Das ist eine karmische mentale Aktivität. It's the best for you. Das ist das Beste für dich. This has nothing to do with the object. Und das hat nichts mit dem Objekt zu tun. It is your projection. Es handelt sich hier um deine Projektion. And your projection is blinding you to the object. Und deine Projektion macht dich gegenüber dem Objekt blind. But because you are so excited that you have found the best one, Weil du aber so erregt bist, zu glauben, dass du das Beste gefunden hast, you think you're seeing clearly. denkst du siehst klar. So, in order to clarify this for yourself, I suggest you read the Heart Sutra again and again and apply its understanding to all the different things in your world. Um das für dich selber zu klären, würde ich vorschlagen, du liest das Herzsutra immer wieder und nimmst es und wendest es auf all deine Erfahrungen in der Welt an. Persecutors are empty, victims are empty. Die Verfolger sind leer und auch die Opfer sind leer. Shoes that fit me are empty, shoes that don't fit me are empty. Schuhe, die mir passen, sind leer und Schuhe, die mir nicht passen, sind auch leer. Apply it to everything you encounter. Wende es auf alles an, dem du begegnest. The emptiness of everything is the quality revealed by awareness. Und die Leerheit von allem ist die Qualität, die durch Bewusstheit enthüllt wird. The solidity and separate identity of things is what is revealed by unawareness. Und die Festigkeit und die scheinbaren besonderen Qualitäten von etwas sind die Dinge, die durch die Unbewusstheit enthüllt werden. This is vital. Das ist vital wichtig. This is the basis of liberation. Das ist die Grundlage für Befreiung. As long as the mind is obscured by dualistic misperception, only suffering will come. Solange der Geist verdunkelt ist durch dualistische Fehlwahrnehmung, wird nichts anderes kommen als Leiden. Then he moves on to the hell realms. Jetzt geht er weiter zu den Höllenbereichen. He says, with the appearance of objects taken to be external, there is agitation in the subtle mental formations experiencing fear. Da heißt es, mit dem Erscheinen von Objekten, die als äußere Objekte genommen werden, gibt es die Erregung der subtilen mentalen Formation der Erfahrung von Angst. What I see outside me is not me. Was ich außerhalb von mir sehe, ist nicht ich. Wanting to protect my lovely existence, Indem ich meine liebliche Existenz beschützen möchte, I'm looking for advantage and disadvantage. halte ich nach Vorteil und Nachteil Ausschau. Perceiving some people as dangerous or potential enemies, fear arises in me. Indem ich manche Leute als gefährlich oder als potenzielle Feinde wahrnehme, entsteht Furcht in mir. It says, this intensifies into the habitual tendency of aversion. Und dann heißt es hier, das intensiviert sich zu der gewohnheitsmäßigen Tendenz der Abneigung. If only they weren't here. If only these people didn't exist. If only there were no mosquitoes. Wenn sie nur nicht da wären, wenn diese Leute nur nicht existieren würden, wenn es nur keine Mücken gäbe. I don't like mosquitoes. Ich mag keine Mücken. So when we have this feeling towards any other living form,
this gives rise, as he says, to violent wishes to beat and kill those that are taken to be enemies. Und wenn wir eine solche Empfindung gegenüber irgendeiner lebenden Form haben, dann, wie es hier weiter heißt, gibt das Anlass zu dem gewalttätigen Wunsch, jene, die als Feinde betrachtet werden, zu schlagen und zu töten. I don't like mosquitoes. Ich liebe keine Moskitos. They can carry malaria. Sie kann Malaria tragen. I could get really sick and die. Ich könnte wirklich krank werden und sterben. These little creatures could kill me. Diese kleinen Kreaturen könnten mich töten. They are dangerous. Sie sind gefährlich. But the reason I could die is because I've been born. Aber der Grund, warum ich sterben konnte, liegt darin, dass ich geboren wurde. Having been born, we have to die. Nachdem wir geboren wurden, müssen wir sterben. If your death is delivered by the mosquito postman or the drunk driver postman or the cancer postman, does it matter? Ob der Tod jetzt von dem Briefträger der Moskitos oder von dem Briefträger der betrunkenen Autofahrer oder dem Briefträger von Krebs ausgeliefert wird, was kümmert's denn? We project the danger into the other without really recognizing, oh, the problem is my vulnerability. I am identified with this body as if it was my true home and the limit of my existence. Wir projizieren die Gefahr in den anderen hinein und erkennen nicht, dass das eigentliche Problem sozusagen meine eigene Verkörperung ist und meine Identifikation mit dieser Verkörperung, als ob sie gewissermaßen mein wahres Zuhause und die Grenze meiner Existenz wäre. But, you know, we have, in these last years, we have seen so many horrible, horrible, murderous actions arising on the basis of this kind of aversion and hatred. Aber in den letzten Jahren haben wir wieder viele, viele furchtbare Handlungen gesehen, mörderische Handlungen gesehen auf der Grundlage dieser Art von Empfindungen. With Daesh and Islamic State in Syria and Iraq, and their merciless persecution of the Yazidi people and the Kurds. Mit den Daesh und ISIS in Syrien und Irak und mit der gnadenlosen Verfolgung von Yazidi und Kurden. There is an implacable hatred. Gibt es einen ungebändigten Hass. And this hatred is supported and intensified by a hierarchical structure of evaluation. Und dieser Hass wird unterstützt und intensiviert durch eine hierarchische Struktur von Bewertungen. Being blind to the fact that all phenomena are empty in their are equal in their emptiness. Indem man blind ist gegenüber der Tatsache, dass alle Phänomene gleich in ihrer Leerheit sind. My own feelings and ideas mislead me into imagining that there are inherent differences in value in what occurs. Bringen mich meine eigenen Empfindungen und Ideen dazu, die fehlgeleitete Vorstellung zu haben, dass in den Dingen, die da erscheinen, irgend so etwas wie ein innewohnender, unterscheidbarer Wert liegt. So we see this between human beings, where some humans look on others as subhuman. Wir sehen das bei Menschen, die andere Menschen betrachten, als ob sie Untermenschen wären. This lets them enslave others and abuse them sexually. Sie versklaven andere, sie missbrauchen sie sexuell. It leads them to mass murder, to genocide. Und das wird auch zum Massenmord und Genozid. We are good people getting rid of this scum, these cockroaches, these rats. Wir sind gute Leute, die diesen Abschaum, diese Kakerlaken, diese Ratten loswerden. This is an amazing thing to think.
Das ist ein erstaunliches Ding zu denken. But when people are filled with this aversive energy, they believe in the truth of their own prejudice. Aber wenn die Leute mit dieser aversiven Energie gefüllt sind, dann glauben sie an die Wahrheit ihres eigenen Vorurteils. It is virtuous to kill the enemy. Es ist tugendhaft, den Feind zu töten. When the Crusades went to take back the Holy Land, they did many, many cruel things. Als die Kreuzritter in das Heilige Land fuhren, um es wieder zu erlangen, taten sie viele grausame Dinge. Because getting rid of the Muslims was seen as some virtuous action. Weil das Loswerden von Moslems als eine tugendhafte Handlung betrachtet wurde. However, as the first crusade was going to the Holy Land, they went via what was then Constantinople. Als der erste Kreuzzug ins Heilige Land ging, passierten sie durch das, was damals Konstantinopel hieß. And the good Catholic Europeans decided that these Orthodox Christians were also some kind of scum, and they killed them and threw all their religious treasures in the water and stole the gold. Da entschieden die guten Katholiken, dass auch die dort lebenden orthodoxen Christen zu diesem Abschaum gehören, und sie haben diese Leute getötet, sie haben ihre religiösen Objekte ins Wasser geworfen und das Gold gestohlen. The most terrifying question is, are you one of us? Die schrecklichste Frage, die gestellt werden konnte, war, bist du einer von uns? Because if you're not one of us, then we don't need you. You're dead. Denn wenn du nicht einer von uns bist, dann brauchen wir dich nicht, du bist tot. This text is explaining very clearly how all of these horrendous things occur. Und dieser Text erklärt sehr klar, wie diese ganzen fürchterlichen Dinge erscheinen. It doesn't arise because some people are bad. Das kommt nicht vor, weil irgendwelche Leute schlecht sind. It arises because the mind is empty, but full of patternings which arise and pass. Das passiert, weil der Geist leer ist, aber voller Musterbildung, die aufkommen und vergehen. And if the emptiness of the pattern arising in the empty mind is not seen, Und wenn die Leerheit des Geistes, die Leerheit der Muster in dem leeren Geist nicht erkannt wird, then it appears that the thoughts and feelings that arise in us are messengers of truth. dann scheint es so zu sein, als ob die Gedanken und Gefühle, die da aufkommen, die Botschafter der Wahrheit seien. So he says then, when the result of anger ripens, there is the agony of being boiled and burned in the hells. Dann heißt es hier, wenn das Resultat des Zorns heranreift, dann erfährt man die Agonie des gekocht und gebrannt werden in den Höllen. And you can read in the general Buddhist teachings about the 8 hot hells, 8 cold hells, intermediate hells, and so on. There's a lot of detail. In der allgemeinen buddhistischen Unterweisung kann man da viel nachlesen über die 8 heißen, 8 kalten Höhlen und die Zwischenhöhlen. Es gibt viele Details. These are realms where there is no mercy. Das sind Bereiche, in denen es kein Mitgefühl gibt, keine Gnade gibt. Where your tears and your wailing and your screams has no impact on the hearts of the guards. Wo deine Schreie und deine Tränen und dein Jammern keinerlei Einfluss auf die Herzen der Bewacher ausübt. We've had these events in our human realm already, very recently. Wir haben diese Vorgänge in unserem menschlichen Bereich sehr unlängst auch erlebt. So it's important to look around and see the dynamic of how these conflicts arise.
Es ist also wichtig, umherzuschauen und zu sehen, wie die Dynamik solcher Konflikte aufkommt. And one of the factors nowadays which makes it difficult to see is nationalistic pride and self-deceptive storytelling. Und eines der Faktoren, die es schwer machen, da hindurchzuschauen, ist der nationalistische Stolz und die selbstbetrügerische Berichterstattung über die Geschichte. At the end of the Second World War, the Catholic Church was active in helping Nazis, war criminals, escape from Austria over the mountains to Rome and then to South America. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war die katholische Kirche aktiv daran beteiligt, Nazi-Verbrechern aus Österreich zu entkommen, zuerst nach Rom und dann nach Südamerika. Because they believe fascism is better than communism. Denn sie haben einfach geglaubt, Faschismus ist besser als Kommunismus. So it's helpful to study a little history, and then you realize we are all mad. We are completely intoxicated by concepts and believe that they tell the truth. Es ist nützlich, etwas Geschichte zu studieren und zu erkennen, dass wir alle dem Wahnsinn verfallen sind und an die Wahrheit von Konzepten glauben. So he says then, just very briefly, I, the Buddha, make this evocation so that all sentient beings moving in the six realms will, when intense anger arises, let the arising rest in its own place without adopting or rejecting. Und so heißt es kurz hier, ich, der Buddha, mache diese Evokation so, dass alle fühlenden Wesen, die sich in den 6 Daseinsbereichen bewegen, wenn intensiver Zorn entsteht, den aufkommenden Zorn an seinem eigenen Platz ruhen lassen, ohne ihn anzunehmen oder abzulehnen. So this is the same point. Relax in the spacious openness of the mind without merging into the arising anger, without trying to get rid of it. If you leave it alone, it will fly through the sky of your mind like a wild swan. Hier wieder der gleiche Punkt. Entspann dich in dem Aufkommenden, ohne damit zu verschmelzen oder es abzulehnen, sondern lass es einfach in sich selbst ruhen und dann wird diese Empfindung in dem Raum deines Geistes fliegen wie ein wilder Schwan. So when there is no reactivity, then, as he says, awareness settles relaxed in its own place. Wenn es da also keine Reaktivität gibt, dann, wie er hier sagt, lässt sich die Bewusstheit nieder, erfrischt an ihrem eigenen Ort. It's not that awareness was displaced from its own place. It's more like for us as people on the path, this is how we experience it, although awareness from the very beginning never changes from its non-duality with unborn emptiness. Das ist jetzt nicht so, dass die Bewusstheit selbst in irgendeiner Weise von ihrem eigenen Ort verdrängt wäre, aber für uns als Leute auf dem Weg ist es, wie wir das quasi erfahren, dass wir uns in diese Bewusstheit niederlassen können. We settle into the ever-settled awareness. Es sind wir, die wir in die stets sich niedergelassene Bewusstheit niederlassen. Then he says, then may all beings awaken to the clarifying illumination. Und dann heißt es, dann mögen alle Wesen zu der klärenden Illumination erwachen. This is the mirror-like wisdom, which is the purification of anger in the tantric system. Das ist die spiegelgleiche Weisheit, die Reinigung des Zorns in dem tantrischen System darstellt. Okay, so we take a break for lunch now. We're back at 2 o'clock.
Also wir machen jetzt eine Pause bis 3 Uhr mitteleuropäische Zeit. Good. Okay, let's continue. Wir fahren fort. So I hope you get a sense of the flow of the text and how every development that's occurring is, you can link back to the same source and having two paths. Ich hoffe, ihr könnt ein Gefühl für den Fluss dieses Textes bekommen und sehen, wie jeder Entwicklungsschritt dieses Textes zurück verknüpft werden kann mit der Idee, dass es da diese eine einzige Quelle und zwei Pfade gibt, die daraus hervorgehen. Because the central point is that everything that arises for us, our body, our thoughts, feelings, possessions, country and so on, Denn der zentrale Punkt ist, dass alles, was für uns entsteht, ob das jetzt unser Körper ist, unsere Gedanken, Gefühle, unsere Besitztümer, unser Land und so weiter, is itself the display of the ground. selbst schon eine Schau des Grundes sind. And the thoughts that we have about this, the opinions, the judgments, Und dass auch die Gedanken, die wir darüber haben können, die Meinungen, die Urteile, die wir fällen, don't make any difference to the actual quality of everything as the self-appearance of the ground. keinerlei Unterschied an der tatsächlichen Qualität von allem als der Eigenerscheinung des Grundes ausmachen. For example, if you look in a mirror, Wenn du in einen Spiegel schaust zum Beispiel, you see many different reflections occurring. dann siehst du viele verschiedene Spiegelbilder auftauchen. The nature of the reflection is the display of the potential of the mirror to show reflections. Dann ist die Natur der Spiegelung die Schau des Potenzials des Spiegels, nämlich Spiegelungen zu zeigen. So whatever you think about the quality of the reflection, whether it's beautiful or ugly or meaningful or meaningless, Was immer du über die Qualität der Spiegelbilder denkst, ob du sie für schön oder hässlich hältst, für bedeutsam oder unbedeutend, these don't touch the actual or true quality of the reflection, which is simply to be a reflection. all an diese, empty appearance. all diese Urteile berühren nicht die tatsächliche Qualität des Spiegelbilder, nämlich einfach schlichtweg die Erscheinung von Spiegelbild zu sein. It's not that you shouldn't have opinions about the reflections, Nicht, dass ihr keine Meinung über die Spiegelbilder haben dürft, but it's to recognize the low status or the lack of true definition in your opinions. sondern es geht darum, den niedrigen Status oder den Mangel an Bedeutung in deinen Meinungen zu erkennen. And the more you see that your opinions don't establish any true facticity to what you are thinking and talking about, Und je klarer du siehst, dass deine Meinungen keinerlei wahrhafte Tatsächlichkeit in Bezug auf die Dinge, über die du da sprichst oder denkst, etablieren, then maybe you yourself realize, oh, I don't need to develop this kind of opinion. dann erkennst du für dich selber vielleicht, dass du es eigentlich gar nicht brauchst, solche Arten von Meinungen zu entwickeln. Because what arises as the self-display of the open ground is valid just as that. Denn was immer als die Eigenschau oder Selbstschau des offenen Grundes steht, ist gültig als solches.
And my opinion about it is adding the ego value to the situation, which is probably not going to help me very much. Und meine Meinung darüber, die ich darüber entwickeln kann, ist, fügt lediglich sozusagen den Mehrwert des Egos hinzu und das wird vermutlich nicht wirklich helfen. So then our mind can become more calm. As he was saying, our thoughts and feelings inflected by the 5 poisons can just relax and dissolve in their own place. Sodass wir ruhiger werden können, so wie er das gesagt hat, dass unsere Gedanken und Gefühle und Empfindungen gewissermaßen an ihrem eigenen Ort zur Ruhe kommen können. Okay, so now we go on to the next category, which is the God realm. Wir gehen jetzt zu dem Götterbereich. According to the tradition, there is there are different levels of the God realm. There are the 8 formless God realms. There are the pure God form realms, and there are the desire realms. Gemäß der Tradition gibt es da verschiedene Ebenen oder Stufen der Götterbereiche. Es gibt die 8 formlosen Götterbereiche, dann gibt es die Bereiche der reinen Form und dann gibt es die Bereiche der Götter der Begierde. So he says, when the mind is swollen with pride, one's intellect becomes competitive and contemptuous towards others. Und da heißt es, wenn der Geist anschwillt mit Stolz, wird der eigene Intellekt auf Konkurrenz eingestellt, also auf Wettbewerb eingestellt und entwickelt Verachtung gegenüber anderen. Due to the arising of fierce pride, one experiences the suffering of quarreling with others. Aufgrund des Aufkommens von einem heftigen Stolz erfährt man das Leiden des Streits mit anderen. When the result of this activity ripens, one is born as a god and experiences ejection and downfall. Wenn das Resultat dieser Aktivität in einem heranreift, dann wird man als ein Gott wiedergeboren und macht die Erfahrung des Hinauswurfs und des Niedergangs. So sometimes in the description of pride, it's more presenting it just as a kind of sense of inflation. But here he's highlighting that it's not just me up, me superior, but you down, you inferior. Manchmal ist in der Beschreibung von Stolz nur der Aspekt impliziert, dass sozusagen wir die Erfahrung einer Inflation, eine Aufblähung, eine Überhebung von uns selbst machen. Aber hier geht es nicht nur um diese Inflation, dieses Aufblähen von uns selbst, sozusagen unser heraufgestuft werden als höher, sondern bei gleichzeitigem Herabstufen von anderer als unterlegen. And it's indicating also that pride is quite blind. Und er zeigt auch an hier, dass Stolz auch ziemlich blind ist. We often find some quality that we have, some basic skill, and we develop it, and we want to develop it more and more because it gives us a pathway to feeling special. Wir finden bei uns selbst vielleicht irgendeine grundlegende Befähigung, irgendein Talent und wir entwickeln diese Befähigung und wollen sie immer weiter ausbauen, weil es uns eine Basis dafür liefert, uns überlegen zu fühlen. And then even if the activity that we're doing is good in a formal sense,
because our motivation is self-referential, the activity becomes simply samsaric. Und selbst wenn die im formalen Sinne betrachtet die Aktivität, die wir ausführen, gut ist, dadurch, dass sie aber mit einer Motivation betrieben wird, die selbstbezüglich ist, wird diese Aktivität zu einer gewöhnlichen samsarischen Aktivität. So the comment that's sometimes made from the Mahayana point of view would be that if a meditator is going through the jhanas, the different levels of ever increasing mental absorption, Und die Kommentare, die vor allem auch im Zusammenhang mit der Mahayana-Tradition gemacht werden, lauten, dass wenn der Meditierende durch die verschiedenen Ebenen der Jhanas, der meditativen Absorption gehen, then if the motive is to become really successful or to reach the end and to become a great meditator and to free myself from all disturbance, wenn das Motiv dann der ist, sozusagen durch diese Praxis wirklich großartig zu werden und den Pfad bis zum Schluss zu gehen und ein ganz großer Meditierender zu werden und durch das Resultat der Meditation uns von allen Störungen zu befreien, then the consequence of that is I am so preoccupied with ensuring my own success that I disregard the needs of others. dann ist die Konsequenz der Tatsache, dass ich immer noch vor allem damit beschäftigt bin, meinen eigenen Erfolg sicherzustellen, also für mich selber zu arbeiten, dass ich dann die anderen dabei missachte. Because the outcome of doing this very intensive, inwardly focused meditation practice is to attain these highest formless realms where there is just the most fine level of consciousness. There's no body even. Denn das Ergebnis, wenn man also in diese feinsten Formen der meditativen Absorption sich vertieft, dass durch die Praxis davon man wiedergeboren wird in einem der Bereiche der formlosen Götter, in denen es lediglich die subtilste, die feinste Form von Bewusstsein gibt und es nicht einmal mehr einen Körper dafür gibt. And that's why in the Mahayana tradition, when we're doing our practice, we first of all develop the intention that the practice will be for the benefit of all beings. We include all beings in our visualization, and then at the end we dedicate the merit to all beings. Und daher, sofern wir Mahayana-Praxis ausführen, ist immer der erste Schritt, die Intention zu entwickeln, dass diese Praxis allen Wesen dienen wird. Und in der Praxis selbst schließen wir in der Visualisierung alle Wesen ein. Und am Ende der Praxis widmen wir das Verdienst oder die Tugend, die aus dieser Praxis erwächst, eben auch dem Wohle aller Wesen. And we say things like, I will do whatever is necessary to help beings. Und dann sagen wir Dinge wie zum Beispiel, ich werde alles tun, was notwendig ist, um allen fühlenden Wesen zu helfen. Which is to say, I will be interruptible. Mit anderen Worten, wir drücken aus, ich werde für Unterbrechungen offen sein. If you ask me, I have to respond. Wenn du mich fragst oder bittest, dann muss ich darauf eingehen. Whereas if you're trying to develop these intense, uninterrupted meditation states, you don't want anybody making requests. Während wenn du diese tiefen meditativen Absorptionszustände anstrebst, dann bist du nicht daran interessiert, dass irgendjemand von dir irgendetwas will. Moreover, because what's being developed is something quite precisely on your own terms, you're fulfilling your vision. Und ferner, weil das, was du da entwickelst, ziemlich präzise sozusagen zu deinen eigenen Bedingungen stattfindet und du deine eigene Vision entwickelst, Then other people become very annoying dann werden andere Leute wirklich ziemlich ärgerlich, because they want you to
to recruit you into their plan. Denn die wollen dich in ihre Pläne sozusagen rekrutieren. Or they want to offer their comment on how they think you're doing. Oder sie möchten dir ihren Kommentar anbieten darüber, wie sie denken, wie es dir so ergeht. Oh, then you say, leave me alone, go away, stop it. Dann sagst du, lass mich in Ruhe, geh weg, hör auf damit, You're spoiling it. du verdirbst es. So this leads to the kind of quarreling he's describing. Und das führt zu dieser Art von Streit, von dem hier die Rede war. And he says the result of this activity is that you're born as a god and experiences ejection and downfall. Und dann heißt es eben hier, dass das Resultat dieser Aktivität das ist, dass du als Gott geboren wirst und Herauswurf und Niedergang erfährst. He's not saying, due to this, you become a god and you live in a beautiful palace and you have music all day long and delicious food and wonderful clothes. Er sagt also nicht, dass du aufgrund dessen in einem wunderbaren Palast wiedergeboren wirst, den ganzen Tag lang um dich Musik hast und fantastisches Essen und wunderschöne Kleider und all das. He's highlighting every created thing will vanish. Was er hier betont, ist, dass jedes erschaffene Ding auch verschwinden wird. You have created the basis for being born in a God realm, but it won't be there forever. Du hast zwar die Basis dafür geschaffen, im Götterbereich wiedergeboren zu werden, aber das wird nicht für immer da sein. Your period there will come to an end. Dein Aufenthalt dort wird an ein Ende kommen. You will be rejected by the other gods. Und dann wirst du von den anderen Göttern abgelehnt werden. The garlands of flowers around your neck will start to smell. Und die Blumenkränze um deinen Nacken werden anfangen zu stinken They will fade. und verblassen. And your own body will start to smell. Und auch dein Körper fängt an zu stinken. And then people look at you in disgust. Und dann schauen dich die Leute mit Angewidertheit an. And because you have been in this easy realm for so long, your psychic skin, your ego membrane is so sensitive that it feels devastating. Und weil du in diesem Bereich des Wohlergehens, der Gelassenheit für so lange Zeit schon da warst, ist deine Haut sozusagen, deine Ego-Membran so dünn und durchlässig geworden und empfindlich geworden, dass du wirklich am Boden zerstört bist. And then you fall out of the heaven. You have to go someplace else where life is much more rough and crude. Und dann fällst du aus dem Himmel herab oder heraus und musst du in einen anderen Bereich gehen, in dem das Leben sehr viel gröber und roher ist. You cannot make a permanent refuge inside samsara. Du kannst innerhalb des Samsara keine beständige Zuflucht machen. Because of course everything is just made of energy. Energy moving in a field of energy cannot be stabilized. Denn natürlich ist alles eben bloß Energie und eine Energie, die sich in einem Feld von Energie bewegt, kann nicht stabilisiert werden. Atoms arise and they seem to be, oh, this is it, I've arrived. Muster kommen auf und es erscheint, als wären sie sozusagen das, wonach wir getrachtet haben. Wir sind gewissermaßen angekommen. But then they vanish. Aber dann verschwinden sie. Across the world, we can see that so many presidents try to get the laws changed so that they can become president for life. Um die Welt herum können wir sehen, dass so viele Staatspräsidenten verzweifelt versuchen, die Gesetze so zu ändern, dass es ihnen möglich wird, Präsidenten auf Lebenszeit zu werden. With their private jets and big limousines, they have a kind of godlike realm.
Mit ihren Privatjets und mit ihren großen Limousinen sind sie sozusagen im Genuss einer Art von Götterbereich. And so, of course, they want to be president for life. Why would I ever have a downfall from this? Natürlich möchten sie gerne Lebenszeit Präsident sein. Warum sollten sie denn da rausfallen müssen? And so, in order to stay president, I will lie and cheat and steal and put anyone who stands up to me in prison. Natürlich, um für immer Präsident zu bleiben, werde ich lügen und betrügen und stehlen und jeden, der sich gegen mich stellt, in Gefängnisse stecken. In order to maintain my wonderful position, I will create the karmic conditions for very difficult consequences later. Um diese wunderbare Position aufrechtzuerhalten, für mich werde ich karmische Bedingungen erschaffen, die zu einer sehr, sehr schwierigen Position später führen wird. So pride is it's a waste of time. Also Stolz ist wirklich eine Zeitverschwendung. So then he says, I, the Buddha, make this evocation so that all sentient beings who become conceited will at that time release their mental formations where they are. Dann heißt es hier, ich, der Buddha, mache die Evokation, dass alle fühlenden Wesen, die aufgeblasen werden, zu dieser Zeit diese mentalen Formationen loslassen können, wo sie sind. This is very sweet. He's saying, due to his good wishes or blessing, whenever a thought arises in a sentient being, I am special, I am superior. Und das ist ja süß, denn er sagt, wo immer in einem fühlenden Wesen der Gedanke aufkommt, ich bin speziell, ich bin überlegen, they will be able to see that although this might look sweet, it is actually toxic. dann werden sie aufgrund seiner guten Wünsche in der Lage sein, zu erkennen, dass es sehr gut aussieht, aber in Wirklichkeit Gift ist. I have Dharma diabetes, Ich habe Dharma-Diabetes and this kind of sugar is not good for me. und diese Art von Zucker ist für mich nicht gesund. So your sweet words praising me, not for me. Also deine süßen Worte, die mich loben, Dankeschön, nicht für mich. I want equanimity. Ich möchte gerne Gleichmut, Unparteilichkeit. So how wonderful if we could recognize the temptation in the moment that it arises without going on a long, painful journey before we realized what we had done. Wie wunderbar wäre es, wenn wir die Verführung an dem Moment erkennen können, an dem sie steht, statt dadurch auf eine lange Reise zu gehen, bevor wir erkennen, was wir eigentlich angerichtet haben. So when the mind's dualistic energy is not agitated because it's able to release itself from this confection, this construction. Wenn also die Energie des Geistes nicht erregt ist, weil sie sich selbst aus dieser Konfektionierung, aus dieser Strukturierung losreißen kann, When awareness is refreshed or replenished in its own place. dann ist die Bewusstheit an ihrem eigenen Ort erfrischt oder wiederhergestellt. Rigpa has never been harmed or got sick, but it is as if it heals in the moment that the dualistic agitation subsides. Nicht, dass Rigpa jemals beschädigt oder ungesund gewesen, krank gewesen wäre, aber es ist so, als ob eine Heilung stattfindet, wenn diese dualistische Aufgebrachtheit an ihrem eigenen Ort abebbt. And on the basis of this, may all beings gain or awaken to the wisdom of equalness.
Und auf diese Basis mögen alle Wesen erwachen zu der Weisheit der Gleichheit. As we looked with the example of the mirror before, Wie in dem Beispiel mit dem Spiegel zuvor, maybe you have some good quality and people admire you for it. haben wir vielleicht die eine oder die andere gute Qualität und die Leute bewundern dich dafür. You think, I have this quality. Und dann denken wir, oh ja, ich habe diese Qualität. But actually it is released from our potential. Some karmic factor has allowed this to ripen and manifest through us. In der Tat ist es aber einfach nur aus unserem Potenzial sozusagen freigesetzt worden. Irgendein karmischer Faktor hat erlaubt, dass das herangereift ist und sich durch uns hindurch manifestiert. So it is true that this quality is manifesting. Es ist also wahr, dass sich diese Qualität manifestiert. We might say it's manifesting as me, Wir können auch die Sprechweise verwenden, dass sie sich als Ich manifestiert, but I'm not manifesting it. aber es bin nicht ich, der sie manifestiert. It is the manifestation of the ground, just as the reflection is the manifestation of the potential of the mirror. Das ist eine Manifestation des Grundes, so wie die Spiegelung eine Manifestation des Potenzials des Spiegels ist. So what this is indicating is that you don't have to become ascetic and reject everything. Was also hier angezeigt wird, ist, dass du jetzt nicht ein Asket werden musst und alle Dinge ablehnen musst. You can enjoy your quality, Du kannst deine Qualitäten genießen, but not build on top of it. aber nichts darauf drüber hinaus aufbauen. So, for example, if you are a talented musician Wenn du zum Beispiel ein talentierter Musiker bist and you can play the piano very well and you play Chopin, und du spielst das Klavier sehr gut und du spielst Chopin, this is a talent which has ripened due to your activity and the supportive conditions around you. dann ist das ein Talent, das herangereift ist, einerseits natürlich durch deine eigene Aktivität, aber auch durch die unterstützenden Bedingungen um dich herum. So you can allow this to shine through you. Du kannst gestatten, dass dies durch dich hindurch scheint and through you and out the other side. und durch dich und dann auf zur anderen Seite. Then you go to the supermarket and stand in the queue. Und dann gehst du zum Supermarkt und stehst in der Schlange. You can have a pulsation, special, ordinary, special, ordinary. Du kannst eine Pulsation haben zwischen besonders sein und gewöhnlich sein und besonders sein. The danger for pride is that you get stuck on the special and you don't want to take the other side of the pulsation. Die Gefahr bei Stolz ist, dass du stecken bleibst in der Seite der Besonderheit und nicht die Seite der Gewöhnlichkeit erfahren willst. Because the more you hold on to it, the more you believe it is me. Und je mehr du daran festhältst, desto stärker glaubst du, dass das du selbst bist. A good sailor in a little dinghy Ein guter Matrose in einem kleinen Segelboot is good at turning the boat to catch the wind. der ist gut darin, das Boot so zu wenden, dass er sozusagen den Wind fangen kann. Yeah, very good sailor. Ja, ich bin ein sehr guter Matrose oder Segler. He's not making the wind blow, Aber er macht nicht, dass der Wind bläst. collaborating with the wind. Er arbeitet mit dem Wind zusammen. And he knows, even if I'm a good sailor, if the wind stops, not much to do. Und er weiß sehr gut, dass selbst wenn ein sehr guter Segler ist, dass wenn der Wind aufhört zu blasen, es da nicht viel zu tun geben wird. So these moments of competence or skill arise and pass.
So kommen also diese Augenblicke von Kompetenz oder Geschicklichkeit auf und vergehen. It's a very good practice. Happy to expand, happy to contract. Eine sehr gute Praxis. Man ist glücklich, sich zu erweitern, aber auch wieder zusammenzuschrumpfen. In the purification or the awakening here is that you have unbiased illumination. Und die Reinigung oder die Weisheit, die sich hier entwickelt, ist, dass du die Illumination frei von Vorneigung oder Voreingenommenheit hast. This is the wisdom of equality. Oder es wird auch als Weisheit der Gleichheit bezeichnet. Whatever the world shows as our position, Was immer die Welt als unsere Position zeigt, we are the radiance of the ground. sind wir die Strahlung des Grundes. Whether people praise us or insult us, whether we become rich or poor, whether people think we're attractive or ugly, this doesn't alter the fact that we are the radiance of the ground. Ob die Leute uns nun loben oder verachten, ob wir reich werden oder arm werden, ob wir jetzt sehr hübsch sind oder hässlich werden, das ändert alles nichts an der Tatsache, dass wir eben diese Strahlung des Grundes sind. So as we have looked, the most important thing is to turn towards your own source. Who is the one who is seeing? Who is the one who is hearing? And find the source out of which this light of disclosure arises. Wie wir also gesehen haben, ist das Wichtigste, ist, sich der eigenen Quelle zuzuwenden, der Frage nachzugehen, wer ist derjenige, der sieht, wer ist derjenige, der hört, und auf diese Weise sozusagen der Quelle des Lichtes, der eigenen Schau, des eigenen Sich-Zeigens auf die Spur zu kommen. So then we go on to the demigods, the asuras. Jetzt gehen wir dann zu den Halbgöttern oder den Asuras. They live on the lower slopes of Mount Meru. Deren Aufenthaltsort sind die niederen Hänge des Berges Meru. In the geographical, or you could say mythological accounts, it says that in their land there is a wondrous tree which grows. Und in diesem geografischen oder besser gesagt vielleicht mythischen Bericht heißt es, dass auf ihrem Territorium ein wunderbarer Baum wächst. And this tree grows up into the sky, up into the next level, which is the God realm. Dieser Baum, der wächst also hoch und höher in den Himmel hinauf und durchschreitet die Grenze zum nächsten Bereich, und das ist der Götterbereich. And the delicious fruit of the tree becomes available for the gods, but not for these demigods. Und die köstlichen Früchte dieses Baumes werden verfügbar oder sind verfügbar für die Götter, aber nicht für die Halbgötter. And this makes the demigods very, very angry because they're jealous. It's our fruit. How come you're eating it? Das macht die Halbgötter sehr, sehr zornig, denn sie sind eifersüchtig und sagen, das sind doch eigentlich unsere Früchte. Wie kommt es, dass ihr sie esst? So he says, due to intensification of the tendency to dualize, Er sagt, aufgrund der Intensivierung der Tendenz zu dualisieren, so means we are the asuras. We are the people who live here. This is our tree. We are not you. Go away. sie sagen, wir sind die Asuras, wir sind die, die hier leben, das ist unser Baum, geht weg. They don't try to negotiate with the gods and say, oh, can we perhaps share the harvest? Sie versuchen gar nicht, mit den Göttern zu verhandeln und auszubekommen, ob sie vielleicht die Ernte miteinander teilen könnten. Because it's very clear, black and white,
You are taking our thing. We hate you. Denn es ist für sie schwarz auf weiß klar, dass sie ihre Dinge wegnehmen und dass sie hassen. So from this, he says, there is the agitation of praising oneself and denigrating others. Und, dann heißt es hier, daraus entspringt die Aufgeregtheit des Selbstlobes und der Herabsetzung anderer. Look at us. We are the good people. We keep this wonderful tree. We keep it so healthy. And you steal. You are horrible. Sagen sozusagen, schaut uns an, wir sind die guten Leute. Wir geben uns die Mühe, diesen Baum hier in gutem Zustand gesund zu halten. Und ihr stehlt, ihr seid schrecklich. So from this, there's a ever-increasing sense of quarrelsome rivalry. Und daraus entspringt ein stets sich vergrößerndes Empfinden einer streitsüchtigen Rivalität. And anything that the other side do is seen as a provocation. Und alles, was die andere Seite tut, wird als eine Provokation angesehen. When this kind of energy is practiced a lot in life, Wenn diese Art von Energie viel im Leben praktiziert wird, this feeds into taking birth as a jealous god, enduring mutilation and killing. dann führt das dazu, Geburt zu nehmen als eifersüchtiger Gott, der Verstümmelung und Tötung erfährt. And this is a very difficult situation. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. You have taken this from me. Du hast das mir weggenommen. You are wrong. Du liegst falsch. I am good. Ich bin gut. And so the Asuras ride out to fight with the gods. Und so reiten also die Asuras hinaus in die Schlacht mit den Göttern. But when the gods ride out on their horses, their sword, when it cuts into the Asura and cuts off an Asura's arm, both the body of the Asura and the arm lying on the ground are full of pain. Wenn aber die Götter dann auf ihren Pferden hinausreiten, dann haben die Schwerter, die dafür sorgen, dass, wenn sie einen Asura treffen, wenn sie ihm zum Beispiel den Arm abschneiden, dass sowohl der Asura ohne den Arm als auch der Arm ohne den Asura auf dem Boden beide Schmerzen erleiden. The Asuras cannot win. Und die Asuras haben keine Chance zu gewinnen. They don't have the same power as the gods. Und sie haben nicht dieselbe Macht wie die Götter. But they feel so outraged and so jealous Aber that sie, they have blind rage. aber sie fühlen sich so außer sich und so eifersüchtig, dass sie sozusagen in blinder Wut sind. You are taking what is mine. Du nimmst, was mir gehört. And this makes them crazy. Und das macht sie verrückt. And they kill, Und sie töten. but then they have the consequence that when they come out of the demigod realm, they plunge straight into hell. Aber dann haben sie die Konsequenz, dass wenn sie aus diesem Asura-Bereich rauskommen, dass sie direkt in die Hölle herabfallen. So it's as if they're always being exposed to the humiliation of their lack of power. Und das ist so, als wären sie immer ausgesetzt der Demütigung, die aus ihrer Ohnmacht, ihrem Mangel an Macht hervorgeht. As we know in love triangles, it's the person who feels that they are losing their beloved to someone else can feel completely annihilated. Wie wir wissen, in Liebesdreiecken kann die Person, die das Gefühl hat, dass sie ihren Geliebten oder ihre Geliebte an einen Dritten verliert, können sich vollständig vernichtet fühlen. And then, of course, that madness leads them to kill the one they love.
Und dieser Wahn, der führt dazu, dass sie die Person töten, die sie lieben. If I can't have you, no one else will. Wenn ich dich nicht haben kann, wird es auch kein anderer haben. So you can see the madness is rooted in the sense that I can have another person. I can own another person. You can be mine. Der Wahn, der ruht hier in der Vorstellung, dass man eine andere Person besitzen kann, dass ich dich besitzen kann, dass du mein sein kannst. It's a terrible, terrible situation to be in. And it's grounded in the sense that the other is possessible, is some kind of commodity. Das ist eine furchtbare Situation, in der man sein kann, und sie wurzelt in der Vorstellung, dass der andere sozusagen zu einem Besitztum werden kann, zu etwas verfügbar. And this relates back to the first line of this section. Und das hat eine Beziehung zu der ersten Zeile dieses Abschnitts. I love you. Ich liebe dich. You are the one I want. Du bist derjenige, den ich will. It means I am the subject. Und das bedeutet, ich bin das Subjekt. You are the object and you look good to me. Du bist das Objekt und du siehst gut aus für mich. You are the right kind of object for me. Genau das richtige Objekt für mich. I'm not so interested in you as a subject. An dir als Subjekt bin ich jetzt nicht so interessiert. Don't fight with me. Don't cause trouble. Just do what I like. Kämpfe nicht mit mir, mach keine Schwierigkeiten, mach einfach, was ich mag. If you make me happy, I'll love you more and more and more. Wenn du mich glücklich machst, werde ich dich immer mehr und mehr und mehr lieben. So this is the structure of duality. I'm the subject, you're the object. Das ist natürlich die Struktur der Dualität. Ich bin das Subjekt, du bist das Objekt. And in the love triangle, when the object, who is often the woman, wakes up to say, hey, I'm also a subject. I'm going off with someone who'll treat me better. Und in diesen Liebesdreiecken ist es oft so, dass das Objekt die Frau ist. Und eines Morgens erwacht sie und sagt und sieht, dass sie auch ein Subjekt ist und sagt, ich gehe zu einem anderen, der behandelt mich besser. So now I'm stuck as the object, the one who is abandoned. Und derjenige, der jetzt verlassen ist, ist plötzlich in der Position eines Objekts. I return to my subjectivity by thinking, I'll kill you. Und ich kehre zurück zu meiner Subjektivität, indem ich denke, ich werde dich töten. You won't do that to me. Das wirst mich nicht antun. In English, they say, I'll swing for you. Im Englischen sagt man, ich schwinge nach dir. Means I'm happy enough to murder you and then I'll be arrested and hanged, but I don't care. Mit anderen Worten, ich bin glücklich, dich zu töten. Ich werde dann zwar verhaftet und gehängt, aber das ist mir egal. So here you can see that a word like duality or dualize has many, many implications in the dynamics of interaction. Und hier können wir sehen, dass das Wort Dualität oder Dualisieren viele, viele verschiedene Implikationen im Bereich der Interaktion hat. So then he says, I, the Buddha, make this evocation so that those born to rivalry and fighting will cease from enmity and release these mental formations where they are. Und dann heißt es hier, ich, der Buddha, mache diese Evokation, sodass jene, die zum Wettbewerb und zum Kämpfen geboren sind, ihre Feindseligkeit lassen und freisetzen und diese mentalen Formationen freisetzen, wo sie gerade sind. Means even if you annoy me, Und das heißt, selbst wenn du mich aufbringst and I'm provoked and I'm on the point of stabbing you, und ich fühle mich provoziert und ich bin an dem Punkt, dich zu erstechen, I look at your face schaue ich dein Gesicht an and I see your eyes.
Und ich sehe deine Augen and I see your fear. und ich sehe deine Angst. If I stay with my murderous rage, your fear will energize me to kill you because you're just a victim. Wenn ich mit meiner energetischen Rage verbleibe, dann wird deine Angst sozusagen diese Rage nur noch verstärken und ich werde dich töten, weil du dann für mich einfach nur das Opfer bist. But if the light coming in through my eyes, showing me your fear and that you're afraid of me, if that touches me to see, oh, you also are a subject, you have feelings, you don't want to die. Wenn aber das Licht durch meine Augen mich tatsächlich berührt, wenn ich deine Gefühle sehe, deine Furcht sehe und so weiter, und wenn mich das berührt, so dass ich erkennen kann, auch du bist ein Subjekt, auch du hast Gefühle, auch du hast Furcht und willst nicht sterben, then this starts to loosen the intensity of my animosity. dann wird das anfangen, die Intensität meiner Animosität aufzulockern. And then I can perhaps realize, oh, anger is arising in me. Und dann kann ich vielleicht anfangen zu erkennen, dass Zorn in mir aufgekommen ist. This is poisoning me and endangering you. Und das vergiftet mich und gefährdet dich. And then we might be able to release these mental formations so that they just vanish. Und dann könnten wir in der Lage sein, diese mentale Formation loszulassen, sodass sie einfach verschwindet. If I feel you deserve to die, Wenn ich aber das Gefühl habe, dass du es verdient hast, zu sterben, this means that I feel I have a total knowledge of who you are and what your value is. das bedeutet wiederum, dass ich das Gefühl habe, vollständiges Wissen zu haben und deinen Wert zu kennen. But when we realize, oh, you are a subject, not an object, I can measure the size of my shoes or the size of my cooking pans. Wenn wir aber erkennen können, dass du das Subjekt bist und nicht das Objekt, dass wir zwar die Größe meiner Schuhe oder meine Pfannen messen können, but I can't measure your value as a person. dass wir aber nicht in der Lage sind, deinen Wert als Person zu ermessen. You are unknowable. I can't put you in my box. Du bist unbegreiflich und ich kann dich nicht in meine Box hineinstecken. And therefore, these feelings and mental constructs that seem to be catching you with definite knowledge, Und daher sind meine Gefühle und meine mentalen Konstrukte, die den Anschein erwecken, mit einem definitiven Wissen dich zu greifen, can wake up, think, wow, this is a madness. Something has come over me. And I lost myself by imagining that I knew you. Wir können aufwachen aus diesem Zustand und erkennen, das ist ja ein Wahnsinn. Irgendwas ist über mich gekommen und ich habe die Vorstellung gehabt, dass ich sozusagen ermessen kann und über dich Bescheid wissen kann, wer du bist. And this then revitalizes our capacity to stay present and aware. Und das revitalisiert unsere Befähigung, gegenwärtig und bewusst zu bleiben. So we say, may this happen for all sentient beings. Und dann sagt er eben, möge das für alle fühlenden Wesen passieren. And may they all awaken to illumination's unimpeded activity. Und dann mögen sie alle zu der ungehinderten Aktivität der Illumination erwachen. This is the wisdom which can accomplish everything, which is in the tantric system, the purification of jealousy. Und das ist die Weisheit, die alles vollenden kann und im tantrischen System als Reinigung der Eifersucht angesehen wird. Then we have the animals.
Und dann kommen die Tiere. Due to non-recollection, apathy, distraction, and dullness, torpor, forgetfulness, and fainting, laziness, and stupidity, there is the result of wandering as an animal without protection. Da heißt es, aufgrund von Nichterinnerung, Apathie, Ablenkung und Stumpfsinn, Stumpfheit, Vergesslichkeit und in Ohnmacht fallen, Faulheit und Dummheit, gibt es das Resultat, als ein Tier umherzuwandern ohne Schutz. So, in London, it's raining and it's a bit cold. In London ist es gerade, regnet es gerade und es ist ein bisschen kalt. And it's Sunday afternoon. Und es ist Sonntagnachmittag. Maybe we should just sit and eat some chocolate and watch a movie. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen herumsitzen, ein bisschen Schokolade mampfen und einen Film anschauen. What a nice way to pass some time. Was für eine schöne Art und Weise, ein bisschen Zeit zu verbringen. Much better than struggling with a hard Buddhist text. Viel besser als mit einem schwierigen buddhistischen Text zu kämpfen. If we sit on the sofa, it's nice and maybe we even fall asleep. Wenn wir auf dem Sofa sitzen, dann ist es schön und vielleicht schlafen wir sogar ein. So these lucky non-studying people, unfortunately, they are developing these qualities of apathy, distraction, dullness, torpor, forgetfulness, and so on. Also diese glücklichen, nicht in Dharma studierenden Leute entwickeln aber unglücklicherweise all diese Qualitäten von Apathie, von Ablenkung, von Stumpfsinn und so weiter. Our modern culture is quite incredible. Unsere moderne Kultur ist ziemlich unglaublich. So much money goes into the production of entertainment. So viel Geld geht in die Produktion von Unterhaltung, so that you can be distracted from daily life and taken into a fantasy world. Sodass du von deinem Alltagsleben abgelenkt sein kannst und in eine Art Fantasiewelt versetzt werden kannst. And be protected from having to think about ethical issues like should we have a booster jab in rich countries or give the vaccine to poorer countries. Und wir sind davor beschützt, über ethische Probleme nachdenken zu müssen, wie zum Beispiel, sollten wir jetzt in reichen Ländern eine Auffrischimpfung haben oder sollten wir lieber die Vakzine den ärmeren Ländern geben? This kind of mental laziness creates a kind of stupidity. Diese Art von mentaler Faulheit erschafft eine Art von Dummheit. Many people say, oh, I don't want to think about these things. It's too much, too much. Viele Leute sagen, ich will über diese Dinge nicht nachdenken, das ist einfach zu viel. So what he's saying here is that whenever you your mind seeks comfort in the outer object and seeks to use the qualities of the outer object to distract your attention from how you actually are. Was er hier also sagt, ist, dass wann immer unser Geist Schutz oder Bequemlichkeit oder Trost in äußeren Objekten sucht und diese äußeren Objekte als eine Ablenkung davon gebraucht, um nicht wahrnehmen zu müssen, wie wir tatsächlich sind. These events and moments, one after another, gradually accumulate as the basis for being born as an animal. Dann akkumulieren oder häufen sich diese Momente eins nach dem anderen allmählich zu der Bedingung oder Ursache dafür, als Tier geboren zu werden. And as he says, an animal without protection. Wie es hier heißt, ein Tier ohne Schutz.
We have probably all seen these pictures of these huge polar bears floating on little bits of ice. Wir haben wahrscheinlich alle diese Bilder gesehen von riesigen Polarbären, die auf kleinen Eisschollen umherschwimmen. The amount of open sea increases so that they can't go from one place to another very easily. Die Fläche von offener See nimmt stets zu, sodass sie nicht mehr einfach von einem Gebiet zum nächsten einfach so wechseln können. Even the mighty elephants are in danger from people who want to cut off their tusks. Sogar die mächtigen Elefanten sind in Gefahr, dadurch, dass Leute ihre Stoßzähne abschneiden wollen. The rhinoceros, which in its charging rage is incredibly powerful, Der Rhinoceros, der in seiner Herausforderungsrage unglaublich mächtig ist, is also shot so that somebody can cut off its horn. wird auch erschossen, damit irgendjemand sein Horn abschneiden kann. Lions and tigers are shot for their skins and their teeth and their claws. Und Löwen und Tiger werden für ihre Felle und für ihre Zähne und Klauen erschossen. So even the animals at the top of the food chain are vulnerable and without protection. Sodass sogar die Tiere, die sich sozusagen auf der Spitze der Nahrungskette befinden, verletzlich sind und in Gefahr sind und ohne Schutz. Farmers castrate their animals, tie them up, decide when they should die. Bauer kastrieren ihre Tiere, sie fesseln sie, sie entscheiden für sie, wann sie sterben sollten. To be born as an animal is to have no freedom. Als ein Tier geboren zu werden, bedeutet keine Freiheit zu haben. When I look out of my window and I see the little robin which hops around in my small front garden, Wenn ich da aus dem Fenster schaue und dieses kleine Rotkehlchen sehe, das in meinem Garten umherhüpft, it's always a little bit anxious das ist immer ein bisschen ängstlich, because the neighbor's cat wants to eat it. denn die Katze des Nachbarn möchte es fressen. So we see this again and again. If an animal is owned by someone, they're at the mercy of the owner's desire. And if they're not owned, then nobody's there to protect them. Also das können wir wieder und wieder sehen, dass wenn ein Tier jemandem gehört, dann sind sie der Gnade ihres Besitzers ausgeliefert, und wenn sie niemandem gehören, dann sind sie auch sowieso ohne Schutz. For this reason, they say we should be careful to practice mindfulness. Aus diesem Grund heißt es, sollten wir wirklich sorgfältig Geistesgegenwart üben. Mindfulness means not daydreaming. Geistesgegenwart bedeutet, dass wir eben nicht in Tagträume verfallen, but being here in this moment, attentive to what is occurring. sondern in diesem Augenblick hier zu sein und dem, was erscheint, beizuwohnen. Not sleeping too much, not eating too much. Nicht zu viel schlafen, nicht zu viel essen. Studying, doing meditation practice, doing socially useful work. Studieren, Meditationspraxis ausführen, sozial sinnvolle Arbeit ausführen. And not setting limits on oneself. Und sich nicht selbst Grenzen zu setzen. Not coming to premature conclusions. Nicht voreilige Schlussfolgerungen zu ziehen. That is to say, we have to know that the 5 poisons are present in all beings and they're present in us. Wir müssen also wissen, dass die 5 Geistesgifte in allen Wesen anwesend sind und damit auch in uns vorhanden sind. This state of stupidity or
mental dullness Dieser Zustand der Dummheit oder des mentalen Stumpfsinns is not just a lack of cognitive capacity and an ability to think about things, ist nicht bloß einfach ein Mangel an kognitiver Fähigkeit, also an der Fähigkeit, über Dinge nachzudenken, but it develops a tendency to rely on assumptions. sondern es ist auch die Entwicklung einer Tendenz, sich auf Annahmen zu verlassen. When we're talking about animals, we often use words like instinct. Wenn wir über Tiere sprechen, dann benutzen wir Wörter oft wie zum Beispiel Instinkt. So an instinct arises in an animal as a non-conceptual assumption about how to proceed. Ein Instinkt entsteht in einem Tier in der Form einer nicht konzepthaften Annahme darüber, wie man verfährt. Means the animal manifests a pattern of behavior without analyzing whether it's valid or not. Mit anderen Worten, das Tier zeigt ein Verhaltensmuster ohne die Analyse darüber, ob dieses Verhaltensmuster jetzt Gültigkeit hat oder nicht. So we are the fortunate ones. We have a chance to study, to reflect, to try to understand more. Wir haben also Glück, wir sind in der Lage zu studieren, zu reflektieren, mehr zu verstehen And to have compassion. und vor allem Mitgefühl zu haben. To truly think about how do we benefit other people. Und wahrhaft darüber nachzudenken, wie wir andere nutzen können. How do we benefit animals? Wie können wir Tieren Nutzen bringen? All activity links together in the great matrix of dependent origination. Und alle Aktivität ist untereinander verknüpft in der großen Matrix des Entstehens in Abhängigkeit. So it's important if you eat meat or fish to know what you do. Es ist also wichtig, wenn du Fisch oder Fleisch isst, zu wissen, was du tust. But not to know about what happens in an abattoir is a sign of mental dullness. Nicht zu wissen, was in einem Schlachthaus geschieht, ist ein Anzeichen für mentale Stumpfheit. So then he says, I, the Buddha, make this evocation so that those who sink in the darkness of stupidity, for those beings, bright clarity of recollection will arise. Hier heißt es also, ich, der Buddha, mache diese Evokation so, dass jene, die in der Dunkelheit der Dummheit versinken, dass für sie die strahlende Klarheit der Erinnerung aufkommen wird. So if you recollect when he was first talking at the beginning of the text about the development of ignorance, he was saying it is dark and without recollection and oblivion. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang des Textes, als er über die Entwicklung von Ignoranz sprach, sprach er von der Dunkelheit, der Mangel der Erinnerung und der Vergesslichkeit oder des Vergessens. So he's saying, I, the Buddha, offer this evocation or this connective good wish, so that all those who sink in the darkness of stupidity, all those who are animals or who are heading for life as an animal, for them, the bright clarity of recollection will arise. That is to say, they'll be able to see, oh, what is going on? Here I am. What is this? And it brings them to a sharper sense of the context that they are in and the decisions that come from that. Und, so sagt er ja hier, dass der Buddha diese Anrufung oder dieses verbindende
diese verbindenden Wunsch macht, dass alle, die in der Dunkelheit der Dummheit, die sich letztlich auf dem, entweder als Tiere wiedergeboren werden oder sich auf dem Weg dahin befinden, dass die sozusagen zu der scharfen und präzisen Erinnerung der eigenen Situation erwachen und wieder anfangen, auf den Gesamtkontext zu schauen. Oh, some of you will be familiar with the 4 thoughts that turn the mind from samsara. Manche von euch werden vielleicht vertraut sein mit den 4 Gedanken, die den Geist vom Samsara abwenden. Thinking about the difficulty of gaining a precious human birth in which we have contact with the Dharma. Das ist das Reflektieren der Schwierigkeit, eine kostbare menschliche Geburt zu erlangen, in der wir die kostbare Gelegenheit haben, dem Dharma zu begegnen. The power of karma. Dann das Nachdenken über die Macht des Karma. Including how virtue and non-virtue operate. Eingeschlossen die Frage, wie Tugendhaftes und Nicht-Tugendhaftes funktioniert. But in particular, we focus on impermanence and death. Aber insbesondere fokussieren wir uns dort auf die Frage der Unbeständigkeit und des Todes. I'm going to die. Ich werde sterben. I don't know when I'm going to die, Ich weiß nicht, wann ich sterben werde, but for sure I will die. aber sicher ist, dass ich sterben werde. I have opportunities for study and practice. Ich habe Gelegenheit zu studieren und zu praktizieren. If you look at the birds or the cows or your cat, they don't have these possibilities. Wenn du dir die Vögel oder die Kühe oder deine Katze anschaust, die haben diese Möglichkeit nicht. So I decide, oh, I'm going to practice. Also entschließe ich mich, ich werde praktizieren. But it's been a long week and I'm tired. Aber es war eine lange Woche und ich bin müde. I'll do it next week. Ich mache es nächste Woche. Then we have to remember death. Und dann müssen wir uns an den Tod erinnern. Maybe I won't have any next week. Vielleicht werde ich keine nächste Woche haben. The virtue and the dharma I don't do today, I won't do tomorrow. Die tugendhaften Handlungen und den Dharma, den ich heute nicht ausübe, werde ich auch morgen nicht ausüben. Because tomorrow brings its dharma to be done and virtue to be done. Denn das Morgen bringt seinen eigenen Dharma und seine eigene Tugend, die verrichtet werden muss. You can see how all the general teachings on dharma lead into the same point. Don't waste this chance. Und wir können sehen, wie alle allgemeinen Dharma-Unterweisungen alle zu dem gleichen Punkt verweisen. Verschwende nicht diese Chance. Because we all need to face this sad fact. Denn wir müssen alle diese traurige Tatsache ins Angesicht blicken. We have a mind, Wir haben einen Geist, but we don't know what our mind is. aber wir wissen nicht, was unser Geist ist. We can talk about our feelings and our memories and this, that, and everything. Wir können über unsere Gefühle reden, über unsere Erinnerungen, über dieses und jenes und alles. But the mind, which is our basis, we don't attend to. Aber der Geist, der unsere Basis darstellt, das ist etwas, das wir nicht beachten. Cows can't do this. Wie kann man das machen? People in hell can't do it. Leute in der Hölle können es nicht machen. Hungry ghosts can't do it. Die hungrigen Geister können es nicht tun. Jealous gods can't do it. Die eifersüchtigen Götter können es nicht. And people in the gods realm don't see any need to do it. Und Leute im Götterbereich sehen überhaupt keine Notwendigkeit, es zu tun. We are the truly lucky ones. Also who have this, wir sind wirklich diejenigen, die wahrhaft Glück haben. We have this chance. Wir haben diese Chance. And so he's saying,
for all the animals and all those with the tendencies to stupidity, may they awaken to the illumination unreliant on thoughts. Und er sagt also, für all diese Tiere und für alle Leute, die in diese Richtung gehen, mögen sie erwachen zu der Illumination, die sich nicht auf Gedanken verlässt. So this is the heart of our meditation. Und das ist das Herz unserer Meditation. We're sitting relaxed and open. Wir sitzen entspannt und offen, Thoughts arise. Gedanken kommen auf. We don't need to rely on them. Wir brauchen uns nicht auf sie zu stützen. We don't need to get rid of them. Wir brauchen sie auch nicht loszuwerden. We're just passing through. Sie gehen einfach hindurch. The mind is like space. Der Geist ist wie der Raum. The wind which moves through the sky with so much power, sometimes like a hurricane, Der Wind, der sich durch den Himmel bewegt, manchmal mit so viel Macht wie ein Hurrikan, cannot touch space. It just goes through space. Space is not a thing. kann den Raum nicht berühren. Er geht einfach nur durch den Raum hindurch, denn der Raum ist kein Ding. In the same way, when you see that your awareness is empty of substance, that it is not a thing, then when the thought arises, the thought can't grasp hold of the mind. It just passes through the mind. It goes straight through. And the mind remains relaxed and open. In der gleichen Weise, wenn du sehen kannst, dass deine Bewusstheit sozusagen kein Ding ist, kann der Gedanke, der darin auftaucht, ihn nicht berühren. Er kann da lediglich hindurchgehen. Er kann damit nichts anstellen, denn die Bewusstheit ist kein Ding eben. So this is the fifth of these five wisdoms, the wisdom of all-encompassing space, Dharma Dhatu Jnana. Und das ist die fünfte von diesen 5 Weisheiten, die Weisheit des allumfassenden Raumes oder auch die Weisheit des Dharma Dhatu. Then he says in a summary, each and every sentient being in the 3 realms has equally the same source as me, the Buddha. Und dann sagte in der Zusammenfassung, jedes und jegliches fühlende Wesen in den 3 Bereichen hat gleichermaßen die gleiche Quelle wie ich, der Buddha. So there is no sentient being, there is no one with a mind anywhere Es gibt da whose mind is not arising from this source. Es gibt da kein fühlendes Wesen, kein Wesen irgendwo, dessen Geist nicht aus dieser einen Quelle entsteht. What we call my mind is the third aspect of the quality of the source, which is the responsivity of the energy which arises spontaneously from the ground. Was wir meinen Geist nennen, ist der 3. Aspekt der Qualitäten der Quelle, und das ist die Responsivität, die Empfänglichkeit der Energie, die aus dem Grunde entsteht. That is to say, what I call my mind is the movement of the mind. Mit anderen Worten, das, was ich meinen Geist nenne, ist die Bewegung des Geistes. But what is hidden from me is my mind as openness, as emptiness. Was mir verborgen bleibt, ist mein Geist als Offenheit, als Leerheit. And my mind as self-luminous display. Und auch mein Geist als aus sich selbst heraus leuchtende Schau. So he's saying, actually, there is not the least difference between your mind and my mind. We have the same source. Und was er dann sagt, ist, dass es in der Tat keine geringste Differenz, nicht den geringsten Unterschied gibt zwischen deinem Geist und meinem Geist. Wir beide haben die gleiche Quelle.
Kuntu Sangpo, Samantabhadra has always been aware of this non-duality or non-separation between the source and what arises with the source. Kuntu Sangpo, der Samantabhadra, war sich immer dessen gewahr, dass es da diese Nicht-Dualität zwischen dem, was aus der Quelle entsteht und der Quelle selbst gibt. However, as he says, the source arising from the source became the source of non-recollection and delusion. Dennoch sagte, wurde die Quelle von Nichterinnerung und Täuschung. So you have to be clear here. Awareness of the source is called Buddha. Wir müssen uns hier darüber im Klaren sein, dass die Bewusstheit der Quelle Buddha ist. Buddha is connected with all beings and continuously works for the benefit of beings. Buddha ist mit allen Wesen verbunden und arbeitet oder wirkt kontinuierlich für das Wohl der Wesen. But the source is without bias. It is the source of samsara, limitation, and nirvana, freedom. Aber die Quelle selbst ist ohne Neigung. Es ist sowohl die Quelle von Samsara, von Begrenzung, als auch die Quelle von Freiheit. So delusion arises with the non-recognition of the source. Und so entsteht also die Täuschung aus dem Nichterkennen der Quelle. This is not separate from the source. Und das ist von der Quelle nicht getrennt. And yet it doesn't define the source. Doch definiert es auch zugleich nicht die Quelle. It's not that the source is unaware of itself. Es ist nicht so, dass die Quelle sich selbst nicht gewahr ist. The quality of the source is that it is self-luminous, and that is called awareness. Die Qualität der Quelle ist, dass sie selbstleuchtend ist, und das ist das, was als Bewusstheit bezeichnet wird. But this dull non-recollection can arise. Aber diese stumpfe Nichterinnerung kann auch entstehen. And it arises as a pattern of energy. Sie entsteht als ein Energiemuster It's not the source itself, und nicht als die Quelle selbst. but it is connected with the source. Aber sie ist mit der Quelle verbunden. So, not seeing the source, having no recollection of the source, goes from a passive, not knowing, to a more active, oh, it's this, it's that, and imagining these structures of delusion. Dieses Nicht-Erkennen der Quelle in diesem Nicht-Erinnern geht von einem mehr passiven, von bloß Nicht-Erkennen hin zu einem mehr aktiven Feststellen, dies und dieses jenes, also in Täuschung sein. And now they are busy with pointless activity. Und dann sind sie beschäftigt mit sinnlosen Aktivitäten. Pointless activity means believing in duality. Und sinnlose Aktivität ist der Glaube an Dualität. You imagine that you're living in a world of competition. Du stellst dir vor, dass du in eine Welt von Wettbewerb lebst. And so you have to strive to gain success. Und dann musst du streben, danach Erfolg zu erlangen. This might involve cheating your colleagues at work. Das kann auch beinhalten, die eigenen Kollegen auf der Arbeit zu betrügen. Giving them extra difficult work to do. Ihnen eine extra schwierige Arbeit zu geben. For example, in a hospital system, referring very difficult patients to someone you see as a rival so that they will get lots of complaints and difficulty. Zum Beispiel im Krankenhaussystem das Überstellen von besonders schwierigen Patienten an jemanden, den du als Konkurrenten empfindest,
und damit zu sorgen dafür, dass sie viele Beschwerden und Schwierigkeiten bekommen. then it looks as if you are much better as a therapist than they are. Und dann schaut es so aus, als wärst du ein viel besserer Therapeut als die andere Person. You are victorious. Du hast den Sieg. What is the point of this? Was ist denn jetzt? Was liegt denn daran? You've done lying and cheating. You've acted against the welfare of others, and you're calling this success. Du hast gelogen und betrogen und du hast gegen das Wohlbefinden anderer gearbeitet und dann nennst du das noch einen Erfolg. So, when we look at how we behave and how other beings behave, we see that they are very, very blinkered and looking in a very short-term focus about winning and losing. Wenn wir also schauen, wie wir uns verhalten und wie andere sich verhalten in der Welt, sehen wir, dass wir alle sehr, sehr große Scheuklappen tragen und sehr enge und kurzfristig gedachte Vorstellungen von Erfolg haben. Not being awake to or aware of the ground out of which you are manifesting moment by moment, staying in relaxed contact with the bright immediacy of each moment. Wir sind dann nicht dem Aufkommen von den Erscheinungen Augenblick für Augenblick gewahr und sind auch nicht im unmittelbaren Kontakt mit diesem strahlenden sich manifestieren von Augenblick zu Augenblick. When we fall asleep into the cultural beliefs and the family requirements and our pride and jealousy and the other poisons, and that keeps us making the unimportant important and keeping the important invisible. Wir schlafen ein sozusagen in den kulturellen Annahmen, in den Anforderungen unseres Familienlebens und allem anderen dergleichen. Und das hält uns daran, Unwichtiges für wichtig zu halten und das Wichtige unsichtbar zu machen. So we take a break now till 1:45, just over 20 minutes. See you then. See you. So we'll just move on now to conclude the text. Wir fahren fort, um den Text abzuschließen. So he says then that for all these sentient beings who have suffered this non-recollection or this unawareness of their own source, their activities of the 6 poisons become like a deluding dream. Und dann sagte das für all die Wesen, die sozusagen unter dieser Dunkelheit der Nichterinnerung leiden, die alle diese Aktivitäten der 6 Gifte wie ein wahnhafter Traum sind. In a dream, that which is not actually the case appears to be the case. In einem Traum erscheint das, was nicht der Fall ist, als ob es der Fall wäre. And so inside that structure, that which seems desirable is for us desirable. That which seems for us horrible is for us horrible. In dieser Struktur ist das, was für uns als begehrenswert erscheint, tatsächlich begehrenswert, und das, was furchtbar erscheint, ist tatsächlich furchtbar. And so we end up in a ceaseless reactivity. Und so enden wir in einer endlosen Reaktivität. And this movement of subject and object together becomes an energizing system, which leads to a kind of
ceaseless unfolding of a very limited set of possibilities. Und diese unaufhörliche Bewegung wird zu einer Art energetisierendem System, das dazu führt, dass sich ein System von sehr begrenzten Möglichkeiten ständig weiter entfaltet. Due to this, we have what is sometimes described as the fourth level of ignorance, which is the ignorance of not understanding the nature of karma. Und aufgrund dessen entsteht das, was manchmal als die vierte Ebene der Unwissenheit oder der Ignoranz bezeichnet wird, nämlich die Ignoranz, das Ignorieren der Natur des Karma, nicht Verstehen des Karma. Karma, the basis for karma is the belief in duality. Und die Basis für Karma ist der Glaube an Dualität. Taking myself to be the subject and you to be the object. Indem ich mich selbst als Subjekt und dich als Objekt nehme. Having a sense of my profile in relation to your profile. Indem ich ein Empfinden für mein eigenes Profil habe in Beziehung zu deinem Profil. The energizing quality of these poisons comes into play. Kommt die energetisierende Qualität dieser Gifte ins Spiel. And I am clear that my intention is to help you or to harm you. Und dann ist mir klar, dass meine Intention die ist, dir zu helfen oder dir zu schaden. It can also be that my intention is to help myself. Es kann auch sein, dass meine Intention, mir selber zu helfen ist. And the fact that that will harm you is not even in my mind. Und die Tatsache, dass es dir dann Schaden zufügt, kommt mir nicht einmal in meinen Geist. If I decide to steal some money from your pocket while you have gone off to the toilet, wenn ich mich entschließe, aus deiner Tasche ein bisschen Geld zu stehlen, während du auf die Toilette gegangen bist, I'm focused on the fact, now I have some money. Dann fokussiere ich mich auf die Tatsache, dass ich jetzt etwas Geld habe. Later, when you go out to the shops to buy something and you put your hand in your pocket, you have no money. Später, wenn du einkaufen gehst und du tust deine Hand in deine Tasche im Laden, dann stellst du fest, dass du gar kein Geld hast. But in my with the absence of empathic attunement, I don't have any sympathy for you. Aber in Abwesenheit jeder Art von empathischer Einstimmung habe ich für dich überhaupt keine Sympathie. So I've taken the money, I've got the money in my hand and I'm glad. Ich habe also das Geld genommen, ich halte das Geld jetzt in meiner Hand und ich bin zufrieden damit. So these four linked factors come together. Dass diese 4 verknüpften Faktoren zusammenkommen. There's you and me. Da There's bist du und ich. There's my intention towards you. Da ist meine Absicht auch, in Hinsicht auf dich. My enactment of my intention. Dann meine Inszenesetzung meiner Intention. And my conclusion that that's good. Und meine Schlussfolgerung, dass das gut war. This creates, if these 4 factors are all aligned, wenn diese 4 Faktoren alle zusammenkommen, it creates an unimpeded movement or an unimpeded organization, so that the energy involved in this arousal becomes a tendency or a tilt or an impulse arising in me. Dann, wenn also die ausgerichtet sind, dann erzeugt das eine ungehinderte Bewegung, sodass die Energie, die durch diesen Impuls aufkommt, zu einem Impuls in mir selber wird. And then at some time later, some factor will arise which will call to the surface the
consequent patterning of my experience. Und dann später wird irgendwann ein Faktor aufkommen, dass die Konsequenz meiner Erfahrung sozusagen wieder wachrufen wird. So, having disregarded the impact of my action on you, it is likely that at the time of the result, no one will be concerned with the consequences for me. Indem ich die Auswirkungen meiner Handlung für dich missachtet habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass zu der Zeit der Reifung meiner Handlung die Konsequenzen, der Reifung der Konsequenzen meiner Handlung, zu dieser Zeit wird vermutlich niemand Rücksicht auf mich nehmen. But when this consequence manifests in a future life, Wenn aber diese Konsequenz sich in einem künftigen Leben manifestieren wird, I have no recollection of the causal incident. habe ich keinerlei Erinnerung an das auslösende Ereignis. And so I might be suffused with self-pity. Und dann könnte es sein, dass ich durchdrungen bin von Selbstmitleid. How terrible that this should happen to me and nobody cares. Wie furchtbar, dass das mir passieren soll und niemand kümmert sich darum. They're horrible. Die Leute sind furchtbar. So now I have aversion to these people because I'm seeing a fault in them, but this interaction has arisen as a consequence of my own behavior. Jetzt habe ich eine Aversion gegen diese Leute, weil die so furchtbar sind, aber diese Interaktion ist in Wirklichkeit entstanden aufgrund einer Verursachung, die in mir selber liegt. So sometimes if we get sick, we go to the doctor and they tell us, oh, this is some genetic disorder, or this has been due to air pollution in your city and so on. Manchmal werden wir krank und gehen zum Arzt und der Arzt sagt uns dann, das ist einfach die Folge einer genetischen Störung oder das ist die Folge von Luftverschmutzung in einer Stadt und so weiter. It's unlikely that the doctor will say, oh, this is the ripening of the consequences of your previous bad behavior. Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Arzt sagen wird, aha, das ist das Heranreifen der Konsequenzen deines früheren schlechten Verhaltens. So the medical diagnosis is pointing to you being the recipient or the victim of the movement of certain kind of forces. Die medizinische Diagnose weist lediglich auf dich hin als dem Empfänger oder sogar dem Opfer gewisser Kräfte. And all we can say is, oh, it's a bad luck that this happened to you. Und alles, was wir sagen können, ist, na, das ist echt Pech, dass es dir passiert. These things happen. Das ist passiert einfach. So from the Dharma point of view, what is really important is to see that you are a participant in the unfolding of the patterning of your experience. Vom Dharma-Standpunkt her ist es wichtig, dass du erkennen kannst, dass du ein Teilnehmer dieses sich Entfaltens deiner Erfahrung bist. Things don't just happen. Das ist nicht so, dass Dinge einfach so passieren. In the text it says all phenomena arise from causes. In den Texten heißt es, alle Erscheinungen entstehen aus Ursachen. There it's referring to ignorance and karma. Und dort verweist man auf Ignoranz und Karma. So it's not just bad luck. Es ist also nicht einfach nur Pech. We are not helpless victims. Und wir sind keine hilflosen Opfer. We are participants within the particular drama that we encounter. Wir sind Teilnehmer eines bestimmten Dramas, dem wir begegnen. And so it's very important to try to understand how this drama arises and what it is constituted out of. Es ist sehr wichtig zu erkennen, wie dieses Drama entsteht und woraus es konstituiert ist. And he says,
I am the primordial Buddha. In order to educate beings in the 6 realms with my emanations, by this evocation of Samantabhadra, may all sentient beings without exception awaken to perfect enlightenment in all-encompassing space. Und so heißt es hier, ich, der ursprüngliche Buddha, um die Wesen zu erziehen in den 6 Daseinsbereichen mit Hilfe meiner Emanationen, durch diese Evokation meiner selbst, Samantabhadra, mögen alle Wesen ohne Ausnahme in der vollkommenen Erleuchtung, in dem alles umfassenden Raum erwachen. So, Samantabhadra, like all the Buddhas, is on our side. Samantabhadra ist also wie alle Buddhas auf unserer Seite. In modern alienated city life, we might feel a bit lonely and disconnected from the life going on around us. In modernen Städten, so wie sie heute sind, könnte es sein, dass wir uns ein bisschen entfremdet und alleine fühlen, ohne Verbindung zu dem, was um uns herum geschieht. And you might feel, oh, who cares about me? Und wir könnten denken, ach, wer kümmert sich, wen interessiere ich schon? The answer is all the Buddhas care. Und die Antwort ist, all die Buddhas interessieren sich. But if you turn your back on the Buddha, you'll never know. Aber wenn du deinen Rücken dem Buddha zukehrst, dann wirst du das niemals wissen. The way they care is by offering connectivity. Die Art und Weise, wie sie sich kümmern oder wie du sie interessierst, ist, indem sie dir die Verbindung anbieten. So in tantric practice, we make many offerings and prayers and visualizations, all of which are about generating the felt sense of our being in direct contact with the Buddha or Padmasambhava or Tara. In den tantrischen Praktiken machen wir eine Menge Gebete und Opfergaben und Visualisierungen, um sozusagen eine unmittelbar empfundene Verbindung mit dem Buddha oder mit Padmasambhava oder was auch immer herzustellen. If we turn towards them, we will find that they are already turned towards us. Wenn wir uns ihnen hinwenden, dann stellen wir fest, dass sie bereits uns gegenüber hingewandt sind. When you visualize Tara and you imagine her looking at you and she is smiling and rays of light are coming from her and melting into you. Wenn du Tara visualisierst und dir vorstellst, dass sie dich anschaut mit ihren Augen und dass von ihr Lichtstrahlen ausgehen und in dein Herz schmelzen. This allows you to have some taste of the meaning of inner luminosity. Das gestattet dir ein bisschen einen Geschmack für die innere Leuchtkraft zu bekommen. The light that is arising in the mind as this forms you can visualize or imagine. Das Licht, das in dem Geiste entsteht, als diese Form oder als das Licht, das du dir vorstellen kannst. This is the ground source revealing itself in front of you. Ist die Grundquelle, die sich vor dir zeigt. When we invite the pure form of the deity to merge into the form that we have visualized out of our own commitment from the initiation. Wenn wir die reine Form der Gottheit auffordern, zu verschmelzen mit der Form, die wir aus unserer Verbindlichkeit gegenüber der Form durch unsere Initiation erhalten haben, anrufen, they come from the pure source. dann kommen sie aus der reinen Quelle. The source is embracing the radiance of the source. Und damit umfängt die Quelle die Strahlung der Quelle. There is the same source for the forms of awareness and unawareness.
Und die Quelle ist die gleiche für Formen der Bewusstheit und der Unbewusstheit. This is not a kind of Manichaean view of there is a God factory and a devil factory and they're each producing their own people. Es ist nicht also die manichäische Sichtweise, dass es da eine Art Götterfabrik und eine Teufelfabrik gibt und jede dieser Fabriken produziert sozusagen ihre eigenen Leute. Everything arises from the source. Alles entsteht aus dieser Quelle. To awaken to this, to be aware of it, to see it, is to be settled in undisturbed integrity with the whole. Dazu zu erwachen, darin sich niederzulassen, heißt sich niederzulassen in der ungestörten Integrität des Ganzen. Not to see it is to find ourselves in realms of imagined entities. Das nicht zu sehen bedeutet, sich selbst wiederzufinden in Bereichen imaginierter Entitäten. Entities which seem to carry an inherent value. Von Entitäten, die scheinbar einen innewohnenden Wert tragen. And because we perceive an inherent value in them, we react to them as if they were real things with these qualities. Und weil wir in ihnen innewohnende Werte wahrnehmen, reagieren wir auf sie so, als ob sie sozusagen diese innewohnenden Werte an sich tragen würden. And because of that, all these patterns of duality that he's just been describing arise. Und aufgrund dessen erscheinen all diese Muster von Dualität, die gerade hier im Text beschrieben worden sind. But just because we see something doesn't mean that it's actually there. Aber nur weil wir etwas sehen, bedeutet nicht, dass es tatsächlich da ist. The image of a mirage is often used in the teachings. Das Sinnbild einer Fata Morgana wird in den Unterweisungen oft benutzt. When you see the water shimmering on the road in front of you on a hot day, Wenn du vor dir auf der Straße das Wasser auf der Straße siehst an einem heißen Tag, you see water, dann siehst du Wasser. but there is no water, Aber da ist kein Wasser. but you see water. Aber du siehst Wasser. So it's like that. We see entities. There are no entities, but we see entities. Ja, also so ist es. Wir sehen Entitäten. Es gibt keine Entitäten, aber wir sehen Entitäten. What you have with the mirage is the impact of the light and the hot air shimmering above the road, which creates this imagery which is similar to water. Was wir hier mit dieser Fata Morgana haben, ist sozusagen die Wirkung eines heißen Tages und des Lichtes, die eine Art Ähnlichkeit mit Wasser erschaffen. It is the appearance of water, which is empty of water. Es ist eine Erscheinung von Wasser, die leer von Wasser ist. What we bring to it is our belief that it is water. Was wir da hinzufügen, ist unsere Glaubensvorstellung, dass es Wasser ist. When we believe in the reality of the illusion, we are deluded. Wenn wir in die Realität der Illusion glauben, dann sind wir der Täuschung unterlegen. It's not to say that there is nothing at all there. Das heißt nicht, dass es da gar nichts gibt. There is appearance which creates the illusion of water. That's undeniable. Da ist eine Erscheinung, die die Illusion von Wasser erschafft. Das ist unleugnbar. But there is no actual water. Aber es gibt da kein tatsächliches Wasser. If you see that illusion is illusion, you awake from the delusion of believing there is really water. Wenn du aber erkennst, dass Täuschung Täuschung ist, dann wachst du von der Illusion auf, zu glauben, dass da tatsächlich Wasser ist. And we see then it was a mere appearance.
Und dann erkennen wir, dass es bloß eine Erscheinung war. an appearance which has no substantial basis Eine Erscheinung, die keine substanzielle Basis hatte and no inherent existence. und keine innewohnende Existenz aufwies. An appearance which was not the appearance of something, although it appeared to be, Das ist eine Erscheinung, die nicht die Erscheinung von etwas war, obwohl sie das zu sein schien, but instead it is an appearance which is the appearance of nothing and yet appearing as something. stattdessen ist es eine Erscheinung von nichts, das als ein etwas erscheint. So this is what samsara is. Und das ist, was Samsara ist. It is a creative elaboration on the basis of something insubstantial. Das ist eine kreative Ausarbeitung auf der Basis von etwas Insubstanziellem. But once the idea arises for us that we know the truth of what is there, Wenn aber einmal die Idee für uns aufkommt, dass wir die Wahrheit über das, was da ist, kennen, then we become committed to investing the mere appearance or the illusory appearance with a reality that it does not have. dann fühlen wir uns verpflichtet, die bloße Erscheinung, die da ist, mit einer Realität zu investieren, die nicht vorhanden ist. So my belief is investing importance in the appearance, and Yep. this has an affective consequence for me. I have some feelings about it. Das heißt, meine Vorstellung investiert eine affektive Wichtigkeit für die Erscheinung und das ist sozusagen, die gewinnt dadurch für mich Bedeutung, für sie wird wichtig für mich. Because I have these feelings, they are reassuring me that indeed there is something there. Otherwise, I wouldn't have the feelings. Und weil ich diese Gefühle habe, bekomme ich durch sie die Rückversicherung, dass in der Tat irgendetwas da sein muss, denn ansonsten hätte ich ja wohl kaum diese Gefühle. Now, being convinced that there is something there, Aber überzeugt zu sein, dass da irgendetwas ist, I become committed to maintaining this as a fact. bringt mich dazu, mich sozusagen zu überzeugen, dass das eine Tatsache ist, ein Fakt ist. And the illusion becomes a cause of sorrow. Und dadurch wird die Illusion eine Ursache von Leiden. So, I'm getting old. Ich werde alt. I remember being young, Ich kann mich erinnern, dass ich mal jung war, but I'm not the same as I was when I was young. aber ich bin nicht der gleiche, der ich war, als ich jung war. That's a fact. Das ist eine Tatsache. And so I have to not entertain the kind of thoughts I had when I was younger because I don't live at that address anymore. Also darf ich nicht dieselben Gedanken unterhalten, die ich hatte, als ich jünger war, denn ich lebe nicht mehr unter der gleichen Adresse. And this is useful because then it helps me prepare for dying and so on. Und das ist nützlich, denn es hilft mir, mich auf das Sterben vorzubereiten und so weiter. But I live in Great Britain. Aber ich lebe in Großbritannien. I live in very Great Britain, extremely Great Britain. Ich lebe in einem sehr großen Großbritannien, in einem extrem großen Großbritannien. And Great Britain will always be great. Und Großbritannien wird immer groß sein. And because we are so great, we have many potholes in the roads in London. Weil wir so großartig sind, haben wir in London auf den Straßen viele Schlaglöcher.
outside the accident and emergency departments in the hospitals, we have queues of ambulances waiting to bring patients in, but there are no beds for them. Und außerhalb von Krankenhäusern, Ambulanzen haben wir Schlangen von Ambulanzen, die darauf warten, ihre Patienten da abzuliefern, aber es gibt keine Betten für sie. And I could give a whole list of the many, many problems of British life. Und ich könnte eine lange Liste der Probleme präsentieren, die das britische Leben so mit sich bringt. One reason we have all these problems is because we keep pretending to be Great Britain. Ein Grund dafür, diese ganzen Probleme zu haben, ist, dass wir fortfahren, vorzugeben, wir seien Großbritannien. Because we are great, we must have independence. Denn weil wir so großartig sind, müssen wir auch Unabhängigkeit besitzen. And a big army and a big air force and a big navy with big fancy ships. Wir brauchen die große Armee und die große Luftwaffe und die große Marine mit ihren fantasievollen Schiffen, To maintain the illusion, which is a delusion, that we are great. um die Illusion aufrechtzuerhalten, welche eine Täuschung ist, dass wir großartig sind. But it is obvious if you walk about in London, it's a dirty city with things which are falling apart. The public services are very, very poor. Aber es ist offensichtlich, wenn du nur bloß mit offenen Augen durch die Stadt läufst, dass das eine große, schmutzige Stadt ist mit zerfallenen Dienstleistungen und Dingen, die auseinanderbrechen. So if you open your eyes and you look at politics and economics, you can see directly the consequence of not seeing that you would prefer to fall asleep in delusion than to wake up on painful facts. Wenn du also mit offenen Augen Politik und Wirtschaft anschaust, dann kannst du sehen, wie das ist, wenn du es bevorzugst, in einen sanften, beruhigenden Schlaf der Täuschung zu verfallen, statt zu den schmerzhaften Tatsachen zu erwachen. So we have this with climate change. Das Gleiche trifft auf die Klimaänderung zu. We don't want to face up to the fact that the future is likely to be difficult. Wir möchten einfach der Tatsache nicht ins Angesicht schauen, dass die Zukunft wahrscheinlich schwierig werden wird. Better just to dream. Bevorzugen es einfach zu träumen. But sooner or later, the gap between how it is and how we believe it to be manifests. Aber früher oder später wird sich die Lücke zwischen dem, wie wir uns die Dinge vorstellen, wie sie tatsächlich sind, manifestieren. And as we know, that's often the cause in countries for revolutions, military takeovers, and so on. Und wie wir wissen, ist das oft in den Ländern dann auch die Ursache für Revolutionen und für Militärputsche und dergleichen. We should not imagine that the future will be peaceful. Wir sollten uns nicht der Vorstellung hingeben, dass die Zukunft eine friedliche sein würde. It's not about being frightened, it's just about seeing the causal patterns which are manifesting. Es geht hier nicht darum, zu erschrecken, sondern es geht darum, die kausalen Muster, die sich hier entfalten, zu sehen. What is important is not to be sucked into these powerful belief systems, but to see them as empty phenomena. Was wichtig ist, ist nicht hineingesogen zu werden in diese mächtigen Glaubenssysteme, sondern sie als leere Erscheinungen wahrzunehmen. And to maintain equanimity. Und Gleichmut, Unparteilichkeit zu wahren. Because every time we react to something as if it were real, Denn jedes Mal, wenn wir auf irgendetwas reagieren, so als ob es real wäre, this confirms the importance of reactivity. dann bestätigt das die Wichtigkeit unserer Reaktivität. In the reactivity of subject to object Und diese Reaktivität von Subjekt gegenüber Objekt, is the little two-stroke engine that keeps samsara turning.
Und ist genau diese kleine Zweitaktmotor, der das Samsara an Rotation wahrt. So, in relation to what he's saying, in order for all beings to awaken, in Bezug auf das, was er sagt, damit alle Wesen erwachen, they have to awaken inside the Dharma Dhatu, inside the space of all phenomena, which is the welcoming face of the source. müssen sie erwachen in dem Raum alle Phänomene, dem Dhammadhatu, welches das willkommene Gesicht der Quelle ist. We are already within this space Und wir befinden uns bereits in diesem Raum, because everything is illusion. denn alles ist illusorisch. But the horrors of climate change appear to be real. Aber die Schrecken der Klimaveränderung scheinen real zu sein. It would seem to be a sign of unkind indifference to say, oh, these things happen. Es wäre ein Zeichen von an Güte gebrechene Gleichgültigkeit, einfach zu sagen, ja, diese Dinge passieren halt. If you are concerned, then you have to get involved. Wenn du wirklich fürsorglich bist, dann musst du da dich auch irgendwie involvieren. But of course, to be involved is to be turned into the rotating drum, which will wind you in. Aber involviert zu sein bedeutet, in diese rotierende Trommel hineingezogen zu werden, die dich da mitdrehen wird. And you will find yourself bound into reactivity. Und dann wirst du feststellen, dass du selbst an Reaktivität gebunden bist. There will always be something to march about in the streets and shout about. Wird es immer etwas geben, wozu man dann auf der Straße marschieren und herumschreien könnte. Whether it's police violence or rich people not paying taxes, all sorts of reasons. Ob das jetzt Polizeigewalt ist oder ob es die reichen Leute sind, die ihren steuerlichen Verpflichtungen entkommen. Es gibt immer Gründe. But while you're looking out at all these challenging and difficult events, Während du aber all diese herausfordernden, schwierigen Ereignisse anschaust, you're not looking at your mind. dann schaust du nicht deinen Geist an. So you have some years, hopefully, before you die. Nun ja, ihr habt ja vielleicht ein paar Jahre hoffentlich, bevor ihr sterbt. We began yesterday with this 3-hour practice and the 5 questions. Wir haben gestern mit dieser 3A-Praxis und den 5 Fragen begonnen. This is very, very important. Und das ist sehr, sehr wichtig. This is a method by which you yourself on your own meditation cushion can come close to yourself. Das ist eine Methode, durch die du für dich selbst, durch dich selbst auf dein Meditationskissen zu dir selbst nahe kommen kannst. It's not a dogma, it's nothing you have to believe. Das ist auch kein Dogma und nichts, was du glauben musst. It's an invitation to see how it is. Das ist eine Einladung zu sehen, wie es ist. If you see how it is, then you find, oh, it's not what I thought it was. Und wenn du siehst, wie es ist, dann wirst du rausfinden, oh, es ist nicht, was ich gedacht habe, dass es ist. Then you can stay with how it is and allow all the power of these habitual belief systems to gradually thin out like mist in the morning sun. Dann kannst du mit dem, wie es ist, bleiben, verweilen und gestatten, dass sich die Macht alle deiner gewohnheitsmäßigen Systeme allmählich sozusagen verdünnen, verdampfen wie Tropfen in der Sonne. Oh, now we have the final section, which is
some direction as to how to practice the recitation of this evocation. Und jetzt haben wir einen Endabschnitt und das ist eine Unterweisung, wie die Rezitation dieser Evokation zu praktizieren ist. So it says, ho. From now on, when a powerful yogi with the intrinsic clarity of awareness free of delusion recites this powerful evocation, all sentient beings who hear it will be fully awakened in 3 lifetimes. Und da heißt es, Aho, von nun an, wenn ein mächtiger Yogi mit der innewohnenden Klarheit der Bewusstheit, frei von Täuschung, diese mächtige Evokation rezitiert, werden alle Wesen, die das hören, vollkommen in 3 Lebenszeiten erwachen. So maybe you can Google local powerful yogi. Vielleicht kannst du also mal googeln und einen lokalen mächtigen Yogi herausfinden and see if there is anyone living near you. und schauen, ob du da jemanden in deiner Nähe finden kannst. If not, then you will have to practice being that very powerful yogi yourself. Und wenn du keinen findest, dann wirst du wohl üben müssen, selbst dieser mächtige Yogi zu sein. This requires you to at least turn in the direction of the intrinsic clarity of awareness free of delusion. Und das erfordert, dass du dich wenigstens in die Richtung hinwendest von einer innewohnenden Klarheit der Bewusstheit, die frei von Täuschung ist. The key thing to remember is that this is not the result or the product of a particular kind of practice. Und ein Schlüsselpunkt, der zu erinnern ist, dass dies hier nicht das Resultat oder ein Produkt einer bestimmten Art der Praxis ist. This is the actual truth of how you are. Sondern es ist die tatsächliche Wahrheit dessen, wie du bist. You simply have to be aware of it. Du musst einfach nur dessen gewahr sein. What stops you being aware of it is that you are focused in your dualistic consciousness on the never-ending interactions of subject and object. Was dich davon abhält, dessen gewahr zu sein, ist, dass du auf die niemals endende Interaktion, Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt in deinem gewöhnlichen dualistischen Bewusstsein fixiert bist. That's why the Guru Yoga practice is so important. Das ist der Grund, warum die Praxis des Guru Yoga so wichtig ist. In the Tibetan tradition, the Guru Yoga is very, 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 very central. In der tibetischen Tradition ist dieses Guru Yoga wirklich extrem zentral. Because it is the simplest, most direct way of dissolving the delusion of the duality of subject and object. Denn es ist die einfachste und direkteste Methode, die Täuschung der Dualität zwischen Subjekt und Objekt aufzulösen. And when you dissolve that, or rather, not that you actively dissolve it, when you, by non-activation, when you observe it dissolving just there immediately. Und wenn du das auflöst, oder besser gesagt, das ist ja nicht eine Aktivität, sondern indem du diese Dualität nicht aktivierst, durch deine Beobachtung beobachtest, wie sie sich auflöst, then unawareness melts like the darkness in the face of the rising sun. dann schmilzt die Unbewusstheit, so wie die Dunkelheit verschwindet bei den Strahlen der aufgehenden Sonne. I am not you. Ich bin nicht du. So this is our basic dualistic structure. Das ist unsere grundlegende dualistische Struktur. But if you follow the tantric style, Guru Yoga, Wenn du aber dem tantrischen Stil des Guru Yoga folgst,
either with the actual guru or with a deity like Tara, Chenrezig, Padmasambhava, whoever. Entweder mit dem tatsächlichen Guru oder mit einer Gottheit wie Chenrezig, Tara, Padmasambhava oder was immer es ist. We pray to them. We say, I am here, look at me, take care of me. Dann beten wir zu ihnen. Wir sagen, ich bin hier, ich bete zu dir, sorge für mich. I need you. Ich brauche dich. I need you. Ich brauche dich. So when you bring the force of devotion and desperation into that, the deity or the guru becomes the presence of all the others. It's as if all the many, many things in the world that you could focus on are collected into this one form, which is explicitly appearance and emptiness. Wenn du durch die Macht deiner Hingabe oder deiner Verzweiflung diese eine Form sehen kannst als die Gegenwart von allem, worauf du deinen Geist fokussieren könntest, aber auf diese I'm sorry, I don't think I'll get it together once again. So in the world there are many, many things, In der Welt gibt es viele, viele Dinge, but we can gather all of these possible foci of our attention into this one form. aber wir können alle möglichen Fokuspunkte unserer Beachtung in diese eine Form zusammenbringen. All the forms of samsara, all the Buddhas, all the Bodhisattvas, they are present in this one form. Alle Formen, die es in Samsara gibt, alle Buddhas, alle Bodhisattvas, sie sind alle gegenwärtig in dieser einen Form. Present as form and emptiness. Und sie sind darin gegenwärtig als Form und Leerheit. This is all there is. Und da ist alles, das ist alles, was da ist. From this figure, we received the 4 initiations: white light to the forehead, red light to the throat, blue light into the heart, and then all the lights coming all together. Und von dieser Figur bekommen wir die 4 Initiationen: das weiße Licht in die Stirn, das rote Licht in die Kehle, das blaue Licht in das Herz und dann alle diese Lichter zusammen gleichzeitig. Then we, through this rays of light coming from them, our body becomes full of light. Und durch diese Lichtstrahlen, die von ihm kommen, von dieser Figur kommen, wird unser Körper auch voller Licht. Then their body of light comes to the top of our head. Dann kommt der Lichtkörper der visualisierten Figur zu unserem Scheitel. And shrinks in size until it comes in through the top of our head into our heart. Und schrumpft in seine Größe und verschmilzt in uns durch den Scheitel bis hin zu unserem Herzen. And then our body, which by now is a body of light, dissolves into that ball. Und dann löst sich unser Körper, der inzwischen ein Körper von Licht ist, auch darin. So that there is only one small ball of light. Sodass dann nur ein kleiner Lichtball übrig bleibt. Then it gets smaller and smaller. Und dann wird dieser kleiner und kleiner, until it vanishes. bis er verschwindet. And then there is nothing. Und da ist gar nichts. But you are present with the nothing. Aber du bist gegenwärtig mit dem Nichts. No thoughts, no reliance on feelings, just aware. Keine Gedanken, keine Gefühle, einfach bloß bewusst. In that moment, you have the chance to dissolve this first level of unawareness. Und in diesem Moment hast du die Chance, diese erste Ebene der Unbewusstheit aufzulösen. And you experience directly the non-duality of awareness and openness.
Und du erfährst unmittelbar die Nicht-Dualität zwischen Bewusstheit und Offenheit. Resting in that, gradually sounds, sensations, and so on start to arise. Indem du darin ruhst, kommen schrittweise wieder Klänge und Dinge, Sinneswahrnehmungen auf. If you are completely present, you see they are arising in and from the openness. Wenn du vollkommen präsent bist, dann kannst du erkennen, dass sie alle in und aus der Offenheit erstehen. There is no other source. Und da gibt es keine andere Quelle. However, a thought might arise. Dennoch, es könnte sein, dass ein Gedanke aufkommt Back here again. und dann sind wir wieder da. If you follow that thought, Wenn du diesem Gedanken folgst, then the meditation was a short holiday. dann war die Meditation eine kurze Verschnaufpause. Because you are believing a thought about what is occurring as the validator of truth. Wenn du glaubst an einem Gedanken über das, was erscheint, aus der Bestätigung, der Bekräftigung der Wahrheit. So, allow whatever comes to come. Gestatte, dass was immer kommt, kommt. Thoughts arise, you don't know how to meditate, this is stupid, you're just yourself, nothing's changed. Es kommen Gedanken auf, dass du nicht weißt, wie man meditiert, dass das eigentlich alles Blödsinn ist, dass du immer noch derselbe geblieben bist und nichts ändert sich. All thoughts, sensations, feelings are inseparable from the source. Alle Gedanken, Empfindungen, Gefühle sind untrennbar von der Quelle. Don't react. Reagier nicht. You, for sure, you had heard the story of Buddha or Prince Siddhartha's enlightenment as Buddha Shakyamuni at Bodh Gaya. Mit Sicherheit habt ihr die Geschichte von dem Buddha oder eben ihr Prinz Siddhartha, der zu Buddha Shakyamuni wurde durch die Erleuchtung in Bodh Gaya. He's sitting under the Bodhi tree. Er sitzt da unter dem Bodhi-Baum and he decides, I'm not going to move from here. und entscheidet sich, ich werde mich von hier nicht fortbewegen. And he touches the earth. As the earth is my witness, I will stay here until I awaken. Er berührt die Erde und sagt, die Erde ist mein Zeuge, ich werde mich nicht rühren, bis ich erwacht bin. And the maras, the demons, the tempters arrive. Dann kommen die Maras, die Dämonen, die Verführer, Frightening figures, erotic figures, stupid figures. erschreckende Figuren, erotische Figuren, idiotische Figuren, All doing their best to shake him out of his settled open state. alle geben ihr Bestes, um ihn aus diesem offenen Zustand herauszuschütteln. And he's just sitting. Er sitzt aber einfach. If you see the Tibetan paintings of this, the tankas, you see the maras pulling their bow and arrow, and as the arrow approaches the Buddha, it turns into a flower. Wenn man tibetische Darstellung auf Tankas von diesem Ereignis sieht, dann sieht man, wie die Maras ihre Pfeil und Bogen anlegen und Pfeile abschießen, und wie der Pfeil sich dem Buddha nähert, verwandelt er sich in eine Blume. The danger, the threat becomes an ornament. Die Gefahr oder die Bedrohung wird zu einem Schmuck. This is what we also have to do. Und das ist das, was wir ebenfalls zu tun haben. It's a lonely business, sitting doing practice. Und es ist ein einsames Geschäft, da zu sitzen und Praxis zu machen. Only we can, through our understanding of the teachings and our trust
in the lineage through the various great gurus, right back to the time of Samantabhadra, as these teachings have been handed on. Nur wir selbst können durch unsere Praxis und durch unser Vertrauen in die Lehren und durch unser Vertrauen in die Linie der Übermittlung zurück zu den Zeiten von Samantabhadra, als diese Unterweisungen gegeben wurden. This devotion is like a hand in our back, saying, "Whoa, steady, sister, it's okay, it's okay." Diese Hingabe dazu ist wie wenn wir mit unseren Händen andeuten, dass sich die beruhigen sollen. Ist alles okay. And then we just sit. Und dann sitzen wir. And if we get a little lost, und wenn wir ein bisschen verloren gehen, we catch the temptation to react further to the reaction that has occurred. Wenn wir die Verführung erwischen auf das, was durch unsere Reaktivität bereits als Reaktion erschienen ist, weiter zu reagieren. And we stay open. Und dann bleiben wir offen. Whatever comes, comes. Was immer kommt, kommt. We let it come because it will not touch us. Wir lassen es kommen, weil es uns nicht berühren wird. The mind is like the mirror. These arisings are like the reflection. Der Geist ist wie ein Spiegel und diese Geschehnisse sind wie Reflexionen im Spiegel. The reflection is in the mirror, but it doesn't touch the mirror. Die Reflexion ist im Spiegel, aber sie berührt den Spiegel nicht. So, this is exactly what the Buddha Shakyamuni was sitting through. Und das ist exakt das, wo sozusagen der Buddha Shakyamuni hindurchgesessen ist. By not reacting, he became freed from the conditioned. Indem er nicht reagierte, wurde er frei von der Bedingtheit. He awakened to the unconditioned. Und erwachte zu dem Unbedingten. So, if we do this, then we also become the powerful yogi with intrinsic clarity of awareness free of delusion. Und wenn wir das machen, dann werden wir ebenfalls zu dem mächtigen Yogi mit der Klarheit aus der Bewusstheit, die frei von Täuschung ist. Then we should recite this powerful evocation, the one we have been studying. Dann sollten wir diese mächtige Evokation studieren, also das, was wir hier gerade studiert haben, rezitieren, das, was wir hier gerade studiert haben. And all sentient beings who hear it will be fully awakened in 3 lifetimes. Und alle Wesen, die es hören, werden vollkommen erwacht sein in 3 Lebenszeiten. In the Dzogchen tradition, they talk about the transmission or the lineage whereby this pointing out or introduction to is made available. In der Dzogchen-Tradition spricht man von der Übertragungslinie oder Tradition, durch die diese Hinweisen oder herausarbeitenden Instruktionen gegeben werden. It's unlikely that your mother or your father told you these things or any teacher in school. Es ist unwahrscheinlich, dass deine Mutter oder dein Vater oder irgendein Lehrer in deiner Schule dich diese Dinge gelehrt hat. If we are lucky enough to come in contact with the tradition, then the door is open for us and we're given access to the possibility of recognizing our own mind is like the mirror. Wenn wir aber das Glück gehabt haben, mit der Tradition in Kontakt zu kommen, dann ist die Tür für uns offen einzutreten und die Möglichkeit zu erhalten, den eigenen Geist als diesen Spiegel zu erkennen. So the job of the teacher is to be in the state of the mirror and allow the teaching to flow through like a ceaseless flow of reflections. Und die Aufgabe des Lehrers ist, in diesem Zustand des Spiegels zu sein und zu erlauben, dass die Unterweisungen hindurchfließen wie die Spiegelbilder durch den Spiegel. Without any egoic complication being added in.
ohne jedwede egoistische Komplikation hinzuzufügen. And when you listen with an open mind, then you start to see, oh, your mind is like the mirror. Und wenn du mit einem offenen Geist zuhörst, dann beginnst du zu sehen, dass auch dein Geist wie ein Spiegel ist. So if beings can hear this, then they have a chance within 3 lifetimes to awaken. Und wenn Wesen das hören können, dann haben sie die Chance, innerhalb von 3 Lebenszeiten zu erwachen. Then now he points to the particular times when the power of this prayer is energized. Und dann weist er noch auf die bestimmten Zeiten hin, zu denen die Macht dieses Gebets noch energetisiert wird. If when the sun or moon is eclipsed in Rahu's grasp, means when there is a lunar or solar eclipse, Wenn die Sonne oder der Mond in dem Zugriff von Rahu verschwinden, also mit anderen Worten zu Zeiten von solare oder lunare Eklipse, or there are unusual sounds or earthquakes, oder wenn es ungewöhnliche Klänge oder Erdbeben gibt. for example, if you are in the mountains, in the Alps, for example, in the early springtime and the snow is starting to melt, sometimes you get a booming crack as a big piece of ice falls, oh, and there is a shock. Zum Beispiel, wenn man im Frühjahr in den Alpen ist und wenn die Schneeschmelze beginnt und sich der Schnee löst, hat man manchmal solchen knallenden Krach, wenn sich ein großer Brocken löst. Und da ist ein Zustand von Schock. These shocks are important. In Tibetan, they say hedewa, means shocked open, shocked out of thought, out of habitual construction. Diese Schocks sind sehr wichtig. In Tibet spricht man von Hedewa, was wörtlich sowas wie in die Offenheit schockiert bedeutet, also schockiert aus den gewohnheitsmäßigen gedanklichen Konstruktionen heraus. Or at the solstice or the turn of the year. Oder an Sonnenwende oder den Wechsel des Jahres. Like a kind of change of direction. Also sozusagen, das ist eine Richtungsänderung. In a few weeks, we come to the winter solstice. In ein paar Wochen kommen wir zur Wintersonnenwende. If we're in the northern hemisphere, so the days have been getting shorter and shorter. Wenn wir uns auf der nördlichen Hemisphäre befinden, sind die Tage kürzer und kürzer geworden. And then it turns and they start to get longer. Und dann dreht sich das um und dann beginnen sie länger zu werden. So these points of turning are considered important. Diese Wendepunkte werden als wichtig betrachtet. Just as if you work with your breath, we breathe in and we breathe out. Und wenn man mit dem eigenen Atem arbeitet, man atmet ein, man atmet aus. But when you start to become closer to your breath, you breathe out and hold, and then breathe in and hold. And so you have a loop with 2 pauses, in and out. Wenn man aber dem eigenen Atem näher kommt, dann atmet man aus und macht eine Pause und dann atmet man ein und macht eine Pause, sodass da eine Schleife entsteht mit 2 Pausen. So the pause is like a stillness, and the breath in and breath out is movement. Und da ist die Pause wie die Stille und das Ein- und Ausatmen wie die Bewegung. But it's not just the interruption that's important, because you see in that moment, there's nothing. Aber es ist nicht nur die Unterbrechung, die wichtig ist, sondern du siehst in diesem Moment, dass da gar nichts ist. Well, in some tradition, they say when the mind moves, the 10,000 things arise. In der Tradition sagt man, wenn der Geist sich bewegt, entstehen die 10.000 Dinge. Or say that the mind
travels on the breath the way the rider travels on a horse. Oder mit anderen Worten, es wird gesagt, der Geist reitet auf dem Atem, wie ein Reiter auf seinem Pferd reitet. So if you're fully present in that time when there is nothing, Wenn du also vollkommen gegenwärtig zu der Zeit bist, wo da gar nichts ist, then the movement arises from the nothing dann entsteht die Bewegung aus diesem Nichts and goes into nothing, und geht wieder ins Nichts zurück. and arises from nothing and goes into nothing. Und er steht wieder aus dem Nichts und geht wieder zurück zu nichts. And then you have more sense of the source and its display. Und dann hast du mehr ein Gefühl für die Quelle und ihre Schau oder das Zeigen. So he says, at these times, yogis should visualize themselves as Samantabhadra, Dann heißt es hier, zu dieser Zeit sollten Yogis sich selbst als Samantabhadra visualisieren. very simple, naked, because there is no ornamentation or covering, blue, because open like the sky, Das ist sehr einfach, nackt, denn es gibt keinerlei Schmuck oder Merkmal oder Bedeckung und blau wie der Himmel. This nakedness indicates this is not a mediated path of symbolism, Und diese Nacktheit indiziert, dass es sich hier nicht um einen mittelbaren Pfad des Symbolischen handelt, but it's direct, unelaborated, uncontrived. das ist hier direkt, nicht hervorgebracht, ungekünstelt. In that state, you recite the evocation so that all can hear. I mean, you can say it out loud. Even if no one else is there, you say it out loud. Und in diesem Zustand rezitiere die Evokation, sodass alle hören können. Also selbst wenn niemand da ist, sagst du es laut. Then it says, then for all sentient beings in the three worlds, it means all beings who have a mind, wherever they are, Und dann heißt es für alle fühlenden Wesen in den drei Welten, also mit anderen Worten, alle Wesen, die überhaupt einen Geist haben, wo immer sie seien. the recitation of this evocation by yogis will bring gradual relief from suffering, and they will eventually awaken to Buddhahood. Heißt es, die Rezitation durch diesen Yogi wird allmähliche Befreiung vom Leiden bringen und sie werden schlussendlich Buddhaschaft erlangen. So this is very wonderful, Das ist sehr wunderbar. where you become someone who can also give other beings a chance. Wenn du zu jemandem wirst, der auch anderen Wesen eine Chance geben kann. In Tibetan daily ritual practice, which was the main focus in most Tibetan monasteries, In der tibetischen Praxis tägliche Rituale, die natürlich in den meisten tibetischen Klöstern der Hauptfokus war, people recite a lot of lineage prayers. rezitieren Leute eine Menge Liniengebete. And in my time in India with Siya Lama, we translated many of these prayers. Und in meiner Zeit mit Siya Lama in Indien haben wir viele dieser Gebete übersetzt. And when we recite them, we have this gratitude that I got it from you, and you got it from your teacher, and he got it from his teacher, and she got it from, and so on, all the way back to the time of Kuntu Sampo. Und wenn wir das rezitieren, dann empfinden wir diese Dankbarkeit, dass wir das von unserem Lehrer bekommen haben und er hat das von seinem Lehrer bekommen und die hat dann von ihrer Lehrerin bekommen und so weiter, zurück bis zu der Zeit von Kuntu Sampo. And at each stage, the function of the teacher is to help people link to themselves. Und auf jede dieser Stufen ist die Funktion des Lehrers, Leuten zu helfen, mit sich selbst eine Verbindung aufzunehmen. Linking to the lineage is the same as linking to yourself. Sich mit der Linie zu verbinden, ist das Gleiche wie mit dir selber Verbindung zu finden. Subject and object arise together. Subjekt und Objekt entstehen gemeinsam.
Both are empty. Beide sind leer, So there is no true opposition between them. sodass es keine wahre Opposition zwischen ihnen gibt. But as long as you believe they are truly separate, that's how it will function for you. Aber solange du an ihre wahrhafte Trennung glaubst, so wird es dann für dich auch funktionieren. So we take our place in the lineage. Wir nehmen also unseren Platz in der Linie ein, When we take the Bodhisattva vow, wenn wir das Bodhisattva-Gelübde auf uns nehmen. then at the end we say, today I become a child of the Buddhas, meaning a Dann- Bodhisattva. Dann heißt es am Ende, heute bin ich zu einem Kind des Buddha geworden, also ein Bodhisattva geworden. What could be more beautiful than to be a child of the Buddha? Was könnte schöner sein, als das Kind des Buddha zu sein? We say, now I am born in this noble family. Wir sagen, jetzt bin ich in diese edle Familie hineingeboren. May I never act in a way that would dishonor this noble family. Möge ich niemals handeln in einer Art und Weise, die diese edle Familie in Unehre ziehen würde. It's very beautiful. Now we find a new way of being, Das ist wunderbar. Wir finden eine neue Art und Weise zu sein, an invitation to be reborn, eine Einladung, wiedergeboren zu sein, to be born from the Dharma, aus dem Dharma geboren zu sein, to be born into the womb of Prajnaparamita, in das Schoß der Prajnaparamita geboren zu sein, to be born into the source and then born out of the source. in die Quelle geboren zu sein und dann aus der Quelle geboren zu sein. Then in all situations, at all times, whether life is easy or difficult, whether you're happy or sad, you don't lose your way. Dann werden wir in allen Situationen, zu allen Zeiten, ob das Leben glücklich oder traurig ist, ob wir in einfachen Situationen sind oder in schwierigen Situationen sind, unseren Weg nicht verlieren. So this is exactly the point of the three statements of Garabdorji. Und das ist exakt auch der Punkt der 3 Aussagen von Garabdorje. Directly open to the open, Öffne dich unmittelbar gegenüber dem Offenen then you see, oh, it's like this. It Und is dann- this. und dann siehst du, oh, das ist so, das ist es. Then not remaining in doubt. The second point means don't conceptualize what has occurred. Relax back into it, but don't think about it. Dann der zweite Punkt, nicht in Zweifel zu verharren, heißt, versuche keine Konzepte darüber zu bilden, was geschehen ist. Entspanne dich immer wieder zurück in das, ohne dass du konzeptuelle Gedanken darüber entwickelst. Immer zurück entspannen in diese Erfahrung. It's not about deciding that this is true. Es geht also hier nicht in dem Sinne um die Entscheidung, dass das wahr ist. It's about allowing the truth of this to shine through you as you. Sondern es ist das Erlauben, dass die Wahrheit hiervon durch dich hindurch als dir selbst hindurch scheint. And then the third point is to continue in this way. Und der dritte Punkt ist dann, in diese Weise fortzufahren. That is to say, whatever experiences arise, thoughts, feelings, memories, and so on, Dann in Worten, was immer an Erfahrungen entsteht, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen und so weiter, keep them in the whole, bewahre sie im Ganzen, keep them in the circle, in the tigli. bewahre sie in dem Kreis, in dem Tigli. If the thought arises and goes out and it turns back and says, oh, what is that? Wenn ein Gedanke entsteht und hinausgeht und dann zurückkommt und du fragst, was ist das? Then you start to think, oh, but what is this? Dann beginnst du nachzudenken, aber was ist das? Thoughts lead to thoughts. Aber Gedanken führen zu Gedanken. Openness leads to the source.
während die Offenheit zu der Quelle führt. Keep the thoughts in the hole, and then they don't, you deprive them of the power to activate the delusion of duality. Bewahre die Gedanken im Ganzen und dann beraubst du sie der Macht, die Täuschung der Dualität zu aktivieren. So this brings us to the end of the discussion of this text. Das bringt uns zu dem Ende der Besprechung dieses Texts. There is a lot of detail in what we have covered. Wir haben eine ganze Menge Details hier abgedeckt. But the main point is to turn you towards your own mind. Aber der Hauptpunkt ist, dich zu deinem eigenen Geist zu wenden. And you can read the text again and again. Wir können diesen Text wieder und wieder lesen. With regard to the Guru Yoga, we have another book which will come out soon, which will give details about the Guru Yoga. Was das Guru-Yoga anbetrifft, wird bald ein anderes Buch herauskommen, was die Details dazu zum Guru-Yoga geben wird. There are many, many things to study. Es gibt viele Dinge, die man studieren kann, but you're going to die. Aber wir werden sterben. So study the main thing. Also studiere die Hauptsache. Explore your mind. Get close to your mind. Untersuche deinen Geist, werde deinem Geiste nahe. That's where the treasure is hidden. Und das ist der Ort, an dem dir der Schatz verborgen ist. So, it's time to say thank you to Pedro for managing the Zoom and recording it so that it can be made available later. Es ist jetzt Zeit zu sagen, danke an Pedro, der dieses ganze Zoom gemanagt hat und aufgenommen hat, sodass die Dinge später verfügbar werden. And to thank our translators, Milton and Bartek, Juan and Robert. Und danke an unsere Übersetzer, Milton, Juan, Bartek und Robert. It's a lot of work to stay focused and manage some of these difficult sentences. Es ist eine Menge Arbeit, fokussiert zu bleiben und diese zuweilen schwierigen Sätze zu managen. And of course, this is part of our participation together. Und natürlich ist das ein Aspekt oder ein Teil unserer gemeinsamen Teilnahme. If you've been watching this teaching, your own contribution, your gift to it is your focused attention, which supports us all in doing the work. Wenn du diese Unterweisung angeschaut hast, angehört hast, dann ist dein Geschenk hier deine fokussierte Aufmerksamkeit, die uns alle gemeinsam in dieser Arbeit unterstützt. So, I wish you a good practice, and we will have these 2 weekends in the new year and some Wednesday evenings of question and answer and so on as well. Und ich wünsche euch allen eine gute Praxis und wir werden im nächsten Jahr diese bereits 2 bekannten Wochenenden haben, sowie das eine oder das andere Ereignis an einem Mittwoch mit Fragen und Antworten. Good. So now it's bye-bye time. Bye bye. Agora, ciao, ciao. Thank Thank you. you. Thank you so much. Besos, muchas James, gracias. thank you, everybody. James, Bye. Wonderful. participantes. Bye, James. Bye, everyone. Thank you, James. Thank you so so much. Obrigado. Thank you very much. Milton, Pedro. I Wish don't you a make good these bye-bye. mistakes very much. Bye. Now very good. Take care. Merry Thank you, Milton. Christmas. Christmas to everyone. Merry Christmas. Happy Christmas.